Ja, moin. Und frohes Neues an alle, die ich heute Nacht nicht hier gesehen habe. Da war ja dann auch alles ruhiger, alle so mit Family und alle so mit Friends und ich halt so online, ne? Frohes neues Jahr wünsche ich euch. Bin strubbelig. Egal. Jetzt habe ich heute meine Haare auch nicht gemacht, weil heute habe ich ein bisschen lange geschlafen. Hallo Shadow, hallo Chiara, hallo Kreuzer, hallo Castilia, hallo Torque. Moin. So, jetzt aber. Ja, vielleicht, ja. Da ist auch Lametta in den Haaren. Gar nicht. Die glänzen einfach, weil die so schön sind. Das verstehe ich aber, wenn man das vertauscht. Das ist nicht schlimm, ist okay. Ja. Ich habe ein bisschen lange gelegen. Das ist Sauerkraut. Ich gebe dir geil Sauerkraut. Sauerkraut, ey, mein Gott, just imagine, ey. Ich würde sagen, ich hole das Sauerkraut aus dem Kühlschrank, aber nee, ich habe nur Rotkohl. Und irgendwie stinkt der ganze Kühlschrank nach Rotkohl. Obwohl das zu ist. Naja, ich habe da auch nur so einen, wie heißt das? So einen Silikondeckel drauf. Weißt du, kann man so drüber stülpen. Und da ist das so fest und dicht. Hält aber offensichtlich keinen Geruch ab. Der ganze Kühlschrank riecht nach Rotkohl. Was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, aber ja, mal gucken. Ja, ich habe ein bisschen lange im Bett gelegen. Ich weiß nicht, ich war sehr spät im Bett mit allem drum und dran. Weil, boah, ich musste erstmal so hart dringend gestern noch was essen nach dem Stream. War ja doch relativ lange alles. Und im Magen hing sehr in den Kniekehl. Da habe ich schon direkt angefangen, auch Sachen wegzuräumen, das ganze Chaos zu beseitigen, was ich gemacht habe. Hallo Wolf, na, gestern überlebt? Ja, durchaus. Es war ja gestern auch überhaupt nichts schlimm oder so. Und ich habe mich auch relativ zügig abgeschminkt heute Nacht. Das ging aber sehr gut, denn ich habe ja nur Make-up benutzt für den ganzen Scheiß. Das heißt, ich habe nur einen Anti-Abschminken, ja, ne, nicht Anti-Abschminken. Anti-Abschminken wäre ja irgendwie Schminken, ne? Ein Abschminktuch mehr benutzt als sonst. Hast du 5 Push-Ups noch gemacht? Könnte ich jetzt anlügen und sagen, ja, aber nein. Nein, auf leeren Magen habe ich diese 5... Ich kann auch nicht einen einzigen Push-Up, also können wir es auch lassen. Das Bild auf Insta war sehr gut. Wer kann, der kann. Nee, dann ist ganz Chaos noch beseitigt und ich glaube, ich war erst so richtig vernünftig, war ich erst um 5 Uhr im Bett oder so. War einfach so erschlagen, ich war so müde. Ich fühlte mich wie so ein Harvest Moon Charakter oder Stardew Valley, wenn die halt echt keine Energy mehr haben und wenn du dann so ganz langsam nur noch nach Hause trottest, weil du nicht mehr rennen kannst im Spiel. So habe ich mich gefühlt. Aber, was ist denn, Chiara? Chill, was ist los? Ich war einfach nur sehr, sehr müde. Achso, wegen der Uhrzeit, ne? Ach komm. Ich war 3 tot. 3 Uhr meinst du? Hm. Ja, ich halt auch, aber ich habe halt noch was gegessen und dann, ich konnte auch nicht direkt, wenn du dir den Bauch dann so vollschlägst, so direkt ins Bett. Ich habe dann, wie gesagt, noch aufgeräumt ein bisschen. Fehlt dann nur noch eine Katze, die das Bett blockiert. Oh, ja. Ja, ist so. Und so gut, dass ich mich nicht mehr umziehen oder abschminken muss. RIP. Ja. Das stehe ich aber gut ab. Umziehen muss mich ja auch nur von normaler Klamotte in Schlafklamotte. Das müsste ich auch, wenn ich mit VTube online bin. Weil in Schlafklamotte sitze ich dann doch hier nicht. Zumindest sitze ich in Gammelklamotten. Aber für mich gibt es immer noch einen... Also an den fast meisten Tagen, also, ne, also, keine Ahnung, 9,9 out of 10, ne, gibt es bei mir doch noch den Unterschied zwischen Gammelklamotte und Schlafklamotte. Ich muss schon echt krank sein oder so, um den ganzen Tag in Schlafklamotten rumzuhängen. Und ich fühle mich dann aber auch direkt so ein bisschen krank, so. Wahrscheinlich, weil ich das damit verbinde oder so. Nur von der Jogginghose in die Schlafhose, ja, ja, genau. Ich wechsle auch noch das Oberteil, so ist das nicht. Von einem Shirt ins nächste Shirt. Aber viel mehr tut sich da wahrscheinlich nicht. Ja, und dann klingelte um 12 Uhr der Wecker. Hat mich anscheinend nicht so gejuckt, der Wecker. Ich war nur so, ja, ja, gleich. Das nächste Mal, als ich aufs Handy geguckt habe, war es 2. Ich so, oh, jetzt sollst du mal echt mal aufstehen, ne? Es wurde dann 3:30. Weißt du, du machst so Rollo hoch. Ah, Licht. Halbe Stunde. Oh, Licht ist weg. Rollo wieder runter. Schlafhose, wofür? Schlafen. Ich mag nicht in Unterwäsche schlafen. Da ist mir kalt. Ah, es gibt Leute, die schlafen nackt. Das verstehe ich ja gar nicht. Ne? Also soll jeder machen, wie er möchte. Aber so oft kann ich das Bettlaken ja gar nicht waschen, wie ich mich dann eklig fühle. Nee, 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 nee.
Um 5 bin ich schon fast wieder aufgestanden. Ja. Ich bin kein Frühaufsteher. Wirklich nicht. Ich bin meistens so am wachsten. Okay, es sei denn, ich hatte jetzt einen langen Arbeitstag oder so, ne? Aber ansonsten bin ich so sehr gut wach ab 6 Uhr abends. Oder halt, je nachdem, wann ich aufgestanden bin, auch so von, weiß nicht, 12 bis 3 oder so. Aber dann wäre ich schon wieder müde für ein paar Stunden. Also, ja, mal so, ne? Frage anders. Mit Klamotten ins Bett, wieso? Aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Ich finde es persönlich für mich sehr unhygienisch, ohne Kleidung zu schlafen. Ich kenne aber einige Leute, die nackig schlafen. Das ist in Ordnung. Klar. Ich muss in dem Bett ja nicht schlafen. Nee, ich weiß nicht. Ich finde es auch unangenehm. Einfach, weil, ja, nee. Nicht meins. Ich bin immer sehr doll angezogen. Ich habe meistens noch eine Kuscheldecke im Bett und noch das Oberbett und trotzdem ist mir meistens kalt und ja. Meine Katze will um 6:30 Futter. Ja, okay, gut. Ja, würde ich jetzt aber auch nicht vor 6:30 aufstehen. Im Winter mit offenem Fenster beste. Ich kann an gar keinem Tag mit offenem Fenster schlafen. Ich bin sofort am nächsten Morgen krank. Es sei denn, es ist wirklich Hochsommer. Aber nee, vertrage ich gar nicht. Habe ich noch nie. Ich weiß nicht warum. Habe ich direkt Halsschmerzen. Ich habe sofort eine Erkältung. Mein Körper mag das nicht. Mein Körper ist ja so, frische Luft. Nee, ich lüfte erst, wenn ich aufstehe morgens. Und dann lüfte ich mindestens nochmal, so wie eine gute Deutsche das macht, nochmal vorm Schlafen gehen. Ja, zumindest im Schlafzimmer, weil ich halte mich ja tagsüber nicht im Schlafzimmer auf. Und ja, sonst lüfte ich natürlich, wenn ich mir denke, ein bisschen abgestanden die Luft, ne? Es soll Leute geben in anderen Ländern, die lüften nicht. Kann ich mir als Deutscher jetzt so gar nicht vorstellen. Ne? Und dann wundern die sich, warum da immer die ganze Bude verschimmelt ist. Aber ja, nee, frische Luft, ne? Das ist doch einfach die Medizin der Deutschen. Frische Luft. Kind, warst du schon an der frischen Luft? Warst du auf dem Balkon? Warst du draußen? Warst du spazieren? Hast du das Fenster aufgemacht? Kannst nicht gesund werden ohne frische Luft. Frische Luft TM. Ich meine, sie haben nicht Unrecht. Lustigerweise, ich war ja im Dezember extrem viel krank. Und, meine Oma. Ja, so. Frische Luft tut aber auch gut. Ja, ist so, natürlich, klar. Ne? Aber ich war ja im Dezember so viel krank und ganz komisch ist dann mein Körper gewesen. Ich hatte, obwohl es ja wirklich teilweise arschkalt war draußen, habe ich fast den ganzen Tag die Balkontür ein Stück offen gehabt. Ich habe auch den ganzen Monat im Wohnzimmer geschlafen, auf der Couch und damit, ne, wenn man krank ist und dann zusammen im Bett schlafen ist so meh. Deswegen habe ich den ganzen Monat im Wohnzimmer geschlafen und ich hatte fast immer die Balkontür auf. Und Timo kam immer rein und war nur so, soll ich mal zumachen? Ich so, nee, lass bitte auf, ich brauche Luft. Komischerweise, weil ich finde, wenn Luft dann abgestanden ist oder gerade Heizungsluft auch, wenn man krank ist, finde ich, dann fühle ich mich doppelt und dreifach so furchtbar. Dann setzt sich alles zu, wenn noch die Luft so abgestanden ist. Frische Luft, geh mal raus. Wohin denn? Weshalb? Ja, verstehe ich. Ich könnte aber auch nicht länger als 2 Tage oder so drinnen hocken. Dann kriege ich einen Wohnungskoller. Also wenigstens irgendwie einkaufen oder halt zur Arbeit oder irgendwas. Oder wenigstens bei meiner Mutter latschen. Ich weiß nicht. Ich will niemanden ankacken, aber also das ist keine Kritik, ne? Also soll jeder machen, wie er möchte. Ja, wie wir im nackig schlafen. Aber so komplett Stubenhocker. Ich meine, wenn man kein Ziel hat, wenn man nicht weiß, wohin, verstehe ich, dass es schwierig ist mit dem Rausgehen manchmal. Aber ich könnte es nicht. Ich könnte nicht die ganze Zeit zu Hause bleiben. Ich weiß auch, als damals Lockdown war und wir so 2, 3 Wochen gefühlt nirgendwo hin durften. Ich bin bekloppt geworden. So, das ist dann so 2, 3 Tage, ist das schön. 4, 5 Tage, okay, Urlaub. Und dann ist das nur so, okay, die Wohnung ist sauber, alles ist ordentlich. Ich habe so viel Energie, ich weiß nicht, wohin damit. Und dann bin ich tatsächlich, dann sind wir irgendwie zu einem Freund von Timo gegangen und haben einfach draußen random in so einem Garten Volleyball gespielt. Einfach nur, damit ich mich bewegen konnte. Ich hasse Volleyball. Ja? Also es ist cooler Sport, aber alles bei Volleyball tut mir grundsätzlich weh. Und natürlich tat mir erst recht alles weh, weil ich jahrelang kein Volleyball gespielt habe. Aber ich musste mich dringend bewegen. Da war alles wieder ein bisschen besser.
Ne? Und dann so, ja, klar, dann sagen Leute, ja, mach deinen Ring fit. Ja, schon. Mach Pilates. Ja. Ich habe ja alles dafür da. Aber es ist was anderes. Kalt und nass ist es auch noch. Ah. Frische Luft in der Stadt mit Autoabgasen, weißt du Bescheid. Ja, gut, du wohnst dann ja an der Autobahn. Ne? Ich denke mal, selbst in der Stadt ist frische Luft wenn du lüftest, immer noch besser als eine abgestandene, nasse Luft in der Bude. Ne? Dass du jetzt nicht gerade in einem Spa-Bereich bist, hier in so einem Bad Homburg oder so, ne? Oder Meeresluft atmen kannst, ja gut. Jetzt sind wir aber eh nicht gewohnt, das vertragen wir bestimmt gar nicht. Dauert. Allein für deine Wohnung ist es besser. Ich liebe den Winter, ich mag die kalte Luft und atme dann besser gefühlt. Ja, ich an sich auch. Also Winter ist bei uns halt schon ein bisschen ätzend, weil die Bude ist halt wirklich sehr, sehr kalt, wenn es draußen kalt ist. Ne? Das Haus ist gefühlt gar nicht isoliert und unter uns ist direkt der Keller. Das heißt, unser Boden, auf dem wir laufen, ne? Teppich oder Laminat und so, hat halt, weiß nicht, gefühlt eine Grundtemperatur von 0 Grad. Und du kannst, wenn du dann im Wohnzimmer sitzt, irgendwie den Abend und irgendwie Netflix guckst oder so, komm nicht auf die dumme Idee, deine Füße auf den Boden zu stellen, wenn du sie jemals wieder gebrauchen willst. Sie frieren direkt ein. Ja, teilweise ist der Boden halt wirklich nur so 10 Grad warm. Das ist richtig arschkalt. Ich habe also Thermometer auf den Boden gelegt. Und die Couch ist einfach noch zu nah am Boden. Ist immer noch alles sehr, sehr, sehr kalt. Und wir haben halt dann echt schnell ein Schimmelproblem. Egal wie viel ich lüfte und so, ist alles feucht hier. Ja? Also die Bude an sich nicht, aber dadurch, dass alles so beschissen gedämmt ist, kommt die Feuchtigkeit auch so richtig schön durchs Gemäuer und dann ist das dann so viel kann ich nicht heizen, denn ich bin leider nicht reich. Ne? Gerade so mit den neuen Heizkosten ist das nur so, ich muss es abwägen, wie regelmäßig ich jetzt die Stockflecken von der Wand mache oder wie regelmäßig ich heize. Das eine ist teurer als das andere. Schlecht. Einmal in einem vernünftig gedämmten Haus wohnen. Wobei ein vernünftig gedämmtes Haus ist auch schimmelanfällig, weil es halt dann nicht an jeder Ecke zieht. Wenn ich zum Beispiel auf unserer kleinen Couch im Wohnzimmer sitze, am Fenster, habe ich zum Beispiel am Freitag gemacht, da war Brina hier und wir haben einen Film geguckt. Strange World übrigens, der neuen von Disney, den ich sehr empfehlen kann. Bitte geht und guckt den auf Disney Plus, wenn ihr Disney Plus habt. Oder geht ins Kino, dort läuft er auch. Das ist ein sehr, sehr guter Film. Er wurde nur leider gar nicht beworben. Es ist wirklich ein sehr cooler Film. Ist mal wieder ein Disney-Film, der ohne Musik auskommt, wenn euch das abschrecken sollte. Was ich immer schade finde, ich mag Disney-Filme auch sehr doll für ihre Musik, aber es ist trotzdem ein sehr guter Film. Und er ist nicht das, was ihr denkt. Es ist gut. Einfach gucken. Unabhängig davon saß ich dann auf der Couch und ich habe immer hinter mir gespürt, wie der Wind durch die Fenster pfeift bei uns. Ne? Wie ich gerade die Donation von gestern sehe und kurz verwirrt war. Ja, da ist jemand rumgekommen, der hieß fast wie du. Ich mag es, wenn es geschneit hat, barfuß durch den Schnee zu laufen. Ich glaube, ich bin in meinem Leben noch nie barfuß durch Schnee gelaufen. Ich merke, dass man das vielleicht nachholen sollte. Wobei, man hat in Deutschland auch sehr selten Schnee. Also weiß ich nicht, ob ich je wieder dazu komme, barfuß durch den Schnee zu laufen. Ich mag aber allgemein sehr gern durch den Schnee laufen. Weil es macht so knarz, knarz, knarz. Ne? Das ist halt ein richtig geiles Geräusch. Habe jetzt festgestellt, als ich Animal Crossing gestern mal wieder angemacht habe, dass wenn da Schnee liegt auf der Insel, dass das dann auch diese Knirschgeräusche macht, wenn man durch den Schnee läuft. Das ist halt schon ein bisschen schön. Aber ja, wir haben Klimawandel, wir haben 20 Grad an Silvester gehabt. Ich sehe da nicht so viel Hoffnung auf Schnee. Ne? Bin eher so dabei, hier mein Bäumchen. Ich habe ja 2 Bäume auf dem Balkon. So Obstbäume. Kirsche und Apfel. Der eine hat schon Knospen. Ne, weißt du Bescheid. Knospen. Alles gut, Wolf. Schön, dass du reingeschaut hast. Und danke nochmal für gestern. Ja, hab ich nicht vergessen. Dankeschön. Und ja, bis bald. Wie gesagt, der Baum hat Knospen. Es ist der 1. Januar. Ja, läuft mit dem Winter, ne? Mhm. Bin mal gespannt. Ich glaube, das wird wieder eine richtig geile Mückenplage. Vielleicht wird es auch wieder eine schöne Wespenplage. Ach ja, das Gefühl, jedes Jahr wird die Scheiße schlimmer. Deswegen, ne, hoffen wir einfach mal, dass 2023 nicht so beschissen wird. Ne, ich habe ja gar keine hohen Anforderungen. Ich will ja nicht, dass 2023 mein Jahr wird. Super geil, alles geht gut, alles, was ich mir erträumt habe, wird wahr. Nein, werd einfach nicht beschissen.
Das ist schon, komm bitte. Ui, Horrorgeschichten aus der Mietwohnung. Da höre ich als angehender Hausbesitzer immer gerne zu. Guten Abend, hallo Schuldige, moin. Hast du denn auch eine schöne Geschichte zu teilen? Erinnert mich an 2013. Dezember war super warm, dann war es wieder kühl, dann hatten wir im März einfach 25 Grad. Ja. April war wieder kühl, Mai super heiß, Juni wieder kalt und nass. Mhm. Mittlerweile haben wir nur meistens nicht mehr diese krassen Schwankungen. Mittlerweile ist einfach fast dauerhaft zu warm. Jetzt, abgesehen jetzt von der einen Woche, die wir jetzt im Dezember hatten, wo minus 5 Grad waren. Ne? Klar, darf man nicht vergessen. Das kam einen Monat früher oder 2 Monate früher als sonst. Ne, die Minusgrade hast du ja sonst eher so Januar, Februar. Aber ich bin dann noch nicht so guter Dinge, dass die Januar, Februar auch nochmal kommen. Am besten wäre es ja... Am besten wäre es ja, wenn jetzt so die Eier gelegt werden von den Mücken und so. Und es dann nochmal so richtig friert. Dann gehen die Eier nämlich kaputt. Dann haben wir keine Mückenplage. Jetzt können wir natürlich argumentieren, ja gut, aber die Frösche etc. pp., alle anderen Tiere, die fressen ja die Mücken. Aber wollen wir mal hoffen, dass selbst wenn die Millionen Eier kaputt gehen, dass da genug übrig bleibt für Frösche und Co. Weil, uff, ne? Und keine Wespen. Ja. Wespen sind ja leider auch gut für die Umwelt. Habe ich gelesen. Hat mich ein bisschen traurig gemacht, die Nachricht. Jetzt kann ich Wespen nicht mehr so hassen, wie ich gerne würde. Wespen sind nämlich tatsächlich genauso, machen die gleichen Sachen wie Bienen auch, nur nicht so doll. Ne? Und das heißt, wir haben ja eh schon viel zu wenig Bienen. Das heißt, wenn es mehr Wespen gibt, die dann wenigstens so ein bisschen den Job der Bienen übernehmen, ist leider eigentlich gut. Und das haben wir uns selber zuzuschreiben. Ne? Ich meine jetzt nicht du, ich, ne? Wir hier, die paar Leutchen. Generell, die Menschheit hat sich das zuzuschreiben, dass wir jetzt mehr mit den Wespen zu tun haben als mit den Bienen. Ne? Kommt davon, wenn man alle Bienen tötet. Ja, well. Großes Mehr, ja. 2023, we only have one favor, don't fuck up, ja. Wespen sind die Tauben der Insektenwelt. Tauben sind super. Hallo? Tauben sind super. Ja, das habe ich hier liegen. Ich habe den ganzen Klimbim von Simone hier liegen. Tauben haben sogar Visitenkarten, okay? Ja, ernsthaft, Tauben sind eigentlich voll die geilen Viecher. Ja, dass die Tatsache, dass man denkt, Tauben seien die Ratten der Lüfte, ist halt einfach, einfach überhaupt nicht wahr. Ne? Das waren sie insofern noch nie. Fressen in der Stadt aber auch nur Müll. Er könnte daran liegen, dass sie sonst nichts zu fressen haben. Du würdest auch Müll fressen, wenn du sonst nichts zu futtern hast, oder? Da haben auch wir verkackt. Mag zwar sein, aber sobald eine Wespe versucht, mit mir zu stänkern, gibt es einen Bonk. Würde ich nicht empfehlen. Du weißt schon, dass das die nur aggressiv macht und dass sie dich dann erst recht stechen. Theoretisch sollte man sie mit Wasser vertreiben, glaube ich. Das Einzige, was hilft, ist Wasser. Oder halt sie abzulenken mit irgendwas, was man denen stattdessen zu fressen gibt. Aber deswegen die Tauben der Insektenwelt. In der Stadt leben ist scheiße für die. Ja, auf jeden Fall. Klar. Aber Wespen sind ja diesbezüglich, also weiß ich nicht, Wespen sind halt auch doch relativ aggressive Insekten und ja, in der Stadt leben ist auch für die scheiße. Aber ich finde, der Vergleich hinkt ein bisschen. Aber ist nur meine Meinung. Die besten Bestäuber sind tatsächlich Hummeln. Finde ich auch viel niedlicher, auf jeden Fall. Ich habe ja auf dem Balkon dann auch fast nur bienen- und hummelfreundliche Pflanzen. Und wenn du dann da irgendwie in der Küche bist und da auf den Balkon guckst, du bist meinetwegen auch auf dem Balkon und dann hast du das ganze Summen auf dem Balkon, die ganzen Hummeln, die sich da um den Lavendel kloppen oder so. Es ist so niedlich. Was ich da schon beobachten konnte, ist echt schön. Ja, was soll ich sagen? Bei Wespen, also gegenhauen, ist natürlich kontraproduktiv. Wahrscheinlich kommt die Wespe ganz genau zu dir zurück. Oder sie sticht einfach den Nebenmann, das bringt dann auch nichts. Viele versuchen, die anzupusten. Kann ich auch gar nicht empfehlen, denn unser Kohlendioxid macht Wespen extrem aggressiv. Das ist so, als würdest du Öl ins Feuer und so, wenn du die wegpustest. Stattdessen hilft halt theoretisch Wasser. Natürlich hat man nicht immer Wasser dabei, das verstehe ich. Aber bevor ihr sie anpustet, geht einfach weg. Macht halt den Tanz mitten auf dem Bahngleis. Das machen viele andere auch. Aber alles andere könnte euch mehr schaden als helfen. Ich meine, macht wie ihr wollt, aber beschwert euch dann halt nicht, dass ihr gestochen werdet, ne?
Ich wurde letztes Jahr auch von der Wespe gestochen. Das war halt einfach Pech. Da war ich im Schrebergarten von der Arbeit und wir haben da, weiß nicht, 3 Millionen Wespen. Ja, und irgendwann hatte ich was am Haar. Ja, ich dachte, es wäre irgendein Blatt oder so, ne? War dann eine Wespe. Wenn du die dann so voll auf den Kopf packst, auf die Wespe, dass die dann sticht. Verständlich, war trotzdem scheiße. Ne? Dann bin ich nicht mehr in den Teil des Gartens gegangen. Hatte dann die Schnauze voll. Die hat mir voll in den Daumen gestochen. Ach, daran liegt es also. Und ich dachte, ich habe die ganze Zeit Mundpups. Das eine schließt das andere ja nicht aus, ne? Ach ja. Meine Mutter hat mir jetzt so einen elektronischen Entfeuchter mitgebracht. Mal gucken, dass wir vielleicht die Wohnung ein bisschen trockener kriegen. Wir haben nämlich extra so ein... Wir hatten mal nachgeguckt, wie das hieß. So ein Feuchtigkeitsmesser. Ne? Nicht Thermometer, sondern... Den Namen vergessen. Ne? Misst halt die Feuchtigkeit im Raum. So. Ich würde jetzt gerne sagen Aquameter, aber ich weiß, das heißt so nicht. Also ist egal. Und es ist einfach so krass feucht bei uns. Und ich kann nichts dagegen machen. Ich lüfte, wie eine gute Deutsche das tun sollte. Und zwar nicht mit Fenster auf Kipp, sondern mit Stoßlüften. Und ja, aber ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass wir einen Wasserschaden hatten und das einfach nie behandelt wurde. Und wahrscheinlich die Wand immer noch tief im Kern noch total nass ist. Und ja, warum sollte sich der Vermieter auch drum kümmern? Ist ja erst ein halbes Jahr her, ne? Ja, ja. Feuchtigkeitsmesser? Nein, nicht so ein Messer. Preisfrage, warum brummen Hummeln beim Fliegen so laut? Sie schreien ganz laut dabei, weil sie einfach nicht glauben können, dass sie mit den kleinen Flügeln tatsächlich fliegen können. Ja, es heißt ja immer, dass Hummeln gar nicht fliegen können dürften. Bei der Flügelgröße mit der Masse, die sie haben. Ich glaube, das ist aber... Ich kann mir vorstellen, dass es nur ein Joke ist, weil sehr offensichtlich geht das ja. Bei Vögeln kann man ja auch erklären, warum der fetteste Vogel fliegen kann. Dann sollte man auch eigentlich biologisch erklären können, warum eine fette Hummel fliegen kann. Hummeln sind toll, ja. Auch wenn sie eine Existenzkrise haben, sind Hummeln toll. Wie man seine Stimme wieder fickt in 3 Sekunden. Sehr schlau. Wespen sind Arschlöcher mit Flügeln? Ja, das haben wir nie bestritten. Leider sind sie trotzdem nützlich, aber sie bleiben Arschlöcher. Das sind halt nur so... Ich mach dich Messer! Ne? Das ist halt... Hummeln sind einfach nur so... Was? Muy macho. Die können es einfach, ja. Hummeln sind einfach so mega die Himbos. Ja, wenn die so gegen dich fliegen, dann sind die nur so... Oh, Entschuldigung. Da habe ich nicht gut aufgepasst. Ja, sorry, ich flieg mal drum rum. Eine Wespe, wenn die gegen dich fliegt, dann holt die direkt ihr Messer raus. Ja. Hummeln sind fluffy. Hummeln sind beste. Alle lieben Hummeln, oder? Tatsächlich wurde ich mal von einer Hummel gestochen. Ich glaube, weil ich in eine Hummel reingetreten bin als Kind. Das habe ich aber nie der Hummel irgendwie vorgeworfen. Weil ich glaube, einen Stachel haben die ja schon, nur stechen sie eigentlich nicht. Oder ich weiß nicht, was da war. Es war auf jeden Fall eine Hummel. Es war keine Wespe, es war keine Biene. Und es tat sehr weh. Ich bin als kleines Kind heulend nach Hause gerannt, wie das so ist. Beziehungsweise gehumpelt. Gehummelt, haha. Weil, ne, voll reingetreten. Komm, jetzt muss ich nochmal nachgucken, ob Hummeln eigentlich stechen können. Bevor ich hier wieder Blödsinn erzähle. Hummeln stechen, so. Genau, hier steht nämlich, dass Hummeln nicht stechen können, ist ein weit verbreitetes Gerücht. Erklärt Bourgeois. Wer auch immer das. Tritt man aus Versehen auf eine Hummel drauf, so wie bei mir als Kind, oder hält sie fest, kann es schon mal zu einem Stich kommen. Der Stachel der Arbeiterin dient nur zur Verteidigung und ist deshalb nur schwach ausgebildet. Sisse? Sisse? Mir wurde nämlich als Kind immer gesagt, das kann ja keine Hummel gewesen, dein Hummel stechelt nämlich nicht. Doch. Außerdem Hummeln auf Englisch Bumblebee, I like Bumblebee. Ja. Wie die Hummel in It Takes Two. I am special, bye. Ja, die war so süß. Das mit dem Fliegen bei Hummeln hat man tatsächlich mal gedacht. Die Berechnung war allerdings falsch. Hatte was mit der Flügelbewegung zu tun oder so. Ah, interessant. Ja, und sie können stechen. Sie tun es nur in der Regel nicht. Man muss halt eine Hummel schon wirklich sehr bedrohen, damit das passiert. So. Hummeln fliegen. Hier.
Ah ja, genau. Hummeln können natürlich fliegen, doch sollen die aerodynamischen Gesetze zum Zeitpunkt der Entstehung der Anekdote noch nicht so weit gewesen sein. Sie galten für starre Tragflächen von Flugzeugen. Hummeln haben aber biegsame Flügel. Hummeln fliegen doch. Eine Ackerhummel landet sicher in der Hibiskusblüte. Ja, ja. So viel dazu. Genau, es hat mit der Bewegung der Flügel zu tun. Perfekt. Frohes Neues, Erna! Frohes Neues! Hummeln stechen nicht. Was war es dann? Eine Sumo-Biene? Ja, mir wird dann immer gesagt, du bist in eine Biene getreten. Wo ich mir dachte, nein, das war eine Hummel. Ganz so dumm bin ich dann auch nicht. Nicht mal als Kind. So, eine Biene und eine Hummel kriegt man eigentlich relativ gut auseinandergehalten. Ach, ich muss heute den Ding jetzt rausnehmen. Den Mubot habe ich vergessen. Danke, dass er sich meldet. Danke, Mubot. Das ist natürlich heute nicht mehr relevant. Ich mache mir heute nicht nochmal eine Monobraue. So, das kann aus. So. Da dürfte jetzt nichts mehr kommen. Keine Alerts mehr getimed. Gut. So. Aber auch noch das Dingens auch gar nicht wieder erneuert, ne? Das Subgoal muss ich mal manuell machen. Nicht? Nicht. Nicht schade. Ja, es ist ja nicht mehr besonders, wenn ich das dauernd mache, ne? Es muss schon special bleiben hier. Wo steht das denn immer noch auf 21? Wo es noch auf 21 steht, dann ist ja richtig. An sich keinen Sinn. Wo ist es denn? Das Subgoal? Da. Ja gut, wenn sich das gar nicht erhöht hat gestern, dann ist das ja alles richtig. Das hat ja mit dem einen, das eine mit dem anderen ja nichts zu tun. Okay. Oh Gott, wir haben die Kontrolle über Nini verloren. Ja, die habt ihr nicht verloren, die habe ich euch nur einen Tag gegeben. Sachen müssen special bleiben, ne? Wenn Sachen immer da sind, dann ist das langweilig sehr schnell. Wer ist dafür, dass es heute auch noch gilt? Klatschen. Ich klatsch dich gleich. Boah. Der Schrei der Hummel hat mich gerade getötet. So, bevor ich es wieder vergesse, pelle ich jetzt ein paar Mandarinen, ja? Hört auf zu klatschen. Also wenn ihr unbedingt so Subs und so raushauen wollt, ey, ich halt euch nicht auf, ne? Und hier in weniger als 2 Wochen ist Geburtstagsstream. Da gibt es auch wieder einen Community-Stream. Da sind dann wahrscheinlich auch mehr Leute da, weil weniger Leute gerade Silvester feiern. Ich will aber klatschen. Ich will deinen Pulli. Der ist geil, ne? Das ist der beste Pulli, den ich habe, ey. Ist schon einer meiner Lieblingspulli. Den habe ich jetzt auch das erste Mal an. Ich wollte gerade sagen, dieses Jahr, aber das ist nicht so schwierig. Also ich hatte ihn, glaube ich, auch letztes Jahr dann zum Schluss gar nicht mehr an. Oder zumindest nicht im Winter. Mehr? Nein, nicht im Winter. Wenn dann im Winter, aber nicht jetzt diesen Winter. Ach, egal, ich höre auf zu reden. Hallo Artis! Na, brennt NRW immer noch wie das Kriegsgebiet in Deutschland? Ich glaube tatsächlich, Berlin war schlimmer. Aber Teile von NRW waren bestimmt auch richtig schlimm. Ich bin drin geblieben. Keine Ahnung, ich war noch nicht draußen seitdem. Nur auf dem Balkon. Und auch nur heute, nicht heute Nacht. Das Gefühl von Macht fühlte sich so gut an. Ja, gefährlich. Gefährlich. Das sollte man nicht zu lange auskosten. Das verdirbt einen. Mhm. Nur heute? Ja, Gamer gehen nicht raus. Ja. Was soll ich denn am Feiertag rausgehen? Wo soll ich denn hin? Hier ist ja, ich würde ja sagen, ja, okay, ich gehe spazieren. Frische Luft und so. Aber ich wohne sehr nah an der Innenstadt. Ich habe die Auswahl zwischen Autobahn, Hauptstraße und Ghetto. Ja, bin ich jetzt nicht so gern draußen. Ich fahre gerne wohin, aber alleine am Feiertag, ohne Auto, ich weiß ja nicht. Was steht bei euch 2023 an? Neue Arbeit und mehr Streams und Amerika wahrscheinlich zum ersten Mal und ja, Conventions, Cosplay-Streams, 1, 2, 3 Konzerte, mal gucken, mal schauen. Und bei euch? Ja, man sieht, dass du so ein Ghetto-Kind bist. Nur weil ich nicht aussehe wie ein Ghetto-Kind, glaubt mir, dass ich im Ghetto wohne, denn woanders kann ich mir eine Wohnung nicht leisten. Wenn ich herausgehe, spricht
nach 10 Metern hier niemand mehr Deutsch. Was ja natürlich nicht schlimm ist, ne? Nicht falsch verstehen. Und Leute haben ihre Fenster mit Zeitungspapier bedeckt oder haben irgendwelche Lappen in den Fenstern hängen, damit man nicht reingucken kann. Also, ich wohne hier schon ziemlich hart im Ghetto. Je nachdem, wie man natürlich dann auch Ghetto definiert, aber ich gehe hier nicht gerne raus, wenn es dunkel ist. So, sonderlich sicher ist man hier auf den Straßen nicht. Genau, rausgehen. Pff. Da sind dann über diese Menschen. Wer will denn sowas? Ja, ne? Obwohl, ja, gegen Menschen per se habe ich nicht. Ich habe noch was gegen beschissene Menschen. Leider ist der Anteil beschissener Menschen unter Menschen relativ groß geworden. Auch hier wurden Feuerwehrleute, Rettungskräfte und Polizeibeamte angegriffen, Passanten beschossen, Raketen und Böller auf Balkone geworfen, Böller extra unter Autos gezündet, dass sie anfangen zu brennen. Alles Eigenverantwortung. Schön. Groß Neues und so. Ach, deswegen mag ich es hier so. Hier sind so Leute, bei denen ich mich wohlfühle. Ja, das ist auch richtig gut so. Alles andere wäre grauenvoll. So, ich war ja letztens auch irgendwo in so einem Stream. Da dachte ich nur so, ja, ein paar mehr Leute haben wäre natürlich cool, ne? So einfach nur, damit man merkt, dass man auch irgendwo wächst. Und dann habe ich mir diese Leute da angeguckt, beziehungsweise gelesen, was sie geschrieben haben, war nur so, ach du, weniger ist mehr. Ich nehme lieber Qualität statt Quantität. Was da für eine, was für ein Volk da auf Twitch unterwegs ist teilweise, ne? Ist ja, weiß ich nicht. Augenzucken mindestens. Being more positive? I really need to work on that one. Ja. Mich liest keiner. Doch. Ich fange dieses Jahr an, mein Buch zu schreiben. Das ist mein Hauptziel für dieses Jahr. Ja, völlig verständlich. Ich werde jetzt im Januar, wenn hoffentlich meine Stimme wieder komplett regeneriert ist, meine ersten Synchroaufnahmen machen. Es wird wahrscheinlich noch ein zweites Spiel dieses Jahr hinzukommen. Nächstes Jahr wahrscheinlich noch ein drittes Spiel. Wer weiß, ob sich das weiter fortsetzt. Das wäre natürlich ganz, ganz toll. Es war immer mein Traum, als Synchronsprecherin zu arbeiten. Natürlich bin ich keine ausgebildete Sprecherin. Aber, naja, man ist halt trotzdem irgendwo Synchronsprecherin, wenn man dafür bezahlt wird, in Games Synchros zu sprechen. Ne? Also, sollen sie mir mal alle ans Bein pissen? Synchro ist Synchro. Und da freue ich mich natürlich sehr drüber. Und auch sehr drauf, natürlich, beides. Dann wird wahrscheinlich die PAX East, wo wir hinfliegen werden, nach Amerika, auch sehr spannend für mich werden. Ich war noch nie in Amerika überhaupt. Hatte ich immer mal vor. Dann kam sowas wie die Trump-Regierung. Da wollte ich dann auch erstmal nicht mehr hin. Natürlich ist das Klientel da drüben auch sehr schwierig. Aber wenn man nur für eine Messe da ist, hat man da Gott sei Dank nicht so ist man davon nicht so doll beeinflusst, ne? Gibt wenig Streamer, wo der Chat angenehm ist. Bei Pan und Erik und so mag ich gar nicht mehr lesen. Schlimm teilweise. Ist echt so schlimm geworden? Also ich war bei anderen Leuten im Chat, denen ich auch nicht folge. Leute, die ich auch nicht gucke. Einfach, ich glaube, ich wollte irgendwem was zeigen oder so. Ist erschreckend. Ne? Da sind halt die ganzen Leute im Chat, die auch natürlich zu den jeweiligen Streamern passen. Ne? Ja, vernünftige Leute ziehen vernünftige Leute an, beschissene Leute ziehen beschissene Leute an. Und offensichtlich gibt es mehr beschissene Leute als vernünftige, also sind diese Chats auch wahnsinnig voll. Menschen für mich, was? Menschen für mich bitte nur in kleinen Dosen, sonst ertrage ich die nicht. Das finde ich aber nicht gut, dass du die in Dosen quetscht. Also, schlimm genug, dass wir Menschen in Schubladen stopfen. Ja, aber in Dosen, das ist ja noch enger. Ich wäre echt dafür, dass man Böller und Raketen verbietet, weil das echt weil das wird ja eher schlimmer als besser und ist umweltschonender. Tiere und Kinder haben nicht so viel Stress, aber mal schauen. Ja, bin ich auch voll für. Vor allem Böller. Böller bringen ja niemandem was. Böller sind nur für die Zerstörungswut der Leute da. Sie machen nur Bumm, sie machen Sachen kaputt, sie zünden Sachen an. Und sie sind ja nicht schön. Das macht nur Bumm.
In anderen Ländern wird nicht geböllert. Meine Mutter hat mir erzählt, dass in Frankreich zum Beispiel wird nicht geböllert. Und selbst damals, in den 70ern, hat sie in der Schule einen Text gehabt, wo es darum ging, dass sich Franzosen darüber aufgeregt haben, warum Deutsche denn böllern. Hilfe, wo kam das denn her? Guten Morgen. Entschuldigung. Hui, das hat gekitzelt. Ja? Also, warum Deutsche? Warum böllert ihr? Ich meine, als ich Kind war, habe ich auch geböllert, aber halt nichts Dolles und ich fand es immer doof. Weil es machte immer nur Bumm. Ja. Dann lieber wie bei Dirk, Jahre oder Schwabbeltown. Der hat mehr, aber ist immer friedlich da. Wenn jemand was abbekommt, dann er aber oft verdient. Ja, und wenn Leute beschissen sind, dann kümmert er sich halt auch sehr gut um die, ne? Ist dann auch sehr lustig manchmal. So viele Sachen, an denen ich arbeiten will und besser werden will. Ach ja, gut, ich auch, ne? Also, ich möchte natürlich im Stream auch Sachen verbessern, mehr ausprobieren. Ja, ich habe das Gefühl, dass viele Sachen besser laufen könnten. Weiß ich, inwiefern ich sie natürlich beeinflussen kann. Ich wollte endlich mal einen 5T-Kanal-Trailer schneiden. Ne? Und ein bisschen mehr mit Editing beschäftigen, allgemein natürlich. Und ja, Tattoos kommen ja auch. Ich habe im Februar den nächsten Tattoo-Termin in Berlin. Und ja, muss dafür auch gerade noch ganz gut sparen. Das ist sehr, sehr teuer. Und ich hoffe, dass ich irgendwann mal einen Termin bekomme bei Simon oder so für Zorro. Oder dass ich mal rüberfliege, auch nach England für das Link-Tattoo. Aber ja, das sind Sachen, die wäre cool, wenn es klappen würde. Und ich möchte halt abnehmen. Das habe ich ja heute Nacht schon gesagt. Meine Main Objective, die ich hoffentlich irgendwie umgesetzt kriege, ist abzunehmen. Denn ich möchte auch Uta cosplayen dieses Jahr und Pudding. Und ja, Pudding aus One Piece, denn ja, die Form von Pudding habe ich jetzt schon, ne? Also das wäre nicht das Problem. Aber ja, es ist dieser typische Vorsatz, abzunehmen. Aber muss ich auch einfach. Ich muss es einfach, ne? Weil es ist nicht schön, ne? Und geht mir auch damit nicht so gut, halt, logischerweise. Amerika ist wirklich schön. Das Problem sind die Menschen, die da wohnen, ja. In artgerecht große Dosen. Okay. Ich will 10 Kilo abnehmen mindestens und ein 4. Tattoo. Nice. Weiß ich schon was? Aber da halten sie sich doch besser. Ja. Nennt sich Sarg. Oh. Böller ist einfach nur Sprengstoff, richtig. Ich mag das nicht, wenn da irgendwie 300 bis 400 Leute drin sind. Hier kann man sich noch angenehm unterhalten, auf jeden Fall. Wenn wir im Chatting sind, ist ja auch nie irgendwie, also ganz selten mal das Problem, dass, ja, ne, hier Flaute ist oder so. Bist du Französin, Nina? Um Gottes Willen, nein. Bin zu einem Viertel? Ich glaube, meine Oma väterlicherseits kam aus Jugoslawien. Der Rest ist Deutsch. Und ich mache extra deutsche Anführungsstriche, denn, naja, was ist Deutsch, ne? Wenn Böllerverbot, dann erwarte ich aber, dass die Gemeinde ein Feuerwerk oder eine Lasershow veranstaltet. Solange das nicht passiert, will ich meine Raketen. Die tatsächlichen Böller können mir meinetwegen verbieten. Ja, bin ich nicht der Meinung. Ich finde, man braucht das alles nicht. Aber ja, ein Feuerwerk von der Gemeinde oder von der Stadt ist, wäre mein Kompromiss. Ja, okay, ihr wollt unbedingt Lärm und Dreck, dann wenigstens nur von einer Instanz, ohne dass die ganzen besoffenen, bekloppten Leute ihre Finger an Feuerwerkskörper kriegen. Hier wird geböllert, weil Tradition! Ja, und um Greta und den Grünen eins auszuwischen, ganz klar. Alle bekloppt. Alle bekloppt? Ich hoffe, die sprengen sich alle in die Luft damit, ey. Aber auch so, dass da nicht mehr das Krankenhaus mit belastet wird. Einfach weg. So, nicht nur irgendwie die Hand abfeuern und dann rumheulen und in der Notaufnahme, meine Hand, ja, Pech. Sorry. Geh nach Hause, heul leiser. Also natürlich nur die, bei denen es selbst verschuldet ist. Wenn du jetzt natürlich angegriffen wirst draußen von irgendwelchen Deppen und die verletzen dich, die meine ich natürlich nicht, ne? Ja, brauchst du da Hilfe beim Thema Abnehmen? Ich kann dir da gerne unter den Arm greifen. Achso, an Noah. Müsst ihr unter euch was machen, ne? Na, immerhin nicht Uno-Pudding. Noch nicht. Hallo Eletrix, Happy New Year!
Wäre Nini Französin, würde sie kein Deutsch oder Englisch sprechen. True. Nee, meine Mutter hatte einfach nur Französischunterricht halt damals in der Schule. Und da ging es halt in einem der Texte darum, dass die Franzosen darüber aufgeregt haben, dass die Deutschen böllern. Du hast noch 3 Monate, um Französisch zu lernen, Noah. Das wird bestimmt klappen. Und wie willst du ohne Lärm und Dreck diese bösen Geister des alten Jahres loswerden? Hast du mein Gesicht gestern nicht gesehen? Ich habe doch all meine Mühe gegeben, mich so zu verunstalten, damit ich alle abschrecke. Damit keiner mehr böllern muss. Das war ja der Sinn des gestrigen Streams. Ihr wollt Lärm und Dreck? Ja, dann geht doch in die Berliner Clubs. Gut. Ich habe nichts gegen Böllern oder Raketen, aber dann bitte im Rahmen und nicht so wie letzte Nacht, wo Autos brennen. Ja, gestern war aber wirklich schlimm. Letzten 2 Jahre war schon sehr angenehm. Hands down, wer an böse Geister denkt, der sollte auch nicht mit Pyrotechnik hantieren dürfen. Ja. Ja. Ist einfach so... Andere Sachen, ich weiß nicht mehr, mit wem ich das besprochen hatte. War das einer von euch? Ja, ich glaube, Chiara war das vielleicht gestern im Stream, als wir meinten, ja, andere Sachen sind auch Tradition gewesen. Die haben wir aber Gott sei Dank hinter uns gelassen. Zum Beispiel wie, keine Ahnung, schwarze Menschen versklaven, weil sie schwarz sind. Gut, jetzt leben wir immer noch in einer Welt, wo es mit definitiv moderne Sklaverei gibt in manchen Ländern. Klar, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ja, das war auch Tradition. Frauen in der Ehe vergewaltigen war auch Tradition, basically. Traditionen sind meistens Müll. Ne? Wenn Leute sagen, aber das ist Tradition, dann kann die Tradition in sehr vielen Fällen weg. Ne? Weil es immer nur eine Ausrede dafür ist, Leute zu diskriminieren, Sachen kaputt zu machen oder sonst irgendwas. Das haben wir schon immer so gemacht. Ja, Rüdiger, dann wird Zeit, dass wir es ändern. In Thüringen hat es jemand geschafft, sich beide Arme abzutrennen durch Silvester. Ja. Wenn es selbstverschuldet war, dann, ja, ja. Pech. Das Abnehmangebot kann ich dir auch anbieten, Nina. Ja, wenn du da Tipps hast, gerne. Meistens liegt dann nur an der, an Zeitmangel, dass es nicht gut geht. Oder halt allgemein an, wie nennt sich das? Es ist lustig, dass ich das Wort immer vergesse. Das spricht immer für sich. Also ich kann das halt meist oft nicht gut durchhalten. Ich esse halt gern. Aber ich habe halt keine Zeit zu kochen. Großartig. Ich habe halt einfach keine Zeit. Wenn Leute mir dann mal so das Essen dann machen würden, für das ich dann ewig und 3 Tage schnibbeln oder kochen muss oder so, das wäre praktisch. Dann wird das alles besser laufen. Oh cool, draußen sind wieder Explosionen. Wie schön. Frohes Neues. Wir gucken, was hier gleich brennt. Pest, ey. Dann Französisch. Baguette, Fromage und Merci. Reicht. Käsebaguette bestellen kann. Ich bin safe. Schön. Ganz ehrlich, als ich damals manchmal in Frankreich war und ich konnte damals noch Französisch einigermaßen, auch wenn ich die Leute auf Französisch was gefragt habe, sie haben ja gemerkt, dass du nicht Französin bist. Und schon hat es sie nicht interessiert, ob du Französisch sprichst oder nicht. Du wurdest einfach tot ignoriert. Zumindest in Paris. Wer das laut haben will, der kann auch einen Kumpel nebenan eine knallen. Tut ihm zwar weh, aber man selber hat seinen Ton. Ja. Das ist ja das Problem. Da wird völlig unüberlegt und kurzfristig die Leibeigenschaft abgeschafft und ich muss alles selber machen. Ich kann nur eine Beleidigung auf Französisch. Ja, kann ich auch. Sage ich jetzt nicht, aber ja. Ich kann da 2 Sachen auf Französisch sogar. Ich kann auf 2 Arten meckern. Ich kann dir tatsächlich Rezepte geben, für die du nicht lange brauchst. Ey, die kannst du auch jederzeit gerne in Discord stellen. Da können wir nämlich dann bestimmt alle von profitieren. Entweder als Bild oder als Text, wie du magst. Ne? Gerne, gerne. In Paris in den Nerdshops waren wenigstens alle nett. Ich habe auf Französisch gegrüßt, mich entschuldigt, dass mein Französisch schlecht ist und dann auf Englisch meine Sache gefragt und mir wurde auf Englisch geantwortet. Ja, ich glaube, das sind dann ja auch relativ moderne Leute dann in solchen Nerdshops. Ich war noch nie in so einem Nerdshop, sowas gab es damals noch nicht so wirklich großartig. Zumindest nicht in den Ecken, wo ich war. Und ich war ja auch mal nur sehr, sehr kurz in Frankreich tatsächlich. Und ja, ich weiß noch, wie wir mit der Schule auch dort waren. Und das Erste, was passiert ist, dass meinem Klassenkameraden auf der Fahrt, glaube ich, zum Hotel schon die Kamera vom Hals geklaut wurde in der U-Bahn.
Fing gut an. Ich meine, gut, das hat nichts unbedingt mit den Franzosen zu tun natürlich. Das ist halt so ein Hauptstadtding, aber gerade in Paris wird natürlich geklaut wie fuck. Haben sie ihm einfach vom Hals geschnitten. Das war richtig heftig. Ohne, dass er es gemerkt hat. Das ist richtig hart gewesen. Die können das, ne? In Deutschland würde man die Polizei rufen, nur wenn man jemanden aus Versehen beleidigt hat. Ja, manchmal schon. Manchmal schon. Und ich bin auch relativ ausfallender Mensch hier und da und muss echt aufpassen. Zum Beispiel kannst du ja auch dafür belangt werden, wenn du jemandem auf offener Straße den Mittelfinger zeigst. Wenn mich aber ein Auto fast tot fährt, tendiere ich dazu, solchen Leuten den Mittelfinger zu zeigen. Aber ich habe dann immer in dem Moment Angst, dass die umdrehen und mir auf die Fresse geben. Ne, das ist immer ein bisschen schwierig. Weil da sitzen ja meistens dann keine kleinen zierlichen Frauen drin in diesen Autos, die dich fast tot waren, ne? Sind ja meistens schon, ja. Ich nehme zusätzlich noch diese Shakes, klar. Ich mache auch Sport, aber dadurch, dass ich im Rollstuhl sitze, muss ich viel über die Ernährung machen. Oh, das glaube ich. Klar. Ich muss einfach auch wieder Sport machen. Aber dafür brauche ich erstmal wieder eine heile Schulter, ne? Ich habe auch sehr schlecht heute Nacht geschlafen, weil bei jeder Bewegung habe ich massive Schmerzen leider in der Schulter. Aber dafür muss halt arzttechnisch erstmal was passieren, leider. Ich könnte sagen, nimm dein Baguette und verpiss dich auf Französisch. Auch schön. Jetzt sollen wir natürlich nicht gegen Franzosen haten. Viele Franzosen sind bestimmt auch nett. Hab noch keine kennengelernt, aber es wird sie bestimmt geben. Gehen wir mal von aus. Ich kenne auch die andere Seite. Deutsche Touristen, die in der spanischen Provinz im Restaurant auf Deutsch bestellen und einfach voraussetzen, dass man sie versteht. Gut, statt Schnitzel hatten sie dann irgendwas mit Erbsen. Nun, ja, natürlich. Ne? Also das ist keine national begrenzte Sache. Ne? Dieser Übermut, diese Arroganz von Leuten, ob in Deutschland, in Frankreich oder sonst irgendwo. Ne? Aber natürlich hat Frankreich da schon so ein Treppchenplatz, ne? Weil die ja auch gar nicht einsehen, dann irgendwie Englisch. Die haben ja Englisch komplett aus ihrer eigenen Sprache verbannt. Ich glaube, die haben in den letzten Jahrzehnten sehr stark daran gearbeitet, sämtliche Anglizismen, die es schon gab in Frankreich, auch wieder auszulöschen. Ne? Wenn du dann nach Frankreich gehst oder so, dann wirst du, oder auch hier so Celebrities oder so, die behalten ja nicht quasi ihren eigenen Namen richtig in Frankreich, ne? Ich werde nie vergessen, wie zum Beispiel Michael Jackson definitiv nicht Michael Jackson in Frankreich heißt, sondern Michel Jackson. Ne? Also die französischen, alles ein. Ne? Das ist, finde ich, rude. Ja, also viele Leute, wenn die über irgendwen reden in Frankreich, checkst du einfach gar nicht, weil die ihre französische Aussprache drauf zwingen. Und ich finde das einfach wahnsinnig respektlos den Leuten gegenüber, weil ein Name ist ein Name. Ja? Aber nun gut. Ne? Inwiefern das immer noch so stark gehandhabt wird, weiß ich nicht. Ich war sehr lange nicht in Frankreich. Hätte sich Napoleon mehr angestrengt. Uff. Ja, der hatte nicht so den Überblick. Ne? Er war auch recht klein. Soll übrigens demnächst ich glaube, nächstes Jahr, oder naja, dieses Jahr, soll, glaube ich, eine Napoleon-Serie kommen. Ich glaube auf Netflix. Ich bin mal sehr gespannt, wie die aussieht. Das können die Deutschen aber auch. Ja, natürlich. Klar. Ja. Aber bei uns ist es ja dann meistens eher, dass wir jetzt so dumm sind, die Leute auszusprechen. Also wir, aka Deutschland so, ne? Wir würden aber jetzt trotzdem, keine Ahnung, weißt du, Harrison Ford heißt dann, wenn du irgendeinen so einen Günther hast, der sagt dann Harrison Ford. Aber wir haben nicht Leute, die aus Johnny dann Johann machen oder so. Weißt du, das meine ich. Ich habe aber auch ein bisschen Mitleid mit den Franzosen, weil sie nicht so schöne zusammengesetzte Hauptwörter bilden können wie wir. Ja, Deutsch ist schon cool, auf seine eigene Art, ne? Bei Namen eher weniger, aber dafür bei Dingen, dessen Aussprache wir dann eindeutschen. Ja gut, aber das ist halt dann wenigstens nicht mehr respektlos, weißt du, wie ich meine? Das passiert, glaube ich, in jedem Land, dass du einfach Wörter übernimmst und sie dann irgendwann an deine Sprache auch anpasst. Aber halt bei Namen finde ich es nur so, das ist halt eine Identität und die hast du nicht zu verändern einfach. Ich finde das zum Beispiel auch wahnsinnig unverschämt, gerade bei Kindern mit, ich sag mal in Anführungsstrichen, ausländischen Namen, ne, gerade so im türkischen Bereich oder so, oder syrischen Bereich, oder meinetwegen jetzt auch ukrainischen, dass so viele Leute sich keine Mühe geben, die Namen richtig auszusprechen.
Ey, es wäre mir so peinlich. So, wir hatten schon einige Praktikanten auf der Arbeit aus dem Schülerbereich, oft türkischen Backgrounds und dann haben die Namen, den kenne ich halt nicht. Das ist halt so, ist ja nicht schlimm. Und dann sagen die den Namen, dann versuche ich den nachzusprechen und dann frage ich, ob das richtig war und dann, wir haben schon viele Praktikanten gehabt, die dann gesagt haben, ja, nee, aber ist egal, mein Name spricht sowieso niemand richtig aus. Wo ich mir denke, ja, dann bring's mir bitte bei. So, du heißt halt so und nicht anders. So, das ist ja nicht so schwierig. Ne? Und wir hatten das schon häufiger. Ne? Und wir haben auch ein Kind in der Betreuung gehabt mit einem türkischen Vornamen. Ich glaube, es ist ein türkischer Vorname. Ich sage den jetzt extra nicht, auch wenn ich es gerne würde, aber das ist halt doof dem Kind gegenüber. Und ich glaube, es gibt nur so 2, 3 Leute, die den Namen richtig aussprechen. Sowohl teilweise seine Freunde, als auch die Lehrer, als auch die Betreuer kümmern sich einen Scheiß darum, wie das Kind eigentlich heißt. Jeder nennt den anders. Ich mir denke, aber du heißt doch so nicht. Dein Name hat nur eine Silbe. Das ist jetzt nicht so schwer. Ne? Regt mich richtig auf. So, ich möchte auch nicht Naina genannt werden, wenn ich im Ausland bin. So, ja, so heiße ich halt nicht. Chill, ne? Allein deswegen hätte ich mir damals Annegret Kramp-Karrenbauer als Kanzlerin gewünscht. Damals die ausländische Berichterstattung zu gucken, als sie Kandidatin war schon witzig. Ja. Harrison Ford auf Deutsch, Harald ist weg. Nein. Nein. Einfach nein. Ich habe ein Ölgemälde von Napoleon im Wohnzimmer. Ich hoffe aber ohne politische Sympathie. Kam mein Text an? Oh, Entschuldigung, habe ich dich überlesen? Entschuldige? Habe ich über was? Ich habe das nur gelesen mit der Polizei oben. Kam mein Text an? Was meinst du? Ja. Nein, ja, genau. Tschüss, Shadow. War schön mit dir. Wir fangen gleich eher das Spiel an, sonst schaffen wir heute nichts, weil ich heute später online gekommen bin. Den von 2010. Ich sehe die Uhrzeiten nicht, keine Ahnung. Das letzte, was ich gesehen habe von dir, ist das mit der Beleidigung bei der Polizei. Ansonsten habe ich von dir nichts. Von daher anscheinend nicht. Von daher ist vielleicht nichts angekommen. Warum auch immer. Ich finde ihn halt einfach hübsch. Das ist okay. Okay, dann kam er nicht an. Okay. Sorry, wenn ich es nochmal schreiben muss. Ich weiß nicht, warum es nicht angekommen ist. Also hier, die Verbindung steht gut. Auch kein Stress. Ich habe Zeit. Ja, ich weiß auch überhaupt nicht, ob wir das Spiel heute durchspielen direkt oder ob wir nächsten Sonntag dann nochmal spielen. Keine Ahnung. Lässt sich schwer sagen. Das Spiel geht so 5 bis 7 Stunden. Jetzt sind wir sehr schnell. Ich habe extra geguckt, wie viele Kapitel es hat, damit ich irgendwann abschätzen kann, ob man es noch durchspielt oder ob man bei der guten Hälfte gerade ist oder so. Ja, ist angekommen, Artis. Okay, was Polizei angeht, sieht die Zukunft nicht gut aus. Sie sind extrem unterbesetzt. Kein Wunder bei dem Gehalt und was man dann der Feind der Bevölkerung ist. Aber wenn man sich viele Videos anschaut, wurden die letzte Nacht extrem zurückgedrängt. Und wenn das so weitergeht, ich glaube, dann ist die Bundeswehr wahrscheinlich auch mit Panzern auf den Straßen. Ja, also die Polizei ist natürlich auch ein Verein, der sehr, sehr schwierig ist. Ne, natürlich brauchen wir eine gute Polizei in Deutschland. Leider gibt es sehr viele Rechtsradikale unter den Polizisten. Und wie wir alle wissen, werden linke Menschen oder linke Demonstranten tausendmal heftiger behandelt als rechte Demonstranten, denen meistens noch extra Platz gegeben wird. Das heißt, in der Polizei selber ist ganz, ganz viel verkehrt. Was natürlich nicht heißt, dass die ganzen Deppen, die gestern auf der Straße waren, einfach einen Freifahrtschein dafür bekommen sollten. Polizisten, egal ob das jetzt rechte Leute sind, linke Leute oder sonst was, zu verletzen. Das geht natürlich gar nicht. Und ja, ich weiß nicht, ob da... Ich weiß nicht, wie das werden wird. Kann ich nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall kein guter Trend, den wir gerade haben. Nina, also sag mal, wann spielen wir mal wieder was von Zelda? Diesen Monat noch. Diesen Monat habe ich noch geplant. Polizei muss grundsätzlich neutral handeln. Ja, das hat sie noch nie getan. Nirgendwo. Polizei ist leider immer korrupt. Immer.
In jedem Land. Ich weiß nicht, ob es jemals irgendwo Polizei gab, die nicht korrupt war. Natürlich gibt es immer Polizisten, die neutral handeln. Oder naja, neutral vielleicht nicht, aber möglichst neutral. Aber der Verein Polizei kann halt leider weg, ne? Natürlich brauchen wir eine Polizei, aber es müsste viel mehr Kontrollen geben, die über der Polizei stehen, die halt nicht korrupt sind. Also das ist alles ein bisschen schwierig. In Japan habe ich sowas wirklich nicht erlebt. Kann ich beurteilen. Ich denke, dass es auch dort Korruption gibt, aber vielleicht... Da stecke ich nicht drin. Sind es wirklich mehr Rechte als in der Bevölkerung? Da fallen sie nur mehr auf, weil sie ihr Gewaltmonopol ausnutzen. Nee, ich denke schon, dass... also natürlich sind in der Polizei nicht mehr Rechte als in der Gesamtbevölkerung. Das kann ja rein rechnerisch schon nicht aufgehen. Prozentual... Weiß ich nicht. Habe ich natürlich auch keine Zahlen jetzt, ne? Ist logisch, ne? Habe ich jetzt keine Studie zu. Weil dafür müssen die Leute auch alle zugeben, dass sie rechtsradikal sind. Das ist ein bisschen schwierig. Ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass prozentual viel zu viele rechte Leute bei der Polizei sind. Weil das ja auch oft Leute sind, die extra zur Polizei wollen. Ne? Ich glaube, Leute, die Macht haben möchten, gehen vielleicht eher zur Polizei noch, als Leute, die helfen möchten. Wisst ihr, wie ich meine? Aber wie gesagt, ich habe keine Zahlen. Ich kann das nicht beurteilen. Aber jeder rechte Polizist ist einer zu viel. Also von daher, ne, gerade weil Polizisten auch viel mehr Macht haben als du und ich, ist es ganz, ganz schlimm, dass wir so viele rechtsradikale Polizisten im Land haben. Ganz schlimm. Und das geht ja dann auch nicht unbedingt nur gegen, keine Ahnung, dann beispielsweise gegen Türken oder so, dass dann die ganzen Türken auf der Straße irgendwie hops genommen werden. Das geht ja in viele verschiedene Richtungen. Ne? Rassistische oder allgemein rechtsradikale Leute, das geht ja in alle möglichen Richtungen. Letztendlich ist auch ein türkischstämmiger Polizist, der Erdogan-Fan ist, auch rechtsradikal auf seine eigene Art und Weise. Ne? Es gibt halt unterschiedliche Wege. Keiner davon ist gut. Ich hatte bis jetzt nur positive Erfahrungen. Ich bin auch deutsch. Ja, das macht oft einen Unterschied, ne? Wobei es funny war, als jemand in mein Auto fuhr, auf dem Fahrzeugschein aber noch mein alter Name stand und die Polizeibeamtin mit Jamie statt mir sprechen wollte. Ja gut. Ne? Theoretisch, klar. In dem ersten Moment dann, ne? Und von wegen Korruption, gibt Menschen Macht und sie werden sie missbrauchen. Auf jeden Fall. Klar. Klar. Ne? Deswegen wird das sich wahrscheinlich auch niemals ändern. Und das Problem ist, wenn du dann aber auch ein System hast, was dann vernünftig da drauf guckt, das darf dann halt auch nicht korrupt sein. Ne? Und so ist es halt ein Kreislauf von, es gibt in allen Ämtern korrupte Menschen leider. Ne? Aber es wäre gut, wenn mehr vernünftige Menschen laut werden, Sachen melden. Ne? So, dass auch gewisse Sachen dann, keine Ahnung, nach Den Haag gehen oder sonst irgendwas. Ne? Sachen, die halt einfach, wofür gibt es gewisse Gerichte, wofür gibt es gewisse Gesetze, wenn sich sowieso wieder keine Sau dran hält, wenn Leute dagegen was machen. Oder sie halt missachten. Ja. Leute, die wirklich helfen wollen, die sind eher bei der Feuerwehr oder im Krankenhaus, aber selbst die werden so extrem angepöbelt, dass sie teilweise selber nicht mehr weiter wissen. Abgesehen jetzt mal, dass die zu unterbezahlt sind, was die eigentlich für viele Menschen machen, auf jeden Fall. Polizisten, die dich nicht ernst nehmen, auch toll. Schlimmste. Ich habe das bestimmt schon mal erzählt, aber ne, man weiß ja nie, wer online war. Da war ich in der Innenstadt und mitten auf einem Platz in der Innenstadt stand halt Gepäck. Mehrere Sachen, so 4, 5 Koffer. Da war niemand. Dem gehörte das. Niemandem gehörte das. Und ich fühlte mich sehr unsicher in dem Moment, weil es war voll in der Stadt und diese unbewachten Koffer, die zu niemandem gehörten. Ich stand da easy 10 Minuten und niemand war da. Also habe ich die Polizei gerufen. Ich habe im Präsidium angerufen und gesagt, wo diese Koffer stehen, dass sie niemandem gehören, dass sie mitten auf dem Platz stehen. Und der Polizist hat mich ausgelacht am Telefon und meinte nur so, ja, was soll denn passieren? Soll das etwa in die Luft fliegen? Und ich so, ja.
Ja, genau das kann passieren, Kollege, ne? Und ja, das war dann meine Erfahrung mit der Polizei, ne? Ist Gott sei Dank nichts passiert, aber hätte. Er hätte sich vielleicht ein bisschen doof gefühlt, wenn das in die Luft geflogen wäre und irgendwie 20 Menschen wären gestorben. Ne? Ja. Ne, so viel zur Polizei. Und dann habe ich mir auch vorgenommen, wisst ihr was, nächstes Mal rufe ich niemanden an. Weil mir kam auch direkt die Pisse in die Augen, weil wenn man von so einem Mann dann auch nicht ernst genommen wird, ich weiß nicht, ob es dann auch damit zu tun hat, dass man eine Frau ist, ne? Weiß man ja nicht. So ein Typ am Telefon, der einen auslacht, wenn man etwas meldet, und das ist ja natürlich eh schon eine schwierige Entscheidung, rufe ich dafür jetzt die Polizei. Und selten habe ich die Zeit, mir mehr Gedanken um sowas zu machen. Aber ich hatte die Zeit, also habe ich das beobachtet, es hat sich nichts getan. Es hätte aber natürlich alles hochgehen können, ne? Es gehörte dann tatsächlich irgendwie eine halbe Stunde später kam dann wer, dem gehörte das dann? Der hätte das alles da stehen lassen, wo ich mir dachte, Kollege, ey, weißt du, was hier los war? Ne? Aber ja, ich wurde sehr belächelt. Ich dachte mir nur so, da ist man ja schon fast so weit, dass man sich wünscht, dass das hochgeht. Natürlich nicht wirklich, ne? Aber so, damit der sich vielleicht nochmal nächstes Mal doppelt und dreifach überlegt, was er sagt am Telefon. Das Problem mit der Überwachung der Überwacher, genau. Ja, Alter, wenn das am Bahnhof oder Flughafen passiert, machen die doch direkt alles dicht, wenn da ein herrenloser Koffer steht. Was ist mit dem? Ja. Eben, es war halt in der Innenstadt auf einem Platz, der sehr belaufen war. Das habe ich halt nicht verstanden. Wenn das halt irgendwo an der Straßenecke in Buxtehude passiert, weißt du? Wo niemand langläuft, ja, da wird wohl wahrscheinlich auch keine Bombe drin sein. Aber so mitten auf einem Platz fand ich halt sass. Ne? Ich hatte nur zweimal direkten Kontakt mit der Polizei. Bei einem Mal wäre ich dem guten Mann fast über die Füße gefahren. Ups. Sein erster Satz mit ausgeladener Geste auf seine Warnkleidung war, bin ich irgendwie zu übersehen? Ups. Hallo Mai, hallihallo und frohes Neues. Voilà, nur zum Lurken hier, da ich mit Sascha zusammen Kinder in Warzone bepöbel. Ja, viel Spaß. Machst du fertig. Und was habe ich denn noch so für Erfahrungen mit der Polizei gemacht? Also ich habe auch gute Erfahrungen gemacht. Ich glaube, sonst meine Erfahrungen waren einmal, als wir damals den großen Twitch-Angriff hier hatten und ich dann die Bullen, ne, das darf man sagen, habe ich gehört, an der Tür hier hatte und denen das alles lang und breit erklärt habe. Klar, die haben das nicht verstanden, aber sie waren sehr nett. Ist ja auch mal ein bisschen schwierig. Polizisten kommen ja, wenn du sie rufst, meistens zu zweit oder zu dritt. Was natürlich richtig ist, ne? Weil die wissen ja nicht, in welche Gefahrensituation die sich begeben. Ein Polizist sollte niemals alleine sein. Abgesehen davon brauchst du ja, du wurdest geswattet. Ja, ich wurde damals geswattet. Ich wurde auch letzten Monat erst geswattet. Problem ist, also Problem in Anführungsstrichen, das landet alles nicht bei mir. Ne? Also, wenn man mich swattet, werde ich es nicht merken. Ich erfahre das nur im Nachhinein. Trotzdem hatte ich dann die Polizei hier, damit ich auch Sachen erklären kann. Ich habe dann auch eine Anzeige geschaltet und so. Ne, also mir macht es am wenigsten Probleme, wenn man mich swattet. Man schadet nur anderen Leuten und deswegen ne, kann man es auch lassen. Und ja, die haben dann eine Anzeige aufgenommen gehabt, klar. Dann hatte ich damals mit einer alten Nachbarin, als ich noch alleine gewohnt habe, so mega den Clinch. Die hatte ich dann auch wegen Hausfriedensbruch anzeigen müssen, weil die bei mir in die Wohnung wollte, als sie mich angeschrien hat. Und ich dachte mir nur so, gut, du hast einen Fuß in meine Wohnung gesetzt, ohne dass ich das wollte. Ich rufe sofort die Polizei, ne? Da werden wir gar nicht hier, da wird hier nicht mehr diskutiert. Das war auch eine sehr aggressive Frau. Die hatten mir auch alle möglichen Sachen zerstört und so. Deswegen, das war notwendig. Das verlief dann natürlich auch im Sand, ne? Hat natürlich keinen interessiert, aber die Leute, die da waren, waren sehr nett. Da musste ich irgendwie um 5 Uhr morgens die Polizei rufen. Das war auch richtig ätzend. Aber die waren alle sehr nett. Ich glaube, solche Leute, die aber auch rauskommen zu solchen Fällen, sind halt auch einfach andere, als die du so draußen mal eben so antriffst, wenn die schon in der Stresssituation sind. Das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Man verschwendet auch Steuergelder damit. Yay. Ja, sowieso. Sowieso. Ja, wenn du zum Beispiel jemanden swattest mit einem Feuerwehreinsatz oder einem Notarzteinsatz, dann fehlt diese Feuerwehr oder dieser Notarzt woanders, wo er vielleicht gebraucht wird. Abgesehen davon, dass das Tausende kostet, kann es auch die Leben von anderen Leuten bedrohen. Und das ist das größte Problem. Das geht halt gar nicht.
Ja, ja, darüber reden wir jetzt nicht nur, ne? Gratis, das muss hier nicht sein. Swatten ist, wenn du quasi jemanden zu wem nach Hause schickst. Zum Beispiel Lieferdienste, Taxis, Feuerwehr, Polizei, Notarzt. Wenn du dann halt die Leute zu denen schickst, die das nicht bestellt haben oder keinen Notruf gewählt haben. Ne? Wenn du sie halt quasi belagerst durch Dritte quasi. Aber wie dem auch sei, und dann muss ich teilweise ein paar Mal wegen Ruhestörung tatsächlich die Polizei rufen. Da muss auch viel passieren, damit ich das mache. Aber da waren fast immer die Erfahrungen positiv. Kam dann meistens einfach ein Streifenwagen, der hat sich dann um den Lärm gekümmert, der dann das ganze Stadtviertel um 2 Uhr nachts beschallt hat oder so. Ne? Da hatte ich auch nicht mehr den Kontakt zu den Leuten, das war ganz gut. Ja, alles gut, Noah. Ich sag nur, dass die Diskussion hier nicht weitergeführt wird. Ja, dann hatten wir aber einmal, da musste ich wegen Ruhestörung Polizei rufen, noch in einer alten Wohnung. Und ja, die sollten halt nicht sagen, wer sie gerufen hat, weil wir schon extremen Clinch hatten mit Nachbarn. Und ja, dann ist er in unseren Nachbarn reingerannt und hat dann gefragt, sind Sie Bote? Und dementsprechend wusste der Nachbar ganz genau, wer sie gerufen hatte. Daraufhin mussten wir ausziehen, ne? Weil die uns sonst auf Dauer irgendwas angetan hätten. Ne? Die haben dann uns später noch so zusammengeschrien, die Nachbarn, und damit gedroht, dass es jetzt erst recht anfangen würde und so. Und es war dann, ich glaube, einen Tag später mussten wir kündigen, ne, damit wir möglichst schnell da abhauen, weil ich will nicht wissen, ne, der hat auch, glaube ich, seine Frau zusammengeschlagen und so. Dementsprechend willst du nicht neben solchen Leuten wohnen, bei denen du nicht weißt, was sie dir eventuell antun könnten. Ne? Und gerade Leute, die extrem große Bubble haben, die müssen dir ja auch nicht unbedingt persönlich was antun. Die haben dann ja auch vielleicht dann noch den einen oder anderen Vetter, der dir dann draußen nur auf die Fresse gibt oder so, ne? Deswegen, ja, ne, da hat die Polizei nicht so schlau gehandelt, ne? Das war nicht so gut. Aber generell habe ich hauptsächlich gute Erfahrungen mit Polizei gemacht. Aber gerade als Frau wird man halt schnell mal belächelt, ne? Und ja, alles immer ein bisschen schwierig. Deswegen bin ich immer ganz froh, wenn bei dem Polizeiteam, was irgendwie ausrückt, auch eine Frau dabei ist, weil die sind halt zwar meistens extrem hart, ne? Die müssen in ihrem Job extrem hart sein, aber ich glaube, eine Frau belächelt eine andere Frau einfach nicht so schnell. Bei SWAT ist ja auch das Problem, dass du auch Unschuldige sterben können. Ist ja in Amerika schon oft passiert. Ja, natürlich ist das SWATen da drüben noch was ganz anderes, ne? Ja, die haben ja wirklich eventuell ein SWAT-Team, was denen da die Bude eintritt. Das haben wir hier ja Gott sei Dank nicht. Aber schlimm genug, dass ne, Verschwendung der Steuergelder und das Abziehen dieser Leute, und alle haben irgendwie einen Verlust, ob es so zeitlich ist oder finanziell, ist alles scheiße. Was ich schräg finde, ist, dass beim Todesfall in der Familie unter bestimmten Umständen sogar die Kripo anrücken muss. Ja. Finde ich aber nicht verkehrt, weil, hört sich immer doof an, aber wenn es ein natürlicher Tod war, doch haben wir SEK, ja, aber ich habe aber noch nie von einem Fall gehört mit dem SEK persönlich. Ja. Natürlich haben wir auch ein SWAT-Team in Deutschland, ja, aber das SWATen in Deutschland ist in der Regel ein anderes als in Amerika, das meine ich. Ja, das ist meistens bei uns kein, dass die hier mit Springerstiefeln dir das Fenster eintreten. Ne? Meistens hast du nur einen Lieferando-Typen, der dir eine Pizza bringen will, die du nicht bestellt hast. Ne? Gott sei Dank. Anders wäre ja auch schlimm. Ja, mit der Kripo, klar, wenn jemand stirbt, das muss ja auch erstmal eventuell gezeigt werden, dass die Person von alleine gestorben ist. Ne? Sonst könntest du ja immer deine Leute zu Hause umbringen und sagen, oh, er ist einfach eingeschlafen. Ja, er ist schon manchmal nicht verkehrt, leider. Das muss ausgeschlossen werden. Ach Mensch, ich verstehe nicht, warum man nicht einfach friedlich deine Streams gucken kann. Ich meine, ich schicke dir auch ab und zu was. Ansonsten bin ich einfach nur ein Zuschauer. Ja, du schickst mir auch keine unbestellte Pizza oder 20 Taxis, die mir dann die Tür einhämmern oder so. Ne, das ist ja was anderes. Amerikanische Polizisten, Spezialeinheiten ausgenommen, haben ja auch nur 6 bis 10 Monate Grundausbildung hinter sich. Dafür arbeiten sie sogar überraschend gut. Mag sein, mag sein. Ne, das ist natürlich auch immer sehr länderspezifisch gehandhabt, das ist klar.
So, und bevor wir weiter die ganze Zeit über die Polizei reden und ich hier schon so einen leichten Schweißanfall kriege, dass sich doch gleich plötzlich irgendwer klingelt, würde ich mir kurz die Hände waschen von den Mandarinen, die ich gepellt habe. Und vielleicht auch nochmal ein bisschen Tee wegbringen oder so. Und dann fangen wir an mit PINES, was ich vom lieben Noah bekommen habe. Also, wenn das Spiel gleich scheiße ist, wir wissen, an wem die Beschwerden dann geschrieben werden dürfen. Und das mache ich auch gleich, denn der Noah ist auch bestimmt nur hier, um ein bisschen in das Spiel reinzugucken. Ich weiß, ich interessiere den eigentlich gar nicht. Und deswegen ein kurzes Päuschen zu Frikadella. Ich habe übrigens überlegt, ob ich demnächst... Lass mal was zacken hier. Zack, zack. Ich glaube, das Spiel ist gar nicht so zack, zack. Schreib schon mal ein Muster. Ja, bitte. Könnt ihr alle kopieren. Ich habe übrigens überlegt, ob wenn ich demnächst mal Zeit habe... Zeit TM. Wollte ich auch mal zumindest einen optional anderen Pausenscreen mal machen. Vielleicht mit lustigen Clips. Mal gucken. Wir schauen mal. Aber erstmal gibt es 2 Minütchen Frikadella. Nom, 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 nom. So, da bin ich auch schon wieder. So, was gab's denn da Schönes? Ah, du möchtest selber noch spielen, Shadow. Alles klar, kein Problem. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Und die Frikadella lasse ich noch da. Wunderbar. So. Dann stelle ich mal in das Spiel ein. Beacon. Haben wir gerade The Rusty Sword Vanguard Island für 79 Cent gekauft. Okay. Was ist denn das für ein Spiel? So. Es gilt übrigens als Visual Novel, was wir jetzt gleich spielen. Aber es ist, glaube ich, nur so, eigentlich nur so halb ein Visual Novel, weil man bewegt sich halt auch schon ein bisschen und so. Das ist so ein bisschen Mystery und schön. Ich bin gespannt. Ich habe noch gar nicht reingeguckt. Ich weiß nur, ich habe es schon sehr lange auf meiner Liste gehabt, tatsächlich. Und ich bin einfach sehr gespannt. Dann ist die Oktoberspiele-Auswahl war sehr gut. Hat Noah denn nochmal so vorgeschlagen gehabt, was wir auch tatsächlich gespielt haben? Mach mal ein bisschen dunkler. Meine Fresse scheint heute irgendwie übermäßig hell. Also das Licht ist übrigens so hell wie immer, aber an manchen Tagen leuchte ich einfach, weil der PC sagt, jo. Oder wahrscheinlich die Kamera, ne? Ich leuchte die Kamera dann auch mal so doll. Warte, ich mache mich mal relativ dunkel, weil ich glaube, das Spiel ist auch einfach nicht so hell da. So, guck mal, ich habe eine normale Gesichtsfarbe. Way. Jetzt habe ich einfach auf 4% und hier ist super dunkel. Jetzt voll komisch. Mal gucken. Hauptsache, das geht dann noch, dass die Framerate es packt. So ein bisschen an die Zeldas NES-Zeit erinnern oder anhauchen. Aha, Rusty Sword. Gucke ich mal eben ganz kurz rein, weil ich sonst vergesse. Hopp. Rusty. Nicht Rusty Lake. Rusty Lake ist was anderes. Ja, den müssen wir auch nochmal spielen. Rusty Sword. Kann tippen. Da war es gewesen. Da. Süß. Was haben wir denn da? Ach, das sieht ja wirklich niedlich aus. Ja, das erinnert wirklich sehr an die Zelda-Zeit damals. Ausgeglichene Dingens. Okay. Ich pack's mir mal auf die Wunschliste und gucke mir das später mal an. Es ist natürlich auch sehr billig. Das heißt, was soll man da auch groß erwarten? Ne? Das darf ja auch... Hier steht auch, nice game in all, but finished it in 15 minutes. Okay, es ist sehr, sehr, sehr kurz. Okay, gut, weiß dann Bescheid. Das finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm. Vor allen Dingen, warum gibt man denn einen Daumen runter, wenn man sagt, ja, es hat nur eine Viertelstunde gedauert. It's a shame because it can be a very good game with more dungeons and weapons. Aber warum sagst du dann, es ist ein schlechtes Spiel, nur weil es kurz war? Hä? Ich meine, ja gut, wenn es nur eine Viertelstunde ist, dafür dann natürlich 80 Cent, ja, aber... Ja. Also kann man auf jeden Fall mal machen, ne? Aber deswegen einen Daumen runter geben, verstehe ich nicht. Also manche Leute haben da auch Probleme einfach, ne? Weil alles 60 Stunden Spielzeit haben muss. Ja gut, das ist natürlich eine Viertelstunde oder so ist natürlich wirklich wenig, aber meine Fresse, deswegen gebe ich doch keinen Daumen runter. Es fehlt auf Steam einfach dieser Mitteldaumen, ne? Man merkt es einfach. So. Heute definitiv ohne Greenscreen. Ich glaube, so ist es angenehmer. Ich spiele es übrigens mit Controller, weil beides wird mir vorgeschlagen und ich glaube, die Controllersteuerung ist hier tatsächlich praktischer. Ein Mitteldaumen, ja. So. Gucken wir mal. Das werden wir einfach mal bequem machen. Gewitter! Mensch, Gewitter, Kinders! Ist übrigens teilweise auch gevoiced. Ich weiß nicht, ob komplett. Schauen wir mal. So. Was erwarten die Leute? Ja. 1 Euro? Ja, Mensch, das ist auch okay, wenn es keine Stunde dauert. Ja. Dann lass mal schauen.
Dear Reader. Ist übrigens leider nur auf Englisch. Das Spiel gibt es leider nicht auf Deutsch, aber da kommen wir, glaube ich, klar. Also es kann nicht so schwierig sein. Weil es bei 20-Stunden-Spielen auch Leute gibt, die ja meinen, ich habe das in 2 Stunden durchgespielt. Ja, kann man machen, aber warum ist das Spiel dann schlecht? Ja, genau. Das stimmt. Allow me to introduce you to my book. Though it might at first appear like many books you've come across, it is far from ordinary. You may, therefore, have some misunderstandings about its nature. The story that awaits you has not been fully told. In fact, its conclusion is not yet known, even to myself. It is in that way that my book is special. It is in that way that you are special. Wir sind special. Without you, there is no story. Chapter 1. Normal isn't what it used to be. This is a story about change. Nestled in a shallow valley is the town of Beacon Pines. Far from the town square, across the river, past the neglected welcome sign, a young boy walks alone at dawn. Es ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, aber ich finde, wenn es schon gevoiced ist und man trotzdem so ein leichtes Klacken immer hört, wenn die Wörter sich auf die Seite schreiben, dann versteht man das teilweise gar nicht so gut, was die Leute sagen. Also das hätte ich vielleicht weggelassen. Oh, süß. His name is Luca Van Horn, and like you, dear reader, he's here for a reason. Klingt dann nämlich quasi eher so, als würde die Voice-Over-Datei so ein bisschen knarzen. Wisst ihr, wie ich meine? Oh, süß. Oh, ja, ja, cute. Hallo. Oh. Hey, Dad. How are things going? Today's the first day of summer vacation. Ich glaube, ich muss die Musik gleich ein bisschen leiser stellen, ne? I start middle school next year, I guess. I was 6 years old when you died. And it's been 6 years now. From here on out, you'll have been gone longer than you were here. It feels like that should mean something. Mom always said that this tree was your favorite spot in the world. Me too. Hey, Luca. I knew I'd find you here. Rolo was Luca's closest friend. He possessed many fine qualities, but subtlety was not one of them. Oh, Rolo. Ich will direkt wieder so ein Karamell-Schoko-Ding. Heißt die nicht auch Rolo? Well, after I banged on your door till your gran answered. At least you didn't bang our gran. That's good. And after I checked the pond and climbed up to the tree house, then I knew I'd find you here. Rolo finally noticed the tears welling in his friend's eyes and the flowers on the grave. Oh, yeah, right. You and your mom always did this on your dad's birthday, Yeah. I didn't know if you were going to keep doing it now that your mom's gone too. Oh Gott, nein. She's not gone. She's just... Missing. Sorry, I meant to say, since she went missing. She's gonna come back, Rolo. Oh, of course she is. It's a cute game, they said. Okay, Dad. See you next time. I think I'm ready to go to get out of here. Eleanor, das Voice-Over ist billig, keine gordische Qualitätsarbeit hier. Hast du gerade meine Lesekunst billig genannt? Ja? Das ist okay, Cassilia. Guck mal, es ist schon spät. Musst du nicht mal langsam schlafen? Sure, lead the way. Ah, okay. Wollen wir uns was angucken? Nein. Oh. Das ist richtig hübsch. Oh, ja! Oh. Tickle. Errungenschaft freigeschaltet, a charmed life. Ja, es hat uns gekitzelt.
Aha, rechts drücken. Okay. Wonderful. I had a good feeling about you from the moment you opened my book. That charm is a very special thing. Very special indeed. Keep hold of it for now. Its purpose will reveal itself soon enough. Okay. Das ist ja alles nachgewachsen. Alles weg. Das ist gut, weil dann sind die Samen ja auf dem Boden und dann... und dann können da alle neu wachsen. Das kommt viel zu schnell wieder zurück. Ja, schade, wir kommen heute leider nicht weit. Wir wollen nämlich Pusteblumen pusten. Okay. Ja, ist okay, wir lassen es. Yeah, oh yeah, I almost forgot. The whole reason I was looking for you. I was wondering if you'd ever get to that. I found the perfect way to start our summer. How's that? Hello looked to the side suspiciously. Not here. They might be watching. They who? Shh, not so loud. We need to do this in a secure location. Mission control. All right. I just have to tell Gran, and then we can head out. Are you gonna tell her? I don't know. I'll think of something. Well, if it's all the same to you, I'll meet you at the welcome sign. Your gran still kinda wigs me out. I don't do well with new people. She moved in like half a year ago. Yeah, just meet me at the sign when you're done, okay? Suit yourself. I won't be long. Tell Gran before heading out with Rolo. Tatsächlich gehe ich aber auch schlafen. Ja, alles gut. Ich schaue deine Streams immer auf YouTube nach. Gute Nacht, meine Liebe. Gute Nacht. So, drücken. Okay, können wir auch nachgucken dort. Können wir dann... Ah ja, hin und her. Okay, gut. Kann man sich Sachen angucken in dem Spiel? Ich weiß noch nicht. Ich glaube nicht großartig, ne? Okay. Dear reader, forgive me for this interlude. Remember that charm you found in the dandelion patch? There are more of those special charms to discover throughout Beacon Pines. They've been known to reveal themselves to those who are willing. I am so willing. Some of them can be found in this very house. Okay, ich bin gespannt. Aha. Just some dusty knickknacks. Since Gran had moved in, the house was more peaceful, more orderly, and more covered in flowery fabric. Okay, jedes Mal, wenn wir uns was angucken, werden wir ein bisschen aus dem Spiel rausgezogen. Das finde ich schade, dass das auch jedes Mal dann mit dem Balken so hoch und runter kommt. One of his father's old stethoscopes. Luca had spent countless hours listening to anything and everything with it. Not for years, though. Oh, yeah, geil. Chill. Ponder. Flutsch, süß. Gran had already lit the fire. She kept a warm house, as if by grandmotherly obligation. Ist einfach so, bei meiner Oma ist auch mal scheiße warm, ey. Werfe ich mal alle Klamotten von mir. An array of prepared meals crowded the refrigerator, Ist eigentlich so die Lautstärke in Ordnung? each labeled with the day of the week. Ja, kannst du bitte wieder zumachen? Danke. Nicht gut. Soll Musik leiser? Soll Voice-Over lauter? Sag mal eben kurz Bescheid, ja? A pair of dull scissors, a broken can opener, a mostly empty bottle of glue, and some loose string. Junk. Das ist kein Junk. Das braucht man alles irgendwann. Okay. Mein Opa hatte dazu immer noch eine Wollmütze im Wohnzimmer auf. Oh. The only piece of furniture Gran had brought when she moved in was an old hutch. Können wir eigentlich rennen? Ah, wir können springen. Können wir auch rennen? Nein. Gucken wir eben, ob wir auch rennen können. Nein. Bei mir am TV mit Kopfhörern ist alles gut. Okay. Luca paused at his parents' bedroom door. He just wasn't ready to go in yet. Verständlich. Gran had commandeered the upstairs closet when she moved in. Some things need shelter from a young boy's mischief, she said.
Mhm. I see. Da versteckt Oma ihre Pornos. Luca tossed on his favorite old sweater. Even though it was the first day of summer, a chill still hung in the air. Na, chill. Gran's moving in meant that most of Luca's things had been crammed in the corner. Luca was somewhat annoyed by the situation. Ja, schon so ein bisschen, ne? Vor allen Dingen, ne, nimmt Oma ja ein gutes Stück Platz weg. So ist das nicht. Gran's bed was undisturbed. Luca didn't mind that she had a habit of falling asleep in front of the fireplace. It meant that he could read late into the night. Und trotzdem nimmt Oma halt das halbe Zimmer in Anspruch, obwohl sie hier nicht schläft. Okay. So, Problem ist, nirgendwo hier ist Oma. Oma im Garten. Oh my, this is quite exciting. I am now certain that you are the one I've been waiting for all these years. You'll recall I was a bit coy regarding the use of charms earlier. Excuse me, I tend to have a flair for the dramatic. You are about to encounter your first turning point. Aber das sehe ich doch dann. Jetzt erzähl mir das doch nicht jedes There Mal. are certain times in this tale when everything hinges on a single word. Step forth, dear reader. A sturdy old wheelbarrow. Young Luca would spend hours hiding in the bushes, waiting for a chance to jump out and startle his mother. She always enjoyed humoring him by feigning terror. A beginner's guide to gardening laid open on the bench. Ignorieren erstmal die Oma. Okay, wir haben nichts mehr, um sie zu ignorieren. Oma! Hey, Gran, I'm gonna go hang with Roller for the day. See you later. Die ist voll schön gemalt, ey. Die Bilder sind richtig schön. Hold up now. Where are you and Roll headed exactly? Nowhere The special. less Gran knew, the better for everyone involved. Süß, Gran raised an eyebrow. Okay. We were just gonna go for the day. Oh, okay. Wir können die Sachen jetzt benutzen. Chill, ne? Oder? Süß. We're just gonna go chill We for were the just day. gonna go chill for the day. The best lies are built on truth. You boys are always in a hurry to do nothing. We stick to what we're good at. Well, make sure you are done chilling in time for supper. Easy. Impressive. You've managed to navigate your first turning point without too much of a mess. That is the power of charms. A single word can change everything. I think it's time to introduce you to the Chronicle. Ja, okay. Okay. The Chronicle is a record of the decisions you've made. You can see the turning point, which has been revealed. Okay, also das Spiel hat anscheinend einen Wiederspielwert, indem man unterschiedliche Wörter an unterschiedlichen Stellen benutzen kann, die dann den Lauf der Geschichte ändern. Sehr interessant. At any time, you can use the Chronicle to go back and invoke different charms, creating new branches. Luckily for us, this is the one and only turning point where the charms won't dramatically alter fate. Okay. It's the perfect opportunity to experiment with rewriting things. A grand jury. I see what you did there. Das ist quasi ein Choose Your Own Adventure Game as a graphic novel. Nice. Ich möchte eigentlich jetzt nicht. Ich möchte eigentlich raus. We were just gonna go chill for the day. Ich glaube, ich hätte nicht draufdrücken sollen, sondern rausgehen müssen. Ja. Kommen wir nicht raus. The best Okay. lies Ja, das wissen wir schon. easy. So.
Gut, okay, jetzt können wir auch wieder gehen. Okay. Oh, and Luca. You and Rollo stay out of trouble. I know, I know. Get into trouble with Rollo. So, dann gehen wir mal und finden Rollo. Oh, süß. Come on, come on. Oh, der ist auch so hübsch gemalt, ne? Hübsch. Oh! Dang it, Rollo. For a town that saw few visitors, the welcome was perhaps more grand than necessary. The road leading to Beacon Pines was long and uninspiring, a sort of natural barrier for the impatient. You know the drill. Don't let anyone discover our secret path. Geht rückwärts. Der Secret Path, der mit dem Chapter Wegweiserschild. Welcome to Beacon Pines. For many years, this valley had been a small mining outpost. It wasn't until Sharper Valentine built his fertilizer company that Beacon Pines was established. Over the next 30 years, the town had grown and prospered. Until the foul harvest and his sudden death. In the 6 years since, everyone was simply trying to get by. Okay, also es gab irgendwann eine faule Ernte. Und alles ist verkommen. In welchem Jahr, wo der Vater gestorben ist, ne? Kann ich nicht mitreden? Hey, Mr. Care. Hey there, pal. William Kerr was the CEO of Perennial Harvest Company. He had become a fixture around town over the past few years. Ist ja Hund, Hyäne. After the failing of Valentine fertilizer, the town was hungry to welcome a new source of employment. Excited for the big festival? Sure. Come on now, when I was your age, there was nothing more exciting than a town festival. The food, the music, the dancing. Sounds pretty alright. Yeah, gosh dang right it is. Auch so ein... Ich finde es ja auch schön, wie in Fabeln natürlich auch immer gewisse Tiere für gewisse Eigenschaften stehen. Ne? Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir hier Gilderoy Lockhart unbedingt mögen, direkt. Und das nur daran, dass er eine Hyäne ist mit einem gewissen Gesichtsausdruck. Okay, und im Kleiderstil. I'm looking forward to letting off some steam myself. Make sure to invite all your little friends. I couldn't keep Rollo away if I tried. Excellent. Sorry, Luca, I've got to get back to the proverbial grindstone. Our harvest awaits and all that. Oh, now. The left side's a little low. Oh, aber er ist ein Hund, ne? Sorry, young Mr. Van Horn can't talk now. Very busy with Mayor preparations. Augustus Valentine was not busy. Oh, it's the mayor. Oh, sorry, guys. How many times do I... It's Mayor Valen... Flustered, Gus instinctively loosened his tie. Der gerade ein bisschen errötet. Süß. Keep up the good work. I must briefly attend to a concerned citizen. Huh? It's nothing. Keep at it. Alright. What can the mayor of Beacon Pines do for you today? Oh, just saying hi, I guess. Well, good day to you too, young Mr. Van Horn. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Ich sehe euch nicht, denn ich bin sehr klein. Welcome to my TED Talk about... Oh nein, ich wollte wieder gehen, Entschuldigung.
Oh, cool. Dranlehnen. Ja, nice. Wir chillen jetzt nur. Okay. Mehr können wir da nicht tun. Hey, Mr. Sinclair? Mr. Sinclair continued snoring and lifted one eyelid just enough to see who it was. A tactic he often used to avoid undesirable conversation. Das mache ich im Zug. Wenn Leute einsteigen, so im ICE oder so, und ich will nicht, dass sie neben mir sitzen, dann habe ich einfach meine Tasche neben mir und dann tue ich so, als ob ich schlafe. Dann suchen die sich einen anderen Platz. Und dann bin ich immer nur so... Sind sie weg? Okay, sie sind weg. Ich bin wieder wach. Funktioniert fast immer. Juhu, Mr. Sinclair. Don't you see I'm sleeping, boy? How's the napping tonight? From here as always. Used to have a perfectly nice view from here. Till a perennial harvest put that monstrosity of a building in the way. Why don't you just move your chair a bit? Why should I be the one that moves? Ja, das Haus wird sich wahrscheinlich nicht mehr wegbewegen. If it's a showdown they want, I ain't gonna be the one who blinks. Ich treibe das dann noch auf eine Stufe weiter. Ich schlafe wirklich. Ja, das passiert mir natürlich auch mal. Come on, Andy, grab his wallet. I'm sorry, Iggy, I can't. Do it or we pound ya. Yep. But my mom said... Yeah, but, if I had a nickel for every year, but I'd be the freaking king of nickels. Ain't that right, Tish? Yep. Ich kann dem armen Kaninchen nicht helfen? Okay. Ja, gucke ich halt beim Mobbing zu, ne? Ist in Ordnung, kein Problem. Ah, Mr. Van Horn, do you have a moment? It's just Luca. Ah, golly, I'm sorry. It's my first week at Perennial He Harvest. pulled a pen from the pocket of his sweater vest and began to frantically jot something down on a clipboard. Ist meine Kamera hier eigentlich in Ordnung oder soll ich die weiter runtersetzen? Weil ich glaube, die Leute stehen halt immer links und rechts in dem Spiel. Sagt mir mal kurz Bescheid, ja? Wonderful. It won't happen again. If we're going to be on a first name basis, then you can call me Pete. Oh, nice to meet you, Pete. Sorry, what are you writing? Oh, just documenting. Gosh, it's exciting to be a part of something so darn special. You know, it's not just about new fountains and phone booths. We're gonna change the world. Aber nicht du, Mocker. Ich fress das Haus. Okay, sie spinnt gerade wieder ein bisschen rum. And it all starts here, in Beacon Pines. Isn't that amazing? Uh-huh. Anyway, I'd better get... Oh, that reminds me. We'd love to hear your thoughts. my thoughts? You bet. If we're gonna change this town, we need to get every detail right. That sounds intense. Yeah, changing the world is intense. So, what do you say? Gut, dann mache ich mal meine Kamera ein Stückchen weiter runter. Wenn es das ist, was ihr wollt, kriegen wir hin. Ne? Dann bin ich vielleicht eher so hier in dem Bereich. Ja, dann seht ihr mehr von den Gesichtern. So. Wenn ich noch was ändern soll, sagt ihr Bescheid. Could you answer a few questions? Well, I guess if it's quick. Wonderful. Open to answering a few quick questions. One down. If it's not that... See, it's not that hard, is it? Okay, we're going already. Question 2. What is something you love about Beacon Pines? I've never really thought about it before. Perfect. It's the only place I've lived. See, that wasn't so painful. Pete stopped scribbling and glanced up from the clipboard. Was it? I guess not. Huzzah! Our first 3 questions answered in record time.
Are you literally writing down everything? Thank you so much for your time. I need to process these answers. We can save the rest of your thoughts for later. Oh, okay. Our harvest awaits. Was ein Depp. Okay, können wir uns auch nicht angucken. Alright, Rollo's waiting up the treehouse. Ja, ich dachte, wir gucken halt mal ein bisschen. Mission control. Authorized personnel only. Hey, Justin. Is the line playing any tunes today? No bites this morning, I'm afraid. Come to think of it, I can't remember the last time I reeled one in. But hey, it was never about the catch. This is where I come to think. Yeah, that's what my dad used to do here. That reminds me. If you ever want his chair back, I've taken to standing recently. Keeps me from falling asleep at the reel. If you don't mind, I think it should stay. Not at all. An empty chair makes for a great listener. Whenever Luca saw his dad's chair by the pond, it reminded him of the days they'd pack up a couple of sandwiches and fish until sundown. Oh. Luca opened the tackle box and picked the perfect bait. Beides macht beim Fischen nicht so viel Sinn, oder? Luca gently baited a feather onto the hook. Good for skimming the surface. Uh-huh. Give it a good cast now. You'll have to reel in it a bit faster, or your catch will lose interest. Hey. Oder war es ein Hey? Ich weiß nicht. Go pick out your bait from the tackle box, buckaroo. Was anderes. Luca tied a shoestring to the hook. What fish could resist a nice shoestring? You got them from the president. Wenn man halt auch nicht gesagt bekommt, wie man einzieht, muss man das jetzt 5-mal machen. Easy there, buckaroo. You don't know your own strength. Okay. Ab einem 3. Mal werde ich langsam genervt. Jedes Scheiße wird dir erklärt in dem Spiel, aber das dann nicht. Gott! Und Jumpscares inklusive. Wie in allen Spielen, wo man angeln muss. Ja, true. Well, I'll be switched. It's your old rubber ducky. You were just a little drooling ball of fur when you lost that. Cried for days. I told you I'd turn up. It'd turn up. Kann ich nicht mitnehmen. Okay. Luca gently first. Ja, das kennen wir schon. Ich hasse Angeln. Hasse Angeln in jedem einzelnen Spiel, wo man angeln kann. Nichts langweiliger und nerviger. Egal wo. Ja, ich konnte doch nichts machen. Okay, okay. Okay. Gut. Hä? Aber wenn ich doch immer wieder die gleiche Ente ziehe, macht das für einen Sinn. Gehe wieder. So. Okay, ich wusste nicht, dass man wieder gehen kann. So, hä, jetzt muss ich erstmal checken. Sehr komisch. Okay. The boys had a good thing going.
as long as they kept old Jeff happy. Wer ist Jeff? They had an endless source of precious materials to add to the treehouse. Jeff. My name is Jeff. Doch eine Sache ist langweiliger als Angeln, jemandem anderen beim Angeln zusehen. Ja, nur im Real Life. Ich finde jemandem beim Angeln zusehen beim Spielen weniger frustrierend, als wenn man selber angeln muss. After Luca's father had passed, Rollo became obsessed with them building their own Hank atomic star scraper. Hank Atomic Star Scraper. Ja, It was okay. some time before Luca realized it was Rollo's way of keeping him occupied. Ja, tschüss. Da kriegt man jetzt aber auch nichts für, ne? On certain nights, when the clouds were just right, the boys could tune into strange patterns of static. Rollo thinks it's aliens. He always thinks it's aliens. Sure. So, ich komme gleich wieder. Ich wollte erst noch gucken, ob noch was ist. Ne, war hier nichts mehr? Okay. Okay, what's this top secret plan just out of summer? Oh, you know, the abandoned warehouse by my place? The old Valentine building? Yeah. Well, it isn't abandoned. What makes you think that? Get this. Last night it was glowing. Glowing? Are you sure? Kinda. The place has been empty since... Since the foul harvest. Yeah. Who would even want to poke around that place? We would, Rollo. We would. Oh, wait. It's just a busted old warehouse. I just meant we could do some research at the library. We want to actually go to the warehouse? What do you expect to find? Answers. My mom's out there somewhere. And it seems like everyone wants to pretend that she's gone for good. You don't have to come, Rollo, if you don't want to. Luca, remember that time I sort of accidentally burnt down the chicken coop? And you jumped in and said it was your fault before my path throttled me? This is a flaming chicken coop sort of deal. I've got your back. Thanks, Rollo. Now that I think about it, looking around a decrepit fertilizer warehouse was exactly how I want to spend the first day of summer. Let's go. Luca's winter coat decommissioned for the summer. With the cold holding out longer than usual, he reconsidered its usefulness. So, wo ist er denn jetzt hin? Aber kann man nicht dann da oben auch raus? Ist da eine Tür noch, oder? Nee? Doch, da kann man raus, ne? Luca Aha. looked up at the satellite dish. Rollo nearly killed himself putting that up into the tree. Aha, voll. While it didn't turn the radio into an interstellar communicator, as he'd hoped, it did at least boost the signal enough to overhear truckers one town over. Aha. Sweet. Ich möchte gern raus. Danke. Oh, das ist sehr niedlich, ne? Wir finden jetzt die Mama. So. I'm just catching my breath a bit. Go on, I'll catch up. Ein bisschen auch rausgerannt, du Depp. Miss Hatch could often be found near the fountain, too absorbed in a book to be distracted. The two wandered down the wooded path, unaware of the danger ahead. Oh! Oh, this is getting good. Sie sitzt mit der Frisur in einem Buch an einem Brunnen. Ist der Vorname zufällig Belle? Natürlich ist das Kaninchen schon wieder schwanger. Hey, Mrs. Nelson. Morning, Luca. Any big plans for the summer? Not really. Heard anything about the old fertilizer warehouse? Any strange happenings? Can't say I have.
By the way, a dusty old warehouse is no place for a young boy. You be safe now. Ja, ja. Hallo? In Piper? Oh, hey, Luca, what's up? You know it's summer break, right? Of course. And it's like, the morning? Correct. And you're studying? Like they say, the early bird, gets the proper education required for a successful and fulfilling career later in life. Mm-hmm. Hey, Zariel. Hiya, Luca. Could you please tell this lazy butt to help out in the cafe? Lumi, Zariel would like you... Luca, let me give you a little gem of advice, yeah? If you never do what you don't love, then you'll never work a day in your life. Wow. You're really setting the kid up for success, really. Kann ich da rein? Nein. Kann ich da lang? Nein. Wir Sachen angucken. Kann wir hier keine Sachen angucken? Hallo? Holden Wilder ran the local paper of record. The Beacon. Beacon, really? Hey, Mr. Wilder. Oh, morning, Luca. What's the day have in store for you? Oh, ich muss ja eigentlich irgendwas im Mund stecken dafür, ne? Irgendwie was? Hier, so ein Löffel oder so. Weil der hat ja eine Zigarre da drin, ne? Aber mit dem Löffel ist echt schwierig. Ich irgendeinen Stift, den ich lutschen kann? Alles nicht so lutschworthy hier, ey. Nicht so wirklich. Alles nicht so geil. I was wondering if you had any news about... News? Yeah, well... The Beacon knows the news that needs knowing. Any news about the old fertilizer warehouse? No. Nah. Oh. Rolo thought he saw some lights there last night. Yeah, well, Rolo ought to be careful poking around that part of town. The winds of change are blowing. And change is a dangerous animal, you know. Blah. Ich hoffe, ich muss hier nie wieder reden. Change. Boah, wie heiß bist du denn, ey? Und ich bin nicht into Furries. Ah, geiles Design, ey. Luca. Weiblich oder männlich? Ich weiß nicht. Just the fella I was looking for. Roxy? Könnte beides sein. Scheiße. Hat aber lange Haare. Okay, gehen wir mal klischeehaft auf weiblich. Hey, Roxy, what's up? Right. Rendezvous with Roxy. This is an important turning point. The first time where your charms will change the course of fate. And currently, we only have one suitable charm at our disposal. Have no fear, we can always return later using the Chronicle once we find more charms. Well, now I'm just rambling. Where were we? Have you seen my blockhead brother today? He skipped out breakfast. He skipped out before breakfast. Okay, sie klingt aber auch super tief. Weiß nicht, ob... Ja gut, ich meine, manchmal weiß man ja auch nicht, ne? Aber es ist dann schwierig mit der Stimme. Well... Ist er der große Bruder oder ist sie die große Schwester? Eins von beiden, ne? Oder die Mom? Oder der Dad? Wenn wir jetzt klischeehaft nach Kleidung gehen und Haaren, ist es eine Frau, aber... Not really, no. Can't say I have. Can't say, I won't say. Ist weiblich, okay. Roxy, would I lie to you? Luca, wait up. I almost forgot to tell you. Roxy might be lurking around here. This is one of her favorite places to stand around and be useless. Rolo. So we need to make sure she doesn't spot us. Rolo. Are you doing that
turning thing with your body. What? You're not scared, are you? She's harmless. And a chump. And she's right around that corner, isn't she? Don't mind me, just over here lurking. Uselessly. Oh, hey sis. Nice weather we're having, eh? I couldn't help but notice you snuck out this morning before breakfast. Wasn't hungry. So you couldn't help but notice your morning chores were left unchored. Roxy, I'm gonna level with you. I'm sick and tired of digging up carrots. We're all gonna pick up the slack since the foul harvest. Almost every carrot I dig up is rotten, and the rest looks like they were hit with Hank Atomic's shrink array. Oh, the more reason to keep on digging. There's gonna be more to life than puny carrots. Look, Roxy, Luca and I have places to be, so if you don't mind... Oh, I do mind. And I'm not gonna catch hell again because of you. So either you march yourself home and harvest those carrots, or I hold you home myself. Rollo froze as Roxy took a step toward him, cracking her knuckles. Luca knew he had one chance to save his friend from being dragged home. Oh, okay. In the past, he found the best way to deal with an enraged Roxy was to be a little... Oh. Warum können wir denn auch hier nur chill nehmen? In the past, he found the best way to deal with an enraged Roxy was to be a little chill. Come on, Roxy. It's the first day of summer. The sun's shining and we just want to take it easy. Ich lehne mich mal an und bin cool. Let's leave tomorrow's problems for tomorrow. Was auch immer sie in der Hand hat. Sie könnte es dir ins Gesicht hauen. Well, that's great and all, but Rollo's problems have a way of becoming my problems. And Paul, he says tomorrow's work is best left for yesterday. March, you big oaf. Oh, rats. I expect a full report about the Valentine place then. A full report! Und das Eichhörnchen nur so, ich wäre gerne nicht dabei gewesen. So, Fitz, what are you up to this lovely day? Nope. Cool. Mit ihr können wir auch nicht mehr reden. Okay. Dann nicht. Chapa Valentine, founder of Beacon Pines. Never underestimate what a great man can do given time. A bit much, if you ask me. Indulge. Hey, Solomon. Apologies, no time for chit-chat. See you later, I guess. Jeff's hardware closed down about a year ago. The effects of the foul harvest stretched wide. When there are no crops in the field, tractors don't need fixing. Ja. Looks like the library hasn't opened yet. I'll check back later. Bist du niedlich. Luca, my boy, hold up a tape. Oh, hey, Mr. Nuncrete. I was just on my way to... I just thought the last jar of your grandmother's preserves. Can't stock the shelves fast enough, turns out. Hey, that's great. But I'm actually... I guess Juniper will just have to swing by with more of her lovely jam. Uh-huh. Well, don't let this old man slow you down. You just remind her that she still owes me that dance. A promise Gran regretted the second it was made. Unangenehm. Will do. She's a fine woman, that Juniper. Yeah, she's pretty cool, I guess. A real fine woman. Gotta go. Sweeter than any jam on earth. Unangenehm.
Ja, schön. Tschüss. The phone booth was brand new, part of Perennial Harvest's Beacon Pines Reborn initiative. It didn't see much use. Oh, hey, Luca. Hey, Joey. How's the bug hunt going? Oh, not great. Bugs have been shy this week. Bugs get shy? Oh, sure. Bugs aren't that different from people. Sometimes they just want to be left alone. If you're going into Weepwood, just be careful where you step. No bug crunching, got it. Tschüss. Luca peeked up at the beehive. It appeared to be deserted. That's strange. Ja, soviel zu den Bienen, ne? Wir haben heute noch drüber geredet. So. Wir erstmal hier rüber, aber ich habe keinen Plan, wo wir hin müssen. So eine Map wäre gut. Ah, das ist die Menschen schon. Ja, dann gucken wir uns erst noch um. Ja, vielleicht finden wir noch The Wörter. path led into a small hollow at the edge of Weepwood. Okay, no turning back now. Okay, da mussten wir hin. Ups. Scheiße. Nein, bleib hier. Caution. Electrified fence. Is that sign new? The fence thrummed with a gentle electric buzz. Okay, so what would Rolo do if he was Luca here? often asked himself what Rollo would do, so that he could rule out that option. I'm definitely not touching that thing. Okay. As sparks flew from the fence, the light atop that section shut off. 2 bulbs remained. One more to go. Upsi. Hm. Und kann ich nicht... Ach, ich kann auch das aufheben, was da noch liegt. The fence's buzzing gave way to silence. Okay, moment of truth. Every kid in town knew the old Valentine fertilizer building. Long abandoned, the warehouse once served as the industrial heart of Beacon Pines. Now, it stood only as a reminder of things left behind. The dormant building showed strange signs of life. Okay, so Roland wasn't exaggerating for once. What's going on There here? was only one way to find out. The hose emitted a subtle sound. It was actively draining some kind of liquid. Luca thought he heard faint sounds coming from the other side of the door. He pressed his ear against the cold metal to hear better. A zipper? The sound of footsteps grew louder. Hello? Das ist zu weit. Schön. Schön. So gewesen, es wurde Payday 3 angekündigt und das offiziell. Ja, nice. Schön. The heavy steel door knocked Luca to the ground. Disoriented, he looked up to see an imposing figure silhouetted in a green glow. It lunged toward him. He tried to scramble away, but felt a gloved hand latch onto his ankle. Luca watched his fingernails leave trails in the dirt as the hand slowly dragged him back through the door, into the lab, into the green light. Ja, schade. Luca ist leider tot. This is a story about change. This is a story about change. It was far from the sort of change Luca imagined for himself. But change is, after all, a dangerous animal. The end? I probably should have warned you about this. War das ein Dead End? Oh mein Gott. There are many paths that our story can take. Most will end in tragedy, but don't let that discourage you.
Fast immer werden wir sterben, aber vielleicht findest du ja irgendeinen Weg, wo das arme kleine Baby nicht stirbt. We will find the ending that this story deserves. I just know it. Als ich gerade meinte, ja, Lukas ist tot, war das eigentlich ein Scherz. Ja, doof. From here on out, a charm will have a checkmark when it's been used to its full potential at a given turning point. Hast du 100 Pro auch gemacht, Noah, sei still. Now, let's try something different. Geil. Warehouse of Horrors. Ja gut, hier können wir nichts machen. Hier können wir was. Die Bilder sind so toll, ne? In the past, he found the best way to deal with an enraged Roxy was to be a little shit. Geil. Take a break, Fred. What have you done? Wurde dir gerade ins Gesicht gehauen? Did that little shit just kick me? Run all you want, you little traps. You gotta come home eventually. Sie ist so hübsch, ne? But, sorry. Sorry about that. Lola can get overexcited sometimes. Solomon Valentine. Der ist so hübsch. Oh Gott, die sind alle so niedlich. Oh Gott. Current ward of and future successor to the Valentine fortune, Ja, so sieht er auch aus. huffed as he brushed off his pants. A town of complete and utter fools. One wonders if it's worth taking anything here seriously. Either way, I'm really sorry. No matter. How are you doing? Me? Yes, with all that business about your mother and whatnot. Oh, I'm getting by. Still no word from her at all? No. Well, that is truly a shame. Your grandmother has taken residence to keep house? Yeah. And how's that going? Well, we mostly stay out of each other's way. You make it sound like she's rarely at home. Oh, it's not like that. She just has a lot to do. She's still settling in and trying to figure out how to make ends meet. Indeed. Well, count your blessings. It's better to have a caretaker who's rarely around, in lieu of one who tries to compensate by smothering you with attention. That doesn't sound so bad. Well, trust me when I say it's best to rely on yourself. Family has a way of creating more problems than they solve. Oh yeah. Solomon trifled a Solomon. gesture toward the approaching heiress Valentine. Speak of the devil. Sind so hübsch alle, ich kann nicht. Oh, geil. Do not wander off like that. I'm much too busy to be looking all over you. For you. Apologies, heiress. I was just taking a stroll through town. Strolls are for commoners. You are a Valentine now. Erinnert mich übrigens sehr an Banjo-Kazooie mit den Stimmen. I want you to be present for the construction of the History Museum. The future of this town relies on its ability to remember our family's great past. Of course. Ich liebe überzogene Charaktere, die kann ich besser sprechen. So. Luca, my boy, hold up a tick. Oh, sorry, Mr. Nuncree. Kinda in a hurry right now. Sorry. Boy's got too much of his father in him. Rennen wir einem Freund einfach vorbei. I win. Little help? I am the champion. We were racing?
Did the road get longer? Like anything ever changes around here. It seemed longer. You're just lightheaded from the run. You really need to pace yourself better next time. Well, Joy would take advice from second place. Has that sign always been there? Wait, what? Caution, electrified fence. Nah, that's definitely new. Creepy. How are we gonna get around an electric fence? Don't worry, I've got this. Why did you do that? I always says you can figure out what the plan was when you're done. Great. What now? Well, I did my part and established that touching the fence is bad. I'm sure you can handle it from here. I'll supervise. From a safe distance. Wow, you're genius. I know. I think that did it. Luca, you never fail to impress. As the glowing windows of the old warehouse came into view, Rollo began to bounce excitedly. Check it out. Thank Donna, you weren't exaggerating for once. Was there ever any doubt? This definitely needs investigating. Good thing two ace detectives are on the case. This is bizarre. This is awesome. Rumble. Did you feel that? What? The excitement in the air? You bet your butt I did. Check out this puddle. That's not normal. And this hose. Ja, stirbt halt jetzt wohl die Katze, ne? Oh man, the door's locked. Try harder. No dice won't budge. Oh well. This dumpster's a new, right? I bet it's got stuff in it. I really can't see what's in there. What did out of this? I know it's itching. I think I smell some treasure. Are you sure that isn't the hazardous waste? Just help me get in. Rollo, it would be my honor to throw you in the trash. Katzen haben aber die ein Leben. Come on, Lady Luck. So what's in there? Let's see. There's a squishy bag of squish. Wow. A good inch of stagnant sludge. Your natural habitat? Wait, hold the phone. Hold two phones. Check these bad boys out. Are those walkie-talkies? Just like Hank atomic communicators. Do these actually work? Ground command to Hank Atomic. Hank, do you read me? This is Hank Atomic ground command. You're coming in 5 by 5. How are your vital readouts, Hank? It's getting a little stuffy in here. Requesting assistance for evac. Help is on the way. Oh. What was that? Someone's coming. Give me your hand. I'm trying. My hands are covered in squeeze. Scoot over. I'm coming in. Tell me you saw that. Dude, I don't know what I saw. He's coming back down. The boy sat
petrified under the weight of the bag. Oh God, Tammy, that's not what I think it is. Luca, do you know what separates run-of-the-mill detectives from ace detectives? A ridiculous hat? When the chips are down, ace detectives dig deeper for Rollo clues. felt around at the large sack which burdened them. Uh-huh. He snapped off a tag from just within a small zipper opening in the bag. It's some sort of badge or something. What's it say? Rollo held the badge up to a faint shaft of light within the dumpster. Dr. Prescott, deep engineering. It's a name tag. Who would throw away a bag full of slimy old name tags? I think it's just one name tag in a bag full of something else. Okay. Well, I think we should make a break, right? Stay calm, this is no time to panic. I'm not panicking! You're panicking! Rollo, calm down. You don't have to squeeze my hand so hard. Dude, I'm not holding your hand. Quit messing around. What other slime-covered hand would be in here? Okay. I'm beginning to see the benefits if you run for your lives, Mike. All right, we've clearly established that I'm faster than you, so I'll go first. Why not go together? Flaming chicken go. Luca. I'll make sure the coast is clear. After I go, count to 100. If you hear me yell, run. If you don't hear me yell, run. Actually, either way, haul ass. Rollo, I'll give you credit. You sure found an eventful way to start our summer. It's what I do. Well, here goes nothing. Lucas sat in the dark, tracking the sound of Rollo's footsteps as he ran. 1, 2, 3. He pressed his ear to the dumpster wall, straining to hear Rollo's footsteps as they faded away. 15, 16, 17. He tried not to think about the contents of the dumpster as he counted. 35, 36, 37. The thick stench made it hard to breathe. Screw it, that's long enough. Luca carefully lifted the lid and peered out. Nothing. No sign of Rollo. No sign of the man in the yellow suit. Time to haul ass. Luca clambered from the dumpster, stumbling to his knees. He was up like a shot and running, sprinting toward home as fast as he could. Beacon Pines flew by, blurred by the tears that welled up in his eyes. He wouldn't remember getting home at all that night. Throwing his front door open, storming up the stairs to his room and surrendering to sleep almost as abruptly as he hit his pillow. Chapter 3. Pause. Also, keine Sorge machen, keine Pause, aber dadurch, dass ich die ganze Zeit vorlesen muss, komme ich halt nicht dazu, irgendwas zu trinken oder zu essen. Dementsprechend, cooles Spiel. Sehr cool. Und Story richtig gut. Charaktere wahnsinnig hübsch und gut geschrieben. Auf jeden Fall. Und halt auch nicht so, dass du dann das ganze Spiel nochmal spielen musst, um alles eben neu zu machen, sondern dass du direkt immer jumpen kannst. Das ist halt richtig gut. Das machen viele andere Spiele nicht so gut. Ja, zum Beispiel, glaube ich, in, wie heißt es, Destiny's Path Stories irgendwas. Da musst du immer wieder von vorne alles machen. Zum Wohl. Ja, zum Wohl. Lecker Wasser. Nice. Kurzes Päuschen. Ich habe so viele leckere Sachen hier um mich rum und ich kann nichts davon essen. Weil der Großteil davon enthält irgendwie Schokolade oder zu viel Zucker. Das heißt, das verklebt mit dem Mund und dann kann ich nicht vorlesen. Das heißt, es wird ein Stückchen Mandarine jetzt reichen müssen. So. Glas nehme ich auch. Oh, das hat schon seine Macken. Das lohnt gar nicht mehr. Da geht so langsam teilweise die Farbe ab. Okay.
Oh, mir ist ganz schön warm. Weiter geht's. Ich hoffe, meine Stimme hält durch. Finding a friend. The next morning, it was quieter than usual at the breakfast table. Es gibt kein zu viel bei Zucker. Gut, abgesehen natürlich davon, dass es definitiv gibt. Ich weiß nicht, wie oft du was vorliest, aber je mehr Zucker oder je mehr Schleim es irgendwie produziert, also jetzt auch so ein Stück Schokolade, verschleimt dir halt alles von der Stimme her. Das merkst du halt, wenn du viel vorlesen musst. Und ja, es führt dann dazu, dass ich halt keine guten Stimmen machen kann, was natürlich dann schade wäre. Und mit Zucker selber geht es mir jetzt gar nicht so. Aber meine Stimme würde darunter leiden. Only the sound of silverware and chewing interrupted the awkward silence. I finished jarring a mess of jam last night. So they'll need to get delivered into town today. Okay. So, what did you and Rollo get up to yesterday? Hallo Sabbelberry, frohes Neues. Na? Wie geht's? Wie war dein New Year's Eve? Oh, nothing interesting. Hello? Calm down. No, of course it was the right thing to do. Start gathering folks. I'll be right there. Are you sure there isn't anything you want to tell me about yesterday? Anything I want to tell you? Not really. We just sort of, ran around a bit. Gran's brow furrowed. She let out a long sigh. Her voice was quiet and even. I have to go take care of something. You are to stay in this house for the day. Under no circumstances are you to leave. If I'm not back by dinner, there's stew in the icebox. But nothing. You are to stay here. Understand? Yeah. Say it. I'll stay here till you get back. Good. Entspannt und schön. Ja, das klingt doch schön. Das klingt doch wirklich schön. Well, that was strange. Wir können uns wahrscheinlich die Sachen jetzt auch nicht nochmal irgendwie angucken oder so, ne? Geh da rum. Wenn wir wieder chillen. Gehen wir mal in unser Zimmer. An eerie electronic sound echoed from Luca's bedroom. Hello? Is anyone there? Das ist nicht unser Zimmer? Ah, nee. Hier war unser Zimmer, ne? Ja. Hello? Rolo, is that you? Over? Strange. Okay. Luca glanced at the now silent walkie-talkie. He wasn't sure what to think. Okay, hallo? Komme. Coming. Yeah. Oh, hey, Roxy. If this is about me, accidentally kicking you yesterday. Is Rollo here? No? Look at me, Luca. This is serious. Is Rollo here? No, I haven't seen him since yesterday. Rollo didn't come home last night. What? A pit formed in Luca's stomach. Where was the last place you saw him? We were playing around in Deep Weepwood, and then it was late, and we went home. Weepwood. If he's alive, I'm going to kill that little creep. Is there anything else? Anything that he said? Luca's mouth felt dry. No, we were just messing around. Okay. I need to go let people know to check the woods. You just stay out of trouble. Go see if he's hiding in the library or something. Luca could feel his heart beating in his throat.
Rollo. Where are you? Don't leave the house, she said. Ja. Ja, nun. Wo führt ein was hin? Ach so, das war da. Zum Grab. Nee, da wollen wir nicht hin. Hey, bird. Have you seen Rollo? Nope. No, I've mostly been talking to clipboards. They're setting up lots of stuff for the festival. This one said he had to process some answers. I told him that was fine. I'll wait right here until he gets back. Howdy, Luca. Hello again, Pete. I'm not Pete, you silly goose. It's Toby. You could have fooled me. Well, hey, it's no problemo. The important thing is, we'd love to hear your thoughts. Yeah, I'm getting that impression. We're all part of something special, Luca. And it all starts. Right here in Beacon Pines, I got Toby it. looked up from the clipboard excitedly. Haben die da Klone drin, oder was? That's right. So, how about you start by telling me? Look, no offense, but I've got my own stuff to take care of. Aw, you joker. We're all part of this together. You'll let us know when you're free to answer a few questions. Yeah, nee, danke. Really need to get back to work. Just a couple more minutes. If Roxy said she will be here, then she will be here. I don't see why I'm standing around, doing nothing, and waiting for Roxy. When I could be standing around, doing nothing, and getting paid for it. Come on, Lumi. Roxy needs our help. My parents wouldn't listen. No offense, but isn't Rollo always getting into trouble? Something feels different this time. What can we do to help? We need to check why the adults aren't. So I guess it's up to us to check Weepwood. Our shift doesn't end for another couple of hours. We could spend the time making posters. That would be great. I guess. Right, Fitz and I will check Weepwood. We'll be back later to pick up the posters. I think my dad has a map of Weepwood. Let's swing by my house and grab it before we head out. Ich morgen keine Stimme mehr haben sollte, erinnert mich daran, warum. Oh, die ist ja hübsch. Oh, sind die hübsch. What's this about a missing child? I must stress that the situation is completely under control. It just seems so terrible. And you're sure there's nothing we can do to help? Nonsense. Young Mr. Cotter will turn up safe and sound, I am certain. You just focus on settling in. Ist die Musik echt nicht so laut? Das würde mich echt wundern. I trust my sister has supplied you with suitable lodging. Oh, yes, Miss Valentine has been more than accommodating. We were just telling our daughter back that... Now, where did you run off to? Die hübsch. Hör auf zu lesen, such das Kind. His eyes went wide in disbelief. What do you mean, vanish? That's impossible. Oh my. He doesn't even see the danger he's in. Wo geht's eigentlich hier hin? Ah, hier waren wir noch nicht. Hey, you son? It's the museum. It's laughable, really. Did you happen to see Rollo in there? No, just the shadow of a family. Clinging onto a town, clinging onto the past. Okay. Be free to check for yourself. But don't expect to have your mind blown. No touching. Die hat einfach getoucht. Play that funky music, okay.
Hey, Griffin, has Roller been by? haven't seen him all day. I'm sure he'll show up safe and sound, and when he does, tell him there's a strawberry chocolate double scoop waiting for him. On the house. Oh, he'll like that. Man muss echt viel suchen, damit man diese ganzen Verben und Adjektive und so bekommt. We all know Beacon Pines is a great town. What you may not know is great towns grow from mighty roots. And that is why you cannot tell the story of Beacon Pines without telling the story of one Shopper Valentine. Young Shopper's keen intellect and strong moral fiber led to a grand vision. A vision of a community dedicated to a better tomorrow. In his own words, a better tomorrow is within our grasp, but it requires a singular mind to harness it. Lucky for us, he decided to grow that vision here, in Beacon Pine. And how does one grow a better tomorrow? With fertilizer, of course. Valentine's Fertilizer Company became the lifeblood of a town yearning for purpose. But then tragedy struck, a scientific experiment gone wrong. An accident which took Shopper away from us far too soon. To this day, we struggle to pick up the pieces. But one foul harvest isn't enough to stop the people of Beacon Pines. The spirit of Shopper Valentine lives on. It lives in the Aber hearts of seitdem gab es doch everyone auch keine to dream for a better wirkliche Ernte tomorrow. mehr, oder? Together, we will follow his example and grow a bountiful future. Mhm. Paid for by the Valentine family and the Valentine Fertilizer Company Reverence Fund. Oh, herrlich. Schön. That was unhelpful. Sehr schön. Up. Wie viele haben wir denn jetzt schon? Schon einige. So, auf zur Library. There were rarely any actual new additions. Simply a variety of existing content rotated into the front display each week. Not fooling anyone. War gerade AFK. Hast du gegen die Melone gehauen? Ja. Oft genug. Oh, the cobs I've eaten. A salad-centric travel guide for the mildly adventurous. Yuck. Sally Seashore's simple succulent sundries. Ein gutes Beispiel für Alliteration. Luca brushed off a smudge of dust. Or maybe it was flour. 30 recipes so easy you'll doubt it's even edible. Oh, succulent. A peek behind the curtain. The methods and ruminations of Patrick C. Montesquieu. One of the greatest acting minds of our time. By Patrick C. Montesquieu. Ja, okay. Oof. Mycological phosphorescence. Oh, more like my complete loss of interest. The bottom corner shelf was a dusty array of thick science books. Only one binding was clean enough to read. Cellular Biology and the Chemistry of Mitosis. Boring. The entire top level of the library was devoted to comics. Okay. Most of which were Hank Atomic and the myriad of lesser revered spin-offs. Nerd. Freigeschaltet. Schön. Hello. Hey, Jace. Oh, hey, Luca. Did Rollo come by? No. I was actually surprised. He's usually here early on days when a new issue drops. Laura's the biggest Hank Atomic fan I know. Besides myself, that is. Well, if he does swing by, tell him to meet me you know where. I don't know where. No, he knows where. Oh. Roger that, Space Cadet. Kato volunteered at the library during the summers. He wasn't very social, so he'd dedicate each summer to becoming an expert in a single subject.
Voll making gut. him a reliable source of very particular knowledge. If you were to ask Kato something he didn't know, he'd escape into the dusty old bookshelves and return with just the right thing. Kato was lost in his reading. Luca crooked his neck to see the title, Introduction to Melitology. Oh, hey, Luca, you snuck up on me. Good book? Oh no, I just started it. He gestured to the shelves. I'm running out of books I haven't read yet. Oh, no, it's on the wonderful world of bees. Turns out bees are pretty cool. For instance, did you know that around 70% of bee species actually live in underground tunnels? Or that if there are two queens in a hive, they will fight to the death for supremacy. Schön in die Hände klatschen. Ja. That's interesting, but you haven't seen Rolo around recently, have you? Not since yesterday. Keep an eye out for him, okay? Nothing. If I see him, you'd be the first to know. Hahaha. Der ist vielleicht tot. Ich finde das nicht so lustig. What sort of monster puts candy behind the locked door? Oh yeah, Mr. Nuncreed works weird hours sometimes. Of course he does. How about you? When do I work? No, what's your name? Oh, Luca Van Horn. Didn't you hear? Yeah, not by choice. Beck's family moved often, giving her little time to establish any real connections. She would tell you she prefers it that way. I'm looking for my friend Rolo. He didn't come home last night. Oh, so he's missing? I guess so. Like, missing? Does that sort of thing happen a lot around Luca here? shifted his feet uncomfortably. Oh, well, that sucks. Yeah. I should probably get going. Hey, wait up. Beck pulled a coin from her pocket. I'm coming with you. Sie ist auch so hübsch, ne? Überdeckst sie leider ein bisschen. Ich kann nicht die ganze Zeit immer so... Ey, guck mal, warte. Ich kann es bestimmt ausmachen. Warte. Ja. Oh, wie hübsch sie ist. What? Das ist just the unlucky penny. Unlucky? Yep. Well, technically it landed on Heads. Leave this kid to find his friend alone. But I always do the opposite. Oh, well, that's kinda like me and Rolo. I guess Rolo is my unlucky penny. That settles it. A person should never be without the unlucky penny. Let's go find him. My name's Beck. Pleasure to meet you, Beck. I suppose I could use some help. Try to keep up. Gut. Joey, have you seen Rolo around? No, sorry, Luca. I've had my eyes in the dirt looking for beetles. I can't seem to find any. Never came home last night. Do you think it's because it's been colder than normal? I don't see why that would have anything to do with Rolo. No, the beetles. Do you think the temperature confused their... oh god. Circadian rhythm or something? Who's to say? I'm not beetleologist. Just keep an eye out for him, would ya? Of course. Der sucht doch eh nur seine scheiß Beatles. Gucken wir erstmal hier. After the foul harvest destroyed their wealth and reputation, the Valentines shuttered off their estate from the rest of town. Kann man da auch weiter? Jo, man kann da sogar weiter. Okay, gucken wir gleich. The Valentine mansion loomed over every other building in town, both figuratively and literally. Man kann jetzt nichts machen aktuell. Okay. Zurück geht's. So. Dann schauen wir mal. Oh je. Ja gut, ist ja kaputt, kannst ja drüber klettern.
so eine Scheiße. Oh, Kacke. Fuck. Können wir da lang? Können wir. Luca felt a chill as he approached Beck. Her eyes were locked on the strange green liquid. The nearby grass was coated in a fine layer of frost. Is this sort of thing normal around here? Because puddles of glowing ooze are definitely not what I expected from this place. I have no idea what that stuff is. Well, the next obvious step is science. And what does science suggest? Poke it with a stick. Luca watched as Beck dipped a broken tree branch into the goo. Beck's eyes widened as flowers grew from the dead wood. First small buds, which quickly bloomed into vibrant petals. What the? Cool. As quickly as they had grown, the flowers began to shrivel and turn gray. Oh, Beck dropped the stick with a grunt of disgust. okay. So the science tells us this gunk is weird as hell. Yeah, it seems dangerous. Hey, Tish, look what the cat dragged in. Yep. I don't have time for this right now, Iggy. Don't say things like that. It hurts Tish's feelings. Was bist du denn für ein Malfoy, ey? Ich mach mal die Kamera aus, dann seht ihr es besser. Ain't that right, Tish? Yep. She looks fine to me. Why, hello. I don't think we have been properly introduced. Iggy's the name. This is my compatriot, Tish. Yup. You've probably heard of us. Can't say I have. I'll forgive you. There's just this one's an account of your being new around here. Why would you hang out with this dud? Oh, he seems pretty alright. Iggy, why do you have to be so... you? Has he even told you that his parents skipped out on him? Shut up. It's true, they got tired of having such a pathetic kid and left him. Iggy, I'm only gonna say this one time. Don't talk about my family. Well, look who's grown a backbone now that a girl's around. First his pops croaked, then his mom finally couldn't take it anymore and bounced. Iggy took a step towards Luca, his sneer lit by the glowing puddle. Beck could see tears welling in Luca's eyes, his fists clenched. Some things about Beacon Pines were very different from the city. But a bully from a hayseed town is really no different from a city bully. Beck took a deep breath and thought. Well, time to bust out the... Well, time to bust out the strange. Whatever that means. Alright, Luca. Muss ich ja wieder wegmachen. Looks like you need to lead a little mud bath. What's wrong with you, new kid? We are about to pound your friend. Beck stared in silence, the only sign of life being the twitch of an eye. It's when people don't talk. Yup. Stop being a weirdo. Hello, are you some kind of wackadoo? Makes sense, wackadoos travel in packs. He At does. the sight of Iggy taunting Beck, something in Luca snapped. Iggy's smirk shifted to a look of shock as Luca launched himself into his stomach. Iggy's clothes were drenched in the glowing ooze. You jerk, my clothes are ruined. I'm Iggy's gonna... voice began to slur as he struggled to get up. I don't feel so good. Oh Gott! Oh mein Gott! What is happening? Help. I'm sorry, I just... Oh shit. Jahr?
Nächster YouTube ist ein Hack-Angriff Opfer geworden. Also für JP Performance fängt 2023 Shit an. Yahoo. Super. That was intense. I think it's gonna be okay, right? Nothing about this seems The okay. person at the warehouse. This strange ooze and what it did to Iggy. Was Rollo caught up in all of this? Yeah, well, We have to find Rollo. you took the words out of my mouth. Hey. Property of Valentine Fertilizer Company. Looks old. Können auch nicht drüber laufen. Gut. Hier ist auch nichts mehr. Oh nein. Whoa there, little buddies. You startled me. Hallihallo! Oh ja, wenn man die Kamera bewegt, dann sind die Alerts vielleicht auf meinem Gesicht. Das mag passieren. Schieben wir mal hoch. Hallihallo! Danke für den Raid. Was habt ihr Schönes gemacht? Frohes Neues! Ah, da mache ich mal kurz eine Lesepause. Ist auch nicht verkehrt. Und danke, Madmaster. Moinsen. Du nicht, glaube ich, sogar einen Sub gestern geschenkt bekommen, glaube ich, oder? Kann sein. Hier wurden einige rausgehauen. Das hat wahrscheinlich auch Leute erreicht, die noch gar keine Follower waren. Wir haben High on Life angefangen. Nice. Und wie ist? Wir haben heute auch ein neues Spiel angefangen. Zwar Beacon Pines. Ein teils Visual Novel, teils Mystery. Aber es ist wahnsinnig schön. Aber ey, shit's gonna go down. Es fängt gerade an, interessant zu werden, wirklich. Hallo Marcel, hallo. Sau lustig, das ist schön. Ist halt der Rick and Morty Humor. Ah, okay. High on Life ist das mit dem First Person, mit diesem... Ja, wie soll man das erklären? Ich hab mir das angeguckt, was das für ein Spiel ist. Ich kann es leider nicht spielen, weil First Person wird mir meistens sehr schnell, sehr schlecht. Ich wünschte, ich könnte es spielen. Jetzt, wo du es sagst, ja. Ach, die können sprechen, die Waffen. Ach, cool. Ich habe nur Bilder gesehen. Deswegen habe ich das nicht mitgekriegt. Aber wie cool. Ich habe nur gesehen, dass die Waffen Gesichter haben. Aber ja, macht Sinn, dass sie dann auch sprechen können. Ja, nice. Ja, Beacon Pines hier ist ein Spiel, wo es durchaus Dead Ends gibt. Wir sind schon einmal gestorben und mussten dann einen anderen Weg gehen. Das habe ich bei diesem wahnsinnig knuffigen Spiel nicht erwartet. Und gerade ist ein, ich weiß nicht, Eichhörnchen oder so, in so eine grüne Glibberpfütze gefallen und zur Hälfte mutiert. Also, ne? Ist nicht so süß, wie es aussieht. Beacon Pines hatte ich auch mal angetestet. Ich kann es sehr empfehlen. Wir sind jetzt, weiß ich nicht, wann haben wir angefangen damit? Ja, vor knapp 2 Stunden. Ja, ist nicht ganz so cute. Also ist sehr cute, aber halt nicht nur. Sehr, sehr cool. Es ist auch wahnsinnig hübsch. Es ist so hübsch. Jede einzelne Zeichnung von den Tieren ist richtig toll. Also das ist eine mega nice Qualität. Ich habe das Spiel zu Weihnachten bekommen vom lieben Noah. Deswegen dachten wir, machen wir mal heute. Und heute seit 15 Uhr Kopfschmerzen gehen auch nicht weg. Oh, das tut mir leid. Ich habe auch den ganzen Tag schon Kopfschmerzen. Und bei mir geht's jetzt. Ich habe eine Tablette genommen und der Stream lenkt auch ein bisschen ab. Aber ich merke halt, weg ist auch nicht wirklich. Ich wünsche dir gute Besserung. Auch die Maps sind sehr liebevoll gemacht. Auf jeden Fall. Total. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Das Einzige, was man jetzt kritisieren könnte, wenn man wollte, ist die Tatsache, dass sie halt nur so seitlich laufen, wie in so einem Handy-Game. Aber das ist halt auch ein Indie-Spiel. Und verglichen, also, ne, wenn das Einzige ist, wo man sich denkt, ja, ist nicht so toll, dann, naja. Ich habe lieber eine gut funktionierende 2D-Optik letztendlich als eine schlechte 3D-Optik. Also von daher, nö. So, gieße ich mir auch gleich mal Wasser ein und dann können wir gleich weitermachen. Danke auf jeden Fall nochmal für den Raid. Ganz, ganz liebes Danke. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht gestern. Hoffe ich. What in the dickens are you up to in this part of town, hey? Ich bin nicht drin im Spiel, das wird dann schwierig. So. We were just helping look for Rollo. Oh, you haven't heard the good news? Rollo showed up safe and sound a bit ago. Oh, really? So where was he?
It's funny, really. He just got a little turned around in the woods. They can be disorienting, you know. I'm starting to get that impression. Rolo's at his house now, getting some well-deserved rest. Oh, that's a relief. You two should scurry along before you get lost yourselves. Yeah, come on, Beck. I can't wait to introduce you to Rolo. Oh, that reminds me. Luca, your grandmother was looking for you. She was? Ja, du solltest nämlich das Haus nicht verlassen. She was worried sick. You should march straight home. I guess. Beck, your folk might be getting worried too. I'll walk you home. I need to talk with Nelly about work anyway. Beck glanced toward Luca. Ja, gute Nacht, Rio, gute Nacht. Schlaf gut und bis die Tage. I guess all's well that ends well. I'll introduce you to Rolo tomorrow. Sure. Glad he's okay. Nobody said he's okay. Rolo He's just was alive. safe. A wave of relief washed over Luca, which was quickly replaced by a sense of dread. Gran is going to kill me. If he hurried, he might just make it home before sundown. Chapter 4. Fraglich ist, ich kann mir wahrscheinlich nicht mehr merken, wann ich welche Entscheidung getroffen habe. Ich hoffe, das Spiel sagt mir, welche Entscheidung ich schon hatte. Our harvest awaits. Ich meine, zur Not kann ich immer in meine Aufnahme gucken, aber es ist ja ein bisschen... Luca took a deep breath and gingerly opened the door, steeling himself for Gran's wrath. Gran? I'm home. Everything's fine. Gran? Gran? I know it wasn't supposed to go anywhere. I was just helping look for Rolo. Gran? Roxy came over. She was worried about him, so I figured you wouldn't mind if I helped look for him. It turns out Rolo is safe and sound. Gran? Luca was alone. The house was empty. Your Gran's not back yet. I guess that's a good thing. Nothing to do? Now but sleep, I guess. Was mit Essen? Patz, voll aufs Gesicht. Luca was sitting by the pond, listening to small waves lap against a rock. His father sat in a folding chair in front of him. Without turning, he spoke. "Why don't you grab me some nice bait?" "Sure thing, Dad." Luca hopped over to the tackle box and popped open the lid. Inside was a rolling, buzzing mass. Das siehst du, weil da ein Haken dran ist. Ah, okay. Wenn du den Strang aber gerade spielst, ist da noch keiner zu sehen. Erst wenn du durch bist. Ah, okay, danke. We're fishing with bees? Das ist gut. Nicht so schlimmer, als wenn man nicht weiß, wo man schon war, ne? Du weißt, welche Spiele ich meine. Luca's father gave a warm chuckle. "Well, you catch more fish with bees than honey. Pick us out a good one." Luca closed his eyes and plucked out a bee. He could feel its wings struggle between his finger and thumb. Holding it at arm's length, he hurried over. His father deftly baited the hook and examined his work. So, wann bindet man Bienen an einen Fischerhaken? Interesting choice. With a practiced flick of the wrist, the line buzzed in a graceful arc. The water accepted it without a splash or ripple. The wrong choice. But I respect it. The pond began to freeze over. Sometimes we gotta make the wrong choice before we can make it right. Pallid ice propagated across the still surface with an alarming speed. Luca scrambled back as the ground beneath him turned cold. "Dad, I don't understand." "Sorry, kiddo. Understanding isn't always part of the deal." The relentless ice shot through the fishing line toward his father. "Dad, look out!" His father casually wound the reel. "None of it's your fault, you know. Never was." "Dad, we have to go!" Luca grabbed his father's shoulders, trying to pull him away. "Please, you have to run!" The ice crackled as it spread across his father's hand. That's the thing about fishing, Luca.
His chest began to crystallize. You toss your hook in, and you never know what you're gonna pull out. A shock of searing cold ran up Luca's arms. He gave one last death. The chair tipped backwards in a single frozen mass. Luca tried to stop the momentum, but it was too late. He watched the icy form of his father slam into the hard ground, shattering into 1,000 pieces that crowded around his feet. Dad, I don't understand. What does all this mean? The gentle rustle of leaves was the only reply. Ein sehr erholsamer Traum, ich sehe schon. Luca's eyes struggled to focus on the walkie-talkie. Rolo? Faintly, he could hear Rolo amongst the noise. Luca. Rolo, is that you? Luca. There. Rolo, it's the middle of the night. Luca, thank God. Listen, I don't know how long this thing will work down here. Down here? Rolo's voice was coming through more clearly now, but some words were still just static. Listen to me, someone grabbed me yesterday. What? The man in the hazmat suit? It took me some sort of, I think I'm underground. Underground? Are you okay? Kinda. They seem more interested in, for now, at least. Mr. Kerr said you made it become safe. Kerr? No. Trust. He's... Hold on, someone's coming. The signal went silent. Rolo? Rolo, where are Luca you? held still, waiting for a response, his pounding heartbeat marking the passage of time. Okay, I think they're gone. Getting worse. I can barely hear Rolo's you. voice began to fade. Losing signal. Not much time. Mission control. You need to... The treehouse. The treehouse! With that, the signal died for good. What was he trying to say about the treehouse? What's at the treehouse? The antenna! Wants me to use the antenna in the treehouse to get a better signal. Rolo, you are a genius. Luca grabbed the walkie-talkie and sprinted to the treehouse. Habe ich jetzt irgendwo Lippenstift am Kinn, weil nach Lippenstift an der Tasse war? Wir gucken mal eben. Ob ich jetzt lustig... Ja, ich glaube ein bisschen. Schlaues Kind. Sehr gut. Eck. Vielleicht wächst mir auch einfach ein riesiges Horn an meinem Kinn. Das kann natürlich auch passieren. Das weiß ich nicht. Sind meine Finger jetzt auch rot? Habe ich überall Lippenstift? Das kann doch nicht sein. Da war doch nichts. Mach das mal eben sauber. Dass das gleich wieder passiert. Davon, wenn man Lippenstift an der Tasse hat und dann die Tasse ans Gesicht hält, ne? Ja, ja. Sie ist doch sehr hübsch. So. Weiter geht's. Okay, auf geht's. Luca heard a group of footsteps approaching. He dashed behind the bushes to avoid being spotted. So, we all understood our roles. You can count on me. Yeah, I think we need more time. This wasn't the original plan. Mr. Tolliver paused, shifting his eyes to one side. We're all in danger now. I, for one, refuse to sit idly by while that danger persists. Refuse. Harem, you just keep your wits about Mr. you. Tolliver took one long, quiet breath. You're right. You can count on me. I just wish we could have made that deal with Harris Valentine. Her resources would have still come in handy.
As I said, I had no time to contact her after your call this morning. Her plans change. How is Luca holding up? He's fine. Well, you shouldn't lose sight of the fact that this is all... I know very well what all of this is for. We have no choice. Operation Sparkplug has a new objective. Are we in The agreement? three shared a determined look. Good. We'll reconvene after the festival. Hab die im Auge. Ren, why are you meeting with Mrs. Fratterly and Mr. Tolliver late at night? Hey, Luca. Ah! Wie süß, oh mein Gott! Dawn, you scared me. How long have you been there? Okay. Hohe Stimmen sind gerade ein bisschen problematisch, aber... Oh, just a few minutes. Earlier today, I saw Mr. Tolliver and your granddad at the diner together. When my shift at the newsstand was over, they still hadn't left. So I used the greatest tool of any investigative reporter. Time. When they left, I tailed them here. What do you think they're up to? Whatever it is, they seem organized and determined. They mentioned the festival. Yeah, I heard that too. Has your grand been doing anything different recently? Anything strange? She got a phone call this morning and rushed out the door. A call from Hiram Tolliver, it seems. Well, she was either furious or terrified. Or both. Luca, be careful out there. Ja, ist eine kleine Fledermaus, ne? Glaube ich. I think we might be in the middle of the scoop of a lifetime. I will. Oh, aren't you coming out? I'm gonna stay out here for a little bit longer. See ya, Luca. Sie ist so niedlich, oh mein Gott. Was ist eigentlich hier? Waren wir hier schon? Ah, ne, ging nicht, ne? I did it. I changed the sign. Splendid. Did anyone see you? I don't believe you. I don't believe so. You were right. It was simple enough to just rearrange the letters. Odd choice for a prank, though. In situations such as these, odd is good. The two boys shared a mischievous grin. I can't wait for everyone to see the big reveal. It should be quite memorable. Let's make ourselves scarce for now. Alle immer sehr gut, dass sie alle blind sind und nicht sehen, dass wir neben denen stehen. Finde ich sehr praktisch. Wir gucken uns erstmal in der Stadt nochmal um, bevor wir zum Treehouse gehen. Sind wir eigentlich da auch lang? Nein. I'd better hurry up to the treehouse. Okay. We tried. Warte, was? Cool. Oh, Pickless Pond. Oh Gott, gehen wir dann wieder in die Erinnerung. Ist das gleiche wie vorher, ne? Ja, nee, ist okay. Rolo? Rolo, are you there? I'm at the treehouse now, Rolo. Mr. Kerr said you were all right. What happened out there? Dang it, Rolo, where are you? Who's there? Luca could only see a cloaked shape behind the rocket. I've got weapons in here.
So you better come out right He now. strained to hear as a muffled voice began. Weapons. How could you hurt something that's already dead? Fear gripped Luca's throat. Who are you? What? You don't recognize me? I guess I don't even recognize myself Luca stared at anymore. the ground for a moment, trying to place the dampened voice. The figure shifted slowly from behind the rocket, revealing itself to Luca. I'm a monster. And now they hunt me like the beast I am. Luca reached over empathetically. Iggy's tone jolted to dejected anger. Don't judge me. This is all your Luca fault. slumped to the ground, overwhelmed by guilt. I'm so sorry. I didn't mean to. I lost control. So you can control yourself for a second, and I get to be like this forever. Du warst auch vorher immer dauerhaft ein ziemliches dummes Arschloch. Also, ich habe nicht ganz so viel Empathie gerade, aber ja, well. There must be a way to fix this. Oh, you're gonna be my savior now? Perfectly, Luca, save the day. With this positive attitude and the power of friendship. None of this matters. There's no time. They are after me. They chased me all through Wheatwood. I only came here to hide. Hide from who? Who's after you? Luca. Luca. Rolo? It's not safe, Luca. Luca. Rolo, where are you? The treehouse. I'm at the treehouse, Rolo. Where are you? No. Luca, the treehouse isn't safe. They said they were going to the treehouse. I was trying to tell you to stay away from the treehouse. Who said they're going to the treehouse? The clipboards. What did I tell you? Those perennial harvest buckadoos are after me. They've been chasing me, yelling questions at me. What sort of questions? They were saying the same stuff they always do, but it's different now. Less asking, more threatening. We're gonna figure this out, Iggy. Yeah, well, thanks. Hello. Is anyone present in this burial domicile? Crap, they found me. Luca, what's happening? Don't panic. You stay here and I'll see what they want. Hello, Mr. Van Horn. We would love to hear your thoughts. Do you have time for an informal chat? We will be brief. Your time is valuable to us. Be down in just a second. Of course, of course, of course, of course, of course, of course. Good. We have a problem. Luca, you gotta get out of there. Who's out there? Is it them? Yeah, it's the clipboards. A bunch of them. How many? Maybe all of them? And yeah, you were right. They're saying the same stuff, but with the creepy knob cranked to 10. Might young Iggy be present? We would love to hear his thoughts. Iggy slumped to his knees. I don't know what to do. I'm just too tired. Luca, what do we do? Luca grabbed the walkie-talkie and headed for the window. Follow my lead. Luca and Iggy climbed up the back of the treehouse to its roof, where Rollo had constructed his MCDC, the Mission Control Defense Cannon. From behind the crowd of clipboards, William Kerr strode forward, a warm smile on his face.
Iggy, well, there you are. You gave all of us a heck of a scare. Go away. Just leave me alone. I'm sorry, Iggy. But no can do. Don't worry though, we are here to help. Help. Then why were you chasing me? Luca, can you talk some sense into your pal here? Just look at him, he's not well. What's wrong with him? What did that gunk do to him? Well, that's a pretty honking big question, Luca. All you need to know is that he's sick. He's real sick, Luca. I just need you to let us up there and take care of him. He told me Rolo was okay, that he was back at his place resting. Well, he is. Poor fella just got a little lost. That's a lie. That is a hurtful thing to say, Luca. I thought we were buddies. Why? Because he lets you ramble on like a wackadoo? Nobody likes you, you creep. His smile faltered. Why don't you pop on down here so we can have a face-to-face? Yelling like this is gonna give us all a heck of a sore throat. And who wants that? Luca's grip tightened on the MCDC. What did you do to Rolo, you liar? Well, shucks, Luca. The only teeny tiny fib I told you was that he was at home. He is resting, and he is perfectly safe. For now, at least. What happens to him next is up to you, Luca. Look around. You're in quite the pickle, and I'm the only person in the whole wide world who can help you. You get to decide how this ends. Well, fuck. Luca's mind raced. He was caught in a trap. What do you do when there's no hope? He wiped his cheeks with a sleeve. What are you gonna do, Luca? Luca drew himself up and decided to take the only option they had left. Fight. Luca drew himself up and decided to take the only option they had left. Das sieht schon so vertrauenserweckend aus. Ja, haben wir vorhin auch schon drüber geredet. Die nette Hyäne mit dem keckelnden Grinsen auf der Fresse. Ja. He swung the mission control defense cannon around, aiming it confidently at the smirking face of William Kerr. Ach ja. No. Hey, Mr. Kerr. Luca summoned his most insolent demeanor. Rolo sends his regards. Das hat's ja gebracht. Hey. That was uncalled for, more than a little rude. And just plain unsanitary. Luca, I really did think we were good pals. What a shame that it's come to this. Kerr turned his back on the two boys. And this. With a nonchalant wave of the hand, he made... Oops, sorry. Oopsie. Mein Finger As zu the schnell. clipboards began to slowly advance on the treehouse, Luca looked to Iggy with resignation in his eyes. The end. Fuck. Ja, wir haben es versucht. Ne? Wir haben es versucht. That escalated quickly. Maybe discretion was the better part of valor here. Let's Aber put wo? a pin in this for now. Schön. Ja, hier können wir leider nur fighten. Das heißt, wir müssen woanders weitermachen. Ah, hier können wir mittlerweile auch strugglen. Ja, wir bleiben erstmal auf dem Branch. Ich finde es übrigens cool, dass sie einen Baum auch genommen haben, weil es sind ja auch Branches, die man letztendlich geht. Gut, hier werden wir dann nicht zu strange. Hier werden wir tickeln. Beides verstehe ich nicht, aber ist ja auch egal. So, zurück zu bevor die Katze in die Gülle gefallen ist. Well, time to bust out the tickles. Hey Tish, wanna see something cool? Yup.
jacket. Beck lunged forward and began to tickle under Tish's arms. But Tish, is she tickling you? Hello. 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 Tears began to form in Tish's eyes as she gasped for breath between gales of laughter. Yep. Beck redoubled her efforts until Tish finally had had enough. Yeah. What just happened? She seemed nice. Sorry for interruption. I think you were just threatening us? Iggy's eyes darted around, a realization dawning on his face that he was now outnumbered. I just remembered I have somewhere to be. See you around, you Iggy kid. kicked at the puddle before making his escape. Oh no. Oh no. Whoa. What a little creep. Beck, I think you got a little ooze in your hair. Beck shook the ooze out of her hair as best as she could. Oh no. Is it bad? Well, it depends. What are your feelings about having a more mature, refined look? Oh God. Na gut, wenn's so das ist. Toll, wie der Chapter 4. The best policy. Luca paused for a moment, catching his breath. He'd only just met Beck, and somehow he already managed to drag her into this mess. Hopefully he could make it up to her. But finding Rollo was his primary concern. Brücke, what the hell are you doing out here? And why did a kid with grey hair just run past us in panic? Roxy and Fitz looked drained. Ich finde, Fitz sieht übrigens aus wie so ein Psychokind. Also das Eichhörnchen. Das Eichhörnchen macht mir Angst. Ich mag das Eichhörnchen nicht. It was clear they'd spent all day searching. Zu menschlich das Gesicht wahrscheinlich auch. Vielleicht, ich weiß nicht. That's Beck. I don't care who she is. What happened? We were just helping look for Rollo. Luca, I need you to start telling me the truth. Roxy's temper could often be dismissed as the impatience of an older sibling. But this was the most intense Luca had ever seen her. Her eyes were wild and unfocused, looking straight through Luca. We're running out In of a time. torrent of rambled words and tears, Luca broke down. Rollo and I were just playing in a wee boat yesterday. We were investigating lights at the old Valentine warehouse. But someone was there, in a strange suit. And we hid in the dumpster and had a heavy bag dropped on us. And I think it was a body. And so we ran, but we got split up. And I ran home. And it's all my fault. And now my best friend may never come back. Oh. Just... wow. Roxy, still exhausted and angry, softened briefly as her eyes hunted the ground in thought. With a determined sigh, she looked up at Luca. It's not your fault, Luca. Rollo's gonna be okay, I promise. Roxy drew herself up. I'm gonna fix this. Luca, go home. But I want to help. It's too dangerous for a kid. I can't just sit around. I have to do something. Roxy tried to think of the safest place to send Luca. You go back to that little treehouse you two like to play in. Wait there in case Rollo shows up. Sounds like a plan? Luca wiped his cheeks and gave a quick nod. You did the right thing, telling me the truth. Now, scoot. Do you really believe his story? What other option do we have? Things that have been strange around here leading up to the festival. My dad has been acting weird lately. Well, weirder than normal. Looking into the puddle, Roxy rubbed her arms to warm up. Why is it so cold here? This place gives me the willies. Okay, auf zum Atem. Was so schön heißt. Wenn wir uns jetzt irgendwas angucken, will ja auch nichts verpassen, so, ne? Manche Sachen hat man sich ja theoretisch jetzt auch noch nicht angeguckt, aber nee, gar nicht, ne?
Ganz kurz checken. Ist ja nicht verkehrt. Nö. Okay, wird erst später relevant. Weil, immerhin existiert es ja. Aus dem Grund. Übrigens, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist, ob Leute wieder rausgeschmissen wurden oder defollowed sind. Aber durch den neuen Follow von Madmaster, glaube ich, sind wir nur einen Follow von einem vollen 100er entfernt. Falls das noch der Fall sein Mr. sollte. Nuncree jumped with a start. Oh, don't sneak up on an old fella like that. Sorry. Who were you talking to? What? Luca motioned to the phone booth. Oh, no, I was just checking because I thought I heard it ring. But the dang thing never does, of course. I've never seen anyone use it, really. Well, the whole thing's a waste of money, if you ask me. Any word from Rolo yet? Not yet. Long time for a boy to lose his way. Also wieder Handvoll, damit die Zahl nicht mehr so knapp aussieht? Ich geb dir gleich. Rolo knows these woods too well to get lost. I suppose you're right. Billy Boy's antics have this whole town worried sick. Antics? Well, we all know Rolo likes to play his little pranks. You think this is a prank? What other possible explanation could there be? He's not playing a prank and he didn't get lost. Someone took him, I know it. How would you know that? Unless... Luca, is there something else that you know? Mr. Nuncree gently placed one of his substantial hands on Luca's shoulder. Dang it, boy, if there is something you know, something that could help your friend, you need to tell folks. Luca peered up at Mr. Nuncree. Kind eyes Ich trau warmed a dem stern nicht. face. There was a deeper emotion hiding beneath it all. It was subtle, but Luca could sense something eating away at him. Okay, wir können nur Shame nehmen aktuell. There was a shame lurking behind those eyes. A deep sadness. If Mr. Nuncree was that worried about Rolo, maybe he could help. Hat er selber mal wen verloren? Creepy old guy not telling what he thinks. Nah, he seems legit. Yeah, maybe he just has lost his son or something? I don't know. Yesterday, Rolo and I were messing around at the old Valentine warehouse. Mr. Nuncree raised an eyebrow. Both of you. You were with Rolo when he went missing. Not exactly. I was hiding in the dumpster. The dumpster. Musik voll aufbauend, ja. Happy Clappy Musik. What were you doing in there? At first, we were just looking around. And then someone in a strange yellow suit came and dumped something on us. Both got scared and ran. That was the last I saw of him. You got scared by some garbage? Well, that's why you don't go skulking in someone's dumpster. Well, it wasn't garbage. I think it was a body. I'm sure it was just some trash. There was a name tag. It said Deep Engineering. Mr. Nuncree's shoulders slumped. I wish you wouldn't have said that. A deep sigh bellowed from his chest. Well, fuck. Why did you have to? I tried, Luca. God knows I tried to keep you safe. Luca attempted to take a step back, but Nuncree's hand clamped down on his shoulder. But you Van Horns just can't help yourselves, can you? We were all so close to being done with With a this. firm shove, Nuncree Der Blick, ey. manhandled Luca into the phone booth. What are you doing? It's out of my hands now. The door latched shut with a mechanical hiss.
Das war der Hiss. Oh Gott, ich will dich schon wieder eine Erkältung kriegen. Ah, sorry. Shit. As Luca pounded the glass, the floor dropped from under his feet. Dankeschön, ihr Süßen. Und danke, Fuba. Hallo. Schönen Abend. Richtig gute Effekte. The inside of the phone booth was now a loose capsule plummeting at gravity's whim. Luca winced and pressed his hands to the walls. As he braced for impact, the capsule hurried to a surprisingly smooth stop. He felt a cold rush of air and opened his eyes with hesitance. Two large figures in hazmat suits occluded his view. Luca heard the deep, resigned voice of Mr. Nuncreed over an intercom. He knows too much. The end. Well, fuck. Again. Wait. No. No? This isn't the end. This isn't the end. I know there's still much more. Somehow this went wrong. Okay, let's try something else. Okay. Da kommen wir erstmal nicht weiter. Da auch nicht. Da haben wir keine andere Option. Hier haben wir auch beides. Wir müssen diesen Teil erstmal verlassen. Na super, Nini hat Luca gekillt. Mal wieder. Erst das 3. Mal. So. Dann müssen wir. Haben wir auch schon beide Sachen gemacht. Hier sind sie egal. Okay, unsere einzige Option ist, hier weiterzumachen. Warum habe ich Chevy Tree Friends Vibes? Nur weil es ein Tree ist, oder? Und weil es Tiere sind? Aber es sind echt keine Happy. Und eher so very traumatized Tree Friends. Heute gibt's Hirsch zum Abendbrot. Oh, Alter. Heute Abend esse ich noch meinen Rest Gulasch. Es ist aber nicht Kirschgulasch. Zurück zum Anfang. This is a story about struggle. This is a story about struggle. Luca could hear a machine humming somewhere nearby. He felt around wildly, searching for something, anything that could help. His hands found a hard object, maybe a tile? He yanked it free, lifting the cold stone. Let me go! Luca swung the tile as hard as he could at the shape that still held fast to his leg. He heard the crack of glass as the stone hit the assailant's mask. With a muffled yelp, the hand let go. Luca was free and scrambled to the door. He never looked back once on the long run home. Chapter 3. Jetzt weiß ich auch, ich habe vorhin in Walkthrough geguckt, nicht um mich zu spoilern, nur um zu gucken, wie viele Kapitel es gibt. Und da stand dann immer so, ja, Kapitel 1, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 4. Und ich war nur so, hä? Jetzt verstehe ich, warum das immer hin und her gesprungen ist. Happy Tree Friends war eine süß gezeichnete makabres Blätter. Ich weiß, was Happy Tree Friends ist. Klar, natürlich weiß ich das. Ich habe das sogar auf DVD. Ja, ja. Als Kind fand ich das lustig. Heutzutage finde ich das gar nicht mehr so lustig. Ich habe sogar den Hirsch, oder Elch, keine Ahnung, den blauen Hirschelch, als Plüschtier. Da fällt dann so das Auge raus. Und das kann man dann wieder einsetzen. Nee, ich meinte nur, weil es ist nicht Happy Tree Friends, weil die halt nicht happy sind. Ich kenne halt Happy Tree Friends, klar. Aber es gibt den Baum und es gibt die Tiere. Aber happy ist ja halt nicht so viel. Deswegen meine ich das. Ich habe die Box. Geil. Ja, es ist schon makaber. Makaber. Die vor 20 Jahren in meinem Freundeskreis recht beliebt war. Ja, same. Everything's fine. Sagte der Hund, umgeben von Flammen. The next morning, it was quieter than usual at the breakfast table. Only the sound of silverware and chewing interrupted the awkward silence. I finished jarring a mess of jam last night. So that'll need to get delivered into town today. Okay. So, what did you and Rolo get up to yesterday? Rolo
had things to do, so I just sort of poked around town. I've set the jam down by the front door. There's 2 badges to drop off. One for Mr. Tulliver at the Bag and Wag. Another for Mrs. Fratelli at the diner. Oh, and Mr. Nuncreed, he said he wanted some more. Oh, I suspected as much. Yes, he seems to have taken a particular interest in my jam. There are some extras in the basket for that enthusiastic gentleman. Just make sure Fratelli and Tulliver get the ones on top, because they have No problem. off with you now, while the day is still young. Okay. Kinder so, was ist das für ein Geräusch? Kenne ich nicht. Hello, it's Juniper Hartford. Before you hang up, just hear me out. I have a business proposition. The simple matter is we both have the same problem that needs solving. Very well, we can meet tonight. Was? Oh, süß. Oh, süß. Oh, ich bin kurz am Schmelzen. Be right back. Okay. Wie habe ich den denn gesprochen? Der kam so lange nicht vor. Oh, sorry about yesterday. Roxy can be so annoying. But good news, no more boring chores for me today. Did you make it to the old Valentine warehouse? So, what did you find? Give me the dirt. Something happened. There was someone else there. What? Who was it? Was it aliens? I knew it would be aliens. No. Zombies. No. Alien zombies? What else could it possibly be? Rolo, I've got to deliver these into town first. We can catch up after. Ooh. Is it a whole thing? It sounds like a whole thing. Yeah, we shouldn't talk about it here. Meet me at the treehouse tonight. I'm not sure what this treehouse is that you speak of. Meet me at mission control. Roger that, Space Cadet. Es ist schwer, als übertragen helfen kann, du Arsch. Warum hat Oma denn auch keine Tüte? Das ist voll doof zu tragen. Wait, what's your step? Oh, sorry. Oh, there was a whole family of beetles here. They've gone missing. I thought they just sort of wandered around. Everyone has a home, Luca. Even Luca beetles. checked the soles of his sandals. I think we are okay. It's weird that they're gone. They went missing when the festival preparations began. So you think the noise scared them away? Something like that. Just watch where you step, okay? Was mir übrigens aufgefallen ist, noch mehr als Omen-Zeit und der Vorgänger davon, Stories, Path, Destinies Kram, erinnert es mich an die Zero Escape Games. Weil man wirklich richtige Dead-Ends hat, wo man stirbt und dann woanders weitermachen muss, damit man irgendwann in allen Strängen wahrscheinlich, entweder in allen Strängen oder halt in dem einen Strang, zum wirklichen Ende kommt. Was sehr geil ist, denn ich liebe die Zero Escape Games. Wenn ihr sie nicht gespielt habt, sie sind sehr gut. Inklusive AI The Somnium Files übrigens, auch sehr gut. Mr. Wilder, I trust you have time to chat. Heiress Valentine, oldest of Sharper Valentine's children, and heir to the Valentine fortune, had a way of making questions seem like demands.
Oh nein, er ist wieder soweit, ne? Certainly. What seems to be the problem? Mr. Wilder had learned to assume that if he was hearing from Eris, it was because she had taken issue with something he had put in the paper. I couldn't help but notice that the front page of this morning's paper was consumed with stories about this silly festival. Well, yes. That is the news of the day. But there is no mention of the museum, nor the foundation through which it was endowed. I'm sorry, Miss Valentine. My readers are more so interested in this town's future rather than any one family in particular. There was a time, Mr. Wilder, when the goings-on of my family was the only thing this town cared about. Well, things change, madam. And you know, change is dangerous. If you finish that thought, I will make that monocle a permanent fixture of your anatomy. My apologies. Good day, Miss Valentine. Did I give you the impression this conversation was finished? Mr. Wilder averted his gaze and began to polish his monocle. Well, good day, Mr. Wilder. Können wir auch nicht mitreden? Okay. Last Chance Diner. Kein Plan, wo wir hin müssen. Ah, das ist das Eichhörnchen. Huddled at his counter, Hiram Tolliver was meticulously shining apples. Ich find's auch geil, wie die einem sagen, wie der Laden von dem heißt. Steht nur leider nicht dran. More accurately, Hiram Tolliver was meticulously shining one apple. Hello? With a yelp, Mr. Tolliver fumbled the apple, flailing at the air as it fell. Oh, sorry. Ah, no bother, no bother. He leaned forward and lowered his voice. I see you have something for me? Yeah, Gwen had some gem I'm supposed to give you. He leaned in a bit further. Jam? Yeah, these ones on top. She wrote your name on Mr. them. Tolliver leaned back, speaking loud enough for anyone to hear. Ah, yes. The jam. Thank you so much for delivering the jam to me. He reached forward and snapped up the jars of jam, giving Luca a little wink. I shall put it on my store shelves post haste. Okay. I should finish my deliveries. Of course. Of course. Leaned in for a final whisper. Of course. Geil. Okay, ich hau mal mit der Marmelade gegen. Melon Kicker. Okay, reicht. Soll ja nicht kaputt gehen. Do you keep the ice cream cold? We keep them on ice. Where do you get the ice from? I don't know, somewhere cold. Do they keep somewhere cold? Look, Bird, do you want some ice cream or not? No, I'm good. Müssen wir da noch was machen? Oder gucken wir ja nur das Video? Nee, das kennen wir schon. Okay. Das kennen wir schon. Das war einmal langweilig. Das ist auch ein zweites Mal langweilig. So. Anger from the past, mistakes not yet made, and a glimmering hope for the future. He carried them all in equal parts everywhere he went. Oh heavens, what a burden to bear. Hallo? Hallo? Ihr seid alle scheiße und unhöflich. Tschüss. Die Hintergrundmusik erinnert mich so ein bisschen an Doki Doki Literature Club. Weiß nicht, ob das gut ist. Wenn wir uns daran erinnern, wie das Spiel verläuft.
muss ich das denn hinbringen? Achso, er kriegt ja auch eins, ne? Scheiße. Kacke. Haha, hi. Got some jam for you, Mr. Nuncreed. Oh, Luca, you seem chipper. Well, aside from being on delivery duty, it's a Mr. nice day. Nuncreed eyed Luca for a moment, then nodded in agreement. Pass. I suppose it is. Das Lustige ist, wenn der böse guckt, ne, erinnert er mich an meinen Opa. Nicht gut. Mein Opa hatte auch so Glubschaugen. Und wenn er sauer war, dann, ne, hatte der nämlich dann auch diesen Blick, den er hat, wenn er sauer ist. Und die Tatsache, dass er ja auch so ein Opa ist, macht die Sache echt nicht besser. Gott sei Dank wurde ich nicht von meinem Opa getötet. Danke. Danke dafür. So, do you want your jam? Oh, right. Usually Juniper drops those off herself. I guess she's busy Luca today. handed the jam to Mr. Nuncreed, and Also he ich brauch nestled den- it with both hands. Ich brauche die scheiß Marmelade nicht. Ich wollte deine Oma bumsen. Well, I just have to finish this batch off quicker than normal. You tell her to go ahead and get started on my next order. You got it. Lass meine Oma in Ruhe. Don't you fucking touch my Oma. I'd better not dilly-dally. Gotta get this jam delivered. Ja, aber wohin denn? Wo ist denn fucking Mrs. Fratelli? Wir haben die noch nie irgendwo gesehen. Wo arbeitet die? Hier schon mal nicht. Hallo. Ricardo. Good afternoon, Luca. Can I help you find something? Maybe, maybe not. Try me. Well, there's been some weird stuff going on at the old Valentine warehouse. Can't say I know anything about the old warehouse. But empty houses don't stay empty for long. Kato motioned to the book in front of him. The more I read about bees, the more similarities I see with people. If a hive collapses and fails, it doesn't stay empty for long. A new queen will set up shop pretty quickly. If you're saying it would, so you're saying it would make sense for someone new to start using the warehouse? Nature is abhors a vacuum. Hey, Chase. Oh, hey, Luca. Have you seen this new issue of Hank Atomic? Not yet. No spoilers, please. It's awesome. It's a flashback. No spoilers, please. We get to see how mild-mannered Henry Adams becomes. Hank Atomic, man of space justice. Chase, no spoilers. Oh, sorry. My point is, you're gonna love it. Alright, Chase, catch you later. Roger that, Space Cadet. Ist ein Arsch. Wie oft soll ich das noch sagen? Himmelkopf. So, wo müssen wir hin? Wo ist die denn? Kann man hier in diesem Coffeeshop oder so? Waren wir noch nicht, ne? Oh Gott, was haben wir da alles verpasst? Hier kommen wir nicht rein. Town Hall. Wir waren noch nie in der Town Hall. Wir können nicht in die Town Hall, Gott sei Dank. Wo ist das denn? Ah, ist das ganz drüben? Nee. Er sagt ja not dilly dally. Aber hier ist doch sonst niemand. Hier ist doch nichts. Wo ist das Eichhörnchen? Das ist ein bisschen doof. Achso, nee, das wollte ich nicht. Es wäre jetzt gut zu wissen, wo Mrs. Fratelli hockt. Nirgendwo, wo wir bisher waren. Deswegen. Noah, bist du da? You can tell those jerks it doesn't matter how many boxes they pile up, I ain't moving. Im Café, oder? Wir waren noch nie im Café. Ich kam da bisher nicht rein. Also hier unten komme ich nicht rein. Das geht nicht. Der geht da nicht hoch. Und oben kamen wir bisher nicht rein. Deswegen habe ich mich gewundert. Nee, wir kommen hier nicht rein. Bist du dumm?
da nicht rein. Nach oben? Wie nach oben? Das nicht am Dorfplatz oben rechts? Ach, hier? Oh. Ja, hier waren wir einfach noch nie. Ich wusste nicht, dass das ein extra Weg ist. Oh, okay. Ja, nun. Ja, gut. Unangenehm. Da haben wir bestimmt auch wichtige Sachen verpasst. Befürchte ich. Hey, Dawn. Dawn had dreams of becoming a big-time reporter. At night, she searched for the story that could be her big break. By day, she hawked papers at the newsstand. I got you in jam delivery, eh? Yep. Hey, Dawn. Have you noticed anything weird around town lately? Sort of weird things. Du hast vorhin noch sogar den Wegweiser zum Café gelesen. Ja, sorry. Morgen Stimme weg wegen Dorn. Ja. Stuff going on at the old Valentine building. You might say I've heard some things. I'm working on a story about it right now. So what's going on? Can't say quite yet. I still need to follow up on a few leads. Keep me in the loop, okay? Sure thing. Have you seen the new kid around yet? New kid? I came in from the big city. Her parents both got jobs here. But get this, one of them is working for William Kerr and Perennial Harvest. The other is working for Harris Valentine. And the Valentines represent Beacon Pines' past. Perennial Harvest has positioned itself as its town's future. Just made for some interesting dinner table conversations. I can imagine. Hello. If I could just be left alone, young Mr. Van Horn. Oh, sure. Sorry to bother you. It's just that Mr. Kerr has asked me to make the opening speech at the festival. Being mayor and all, you might expect me to be a charismatic speaker. The truth is, I'm terribly nervous. I really don't think I'm cut out for this sort of thing. Cut out for being mayor or for public speaking? Both, I suppose. I never really chase any of this. It's more of a duty to my family, for our legacy. That sounds like a heavy burden. As for the festival, just speak from your heart. I'm sure it'll be great. Also nochmal Sachen angucken. Geht nicht? Okay. Well, if it isn't my favorite little gem runner. Hey, Mrs. Fratelli. Look at She you. leaned forward and pinched Luca's cheek. You're all skin and bones. Is your grandma feeding you? She is, it's just... I understand. You know, I taught your mama how to cook back in the day. You may not even remember, but you and her used to help out in the diner. See that picture over there? That's you helping your mama back in the day. So cute running around in your little apron taking orders. The whole situation just breaks my heart. What happened with Eleanor? Mutter hieß Eleanor? Eleanor! I've got a feeling she's out there somewhere yearning to be with you again. Few things in this world can keep a mother from her Luca son. shifted the basket uncomfortably. Oh yeah, so let's see Mrs. here. Fratelli lifted the cloth and inspected the jam. Looks like I'm your last delivery. I'll hold on to the basket until the next time I see Juniper. You tell your gran hello from me, Luca. Will do. Hey you. Anchovies or pineapple? What? Don't think. Just answer. Pineapple. Why? How old are you?
Perfect, follow me. Who are you? Anyone ever tell you you ask too many questions? Just try to keep up, okay? What just happened? Hey, what a crazy coincidence. Here's my new friend I was just telling you about. Oh, that's wonderful. Yeah, we just hit it off. Oh, really? Get this, his favorite pizza topping in the whole world is pineapple. Oh, and what is your new little friend's name? Beck locked eyes with Luca. The look on her face was equal parts expectant and desperate. Luca Van Horn, nice to meet you. I'm Nellie and this is Alona. Oh ja, Beck's parents. Yes, nice. Same-sex parents, nice. Chige, ich muss jetzt eigentlich ins Bett, wollte dir aber noch schnell frohes Neues wünschen. Ja, dankeschön. Dankeschön, dir auch. Warst du schon länger hier? Habe ich das nicht mitbekommen? Ich hoffe, du hattest einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ja, gute Nacht. Bis bald. Dankeschön. Aloha. Mensch. Hallihallo. Ja, Grüße zurück. Hallo, Sean. Sean, da spreche ich das überhaupt richtig aus? Richtig peinlich, wenn nicht, ne? Dankeschön für den Raid. Wie komme ich denn zu der Ehre? Ja, ich weiß, du hast gestern einen Sub geschenkt bekommen in der Madness des Silvester-Streams. Ja, moin. Ihr Lieben. Hallo, Selch. Hallo, Markus. Hi. Moin. Hallo, Janis. Ist es Lannistan oder Janistan? Ich weiß es nicht. Oder ist es Ian Eistan? Who knows? Das stimmt, habe ich gesehen. Ja, ich dachte mir auch nur so, Gott, die wird sich wundern. Die war hier wahrscheinlich noch nie und kriegt einfach so random Shit geschenkt. Was ich auch nicht so ganz verstanden habe, denn ich glaube, Leute, die auch noch gar nicht reingeguckt haben, aber manchmal, ne, die Tiefen von Twitch sind unergründlich oder so. Oh Gott, ja, ich glaube dir gar nichts. Ist ein L, okay, allein ist okay. Nein, Ian Eistan hätte ich auch richtig gut gefunden. Oh ja, vielen, vielen lieben Dank. Ja, wir sind mittendrin in Beacon Pines, einem neuen Indie-Game. Ich glaube, seit ein paar Monaten draußen. Und danke, Shana, für deinen Follow. Vielen lieben Dank. Ich bin schon mal bei Markus rübergeratet worden. Ah, I see. Das heißt ab sofort auch einfach Ian heißt. I am very sorry. Ja, wir sind mittendrin in Beacon Pines. Es sieht sehr süß aus. Es ist nicht so süß, wie man denkt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es ist basically ein Graphic Novel Mystery. Und wir hatten vielleicht schon den ein oder anderen, das ein oder andere Dead End. Und Dead End war auch sehr wörtlich gemeint. Ja, es ist nur so, oh, okay, oh, ja, wir sind tot. Okay, wir fangen nochmal woanders an. Es ist so ein bisschen, womit habe ich es vorhin verglichen? Mit den Zero Escape Games, die ich sehr mag. Aber auch so mit Omen-Zeit oder so. Aber es ist so nice und ich bin so gespannt. Und keiner fucking Sau kann man hier trauen. Es ist richtig nice. Meine Stimme geht nur langsam so ein bisschen zur Neige, weil, naja, wenn man so viele verschiedene Stimmen voicen muss. Gott sei Dank, wenigstens der Narrator ist gesprochen. Sehr, sehr nice. Kultig. Ey, es tut mir so leid, so leid, Landestin. Es tut mir so leid. Mensch, Ian, schön, dich kennengelernt zu haben. Gott, mir ist auch viel zu warm hier drin. Ich hätte Fenster aufmachen sollen, ey. Aber ich bin zu faul, um aufzustehen. Ach was. Ja, jetzt ist sowieso vorbei einfach, ne? Jetzt ist der Zug ist abgefahren. Ja, ich würde sogar sagen, dass wir es heute eventuell sogar durchspielen. Ich weiß es nicht. Sei denn, meine Stimme ist irgendwann einfach weg. Je höher die Stimmen werden, desto schwieriger wird es schon wieder. Bleibe trotzdem Follower. Nice. Finde ich nett. Ist das hier schon Follower? Ups. Na, ja? Ach, scheiße, ich krieg's nicht mehr hin in letzter Zeit. Ja, wusste ich natürlich. Ja, schön, dass du hier bleibst. Bin ja nicht so Mimosen-Markus, einfach albern unterwegs. Mimosen-Markus, auch schön. Muss ich mir auch merken. Ja, vielen lieben Dank. Und wenn es euch nicht stört, es sei denn, ihr wollt das natürlich selber spielen, dann hat das natürlich auch, ne, nimmt es euch wahrscheinlich die Mystery weg, wenn wir euch jetzt spoilern oder so. Das verstehe ich vollkommen. Ansonsten einfach mal wishlisten oder guckt vielleicht so ansonsten ein paar Minütchen rein, um zu schauen, ob es was für euch ist. Dann spoilert es auch wahrscheinlich nicht so. Aber ja, wir sind der kleine Luca hier. Unser Vater ist tot, unsere Mutter ist verschwunden und hier gehen ganz komische Dinge vor in der Stadt.
Ne, komische grüne Gülle läuft aus, Leute verwandeln sich, Leute wollen uns umbringen, wenn wir zu viel wissen. Es ist, wie gesagt, nicht so knuffig, wie man denkt. Ja, du slide mal raus, du, aber stolper nicht, ne? Stolper nicht. Wollte das noch gamen, völlig verständlich, kann ich komplett empfehlen. Bin dir gefreut, dass du deinen Cosplay vom Clown bei Thimbleweed gezeigt hast und dem... ja, ich erinnere mich. Ja, die guten Thimbleweed-Cosplays. Ja, danke erstmal, dass ihr da seid. Und wenn ihr bleiben wollt, gerne lasst ein Follow da. Vielleicht haben wir jetzt sogar gerade die 900 voll gemacht. Ich kann das nicht nachgucken. Ich könnte nachgucken, ich bin zu faul, um nachzugucken. Könnt ihr selber nachgucken, ne? Ob ihr noch einen 100er hier voll machen müsst. Just in case, könnt ihr natürlich reinfolgen, ne? Man weiß ja nie. Doppelt, dreifach hält besser. Und wir machen mal weiter. Ich wünsche euch ein frohes Neues. Und wir gucken mal. Wir werden gerade vorgestellt von Beck, ihren beiden Müttern. Wir haben keine Ahnung, basically, wer das ist in diesem Branch der Story. Wir sind offensichtlich ihr neuer bester Freund. Hier, guck mal, 8,99 €. Ja, siehst du mal, da fehlt ja noch einer. Ihr habt jetzt die Chance, die 900 voll zu machen. Nicht, dass Zahlen wichtig sind, aber Jahr 2023 könnte halt auch sonst noch sehr traurig verlaufen. Das muss ja nicht auch traurig anfangen, ne? So, wir machen weiter. So gut ich noch kann, auf jeden Fall. Beck gave Luca a quick nudge. Oh yeah, Beck told me all about you. Ori feels like we've known each other for years. Ja, alles gut. Der Leuk ist auch sehr entspannt, habe ich mir sagen lassen. Smooth, ich weiß. They both can't stop obsessing about me making friends. Oh, darling, we never doubted you. It's just that for children with fewer than 5 close friends, the probability of a stunted development doubles. Habe ich mehr als 5 enge Freunde? Habe ich 5 enge Freunde? Also was ich basically als 5 enge Freunde betiteln würde? Das ist belastend, ey. Ja, alles gut. Ey, mach dir was zu essen. Ich sterbe ja auch so ein bisschen vor Hunger, von daher fühle ich das. Guten. Well, one down, 4 to go, I guess. What Nelly means is that we just want this move to be as easy on you as possible. You can relax. A friend has been friended. This calls for a celebration. Look, you must join us for dinner tonight. Dinner? Das erklärt vielleicht einiges in meiner Vergangenheit. Oh, well. Ich finde, weiß ich nicht. Also meistens hat man doch so 1, 2, 3 beste Freunde. Und der Rest sind halt Freunde. Und dann kommen lockere Freunde, Bekannte, Acquaintances. Und dann einfach nur Menschen, die ich kenne, mit Namen. Und dann kommen Menschen, die ich kenne vom Sehen. Oder? Und das wird auch immer größer. Ne? Beste Freunde ist ja schon so die Spitze der Pyramide irgendwo. Wow, another coincidence. I actually already asked him and he said that he would love to. It's just wonderful. In that case, we should pick up some groceries. You two don't get into too much trouble now. Correct. Correct voice incoming. Wow, can't believe that worked. Thanks a ton. You're welcome. I owe you one. My moms are great and all, but they can be a bit much sometimes. Our house is the little cottage next to that big mansion place. Wait, you live on the Valentine estate? Yeah, that's the spot. Meet me by the big creepy gate. They'll be late. Or I'm back to square one on this whole friend grift. Great, see you there. Ich frage mich, was letztendlich der Weg sein wird, der dann der Weg ist. Nun. Was müssen wir jetzt machen? Okay, wir gehen nicht zurück zu Oma. Aber Oma hat auch nicht gesagt, dass wir wiederkommen müssen. Das ist gut. Hallo, du bist neu. Du bist ein Faultier. Nice. Hallo. Okay, ist ein bisschen süß, ne? Good morning, Jeff. Den soll ich nicht ernsthaft sprechen, oder? What's so good about it? Scheiße. Muss ich meine Ransom-Voice rausholen, ey. Dann bin ich in 5 Minuten einfach stumm. Another day, further down the tubes if you ask me. Come on now, it's not all bad. The festival is coming up. The festival.
Old man Valentine used to put on cockamamie shinings all the time. And where did that get us? Well, it's perennial harvest pudding on this one, and they're doing it for the whole town. As far as I see it, the difference between the old Valentine Company and this new perennial harvest Jeff dug outfit through his pockets for a bit. is the difference between this empty soup can and this brown banana. But they're both garbage. Ja, genau, das ist der... Egal, Point. Exactly. Good talk. Ich hoffe, ich muss nie wieder mit dir reden. Ich hatte Mitte Dezember eine üble Grippe und habe so ungefähr seit dem 14. Dezember hatte ich keine Stimme mehr. Und jetzt ist schon der 1. Januar und ich habe immer noch nur so 60-70% meiner Stimme wieder. Und wenn ich solche Charaktere sprechen muss, bin ich nur so, well, fuck my life. Ja, ich könnte es auch lassen, aber es ist langweilig. So, who all lives in that house? Eris and Gus Valentine grew up here, and Solomon moved in a few years back. The creepy little kid in the vest? That sounds like the one. So just 3 people live in that huge thing. I bet a bunch of shady stuff happens all the time in a place like that. Not really. The Valentines pretty much keep to themselves. So it's empty and boring. Pretty much. What a waste. My mom says that it used to be way busier back before Sharper died. Before the foul harvest. Okay, that's like the 5th time someone mentioned this foul harvest thing. And you all used that same ominous tone. Eventually, you're going to explain to me how that harvest got all fouled up, or... But we can't keep my parents waiting anymore. This way. Laufen wir automatisch? Ja, wir laufen automatisch. Sehr gut. Das ist so schön hier, ne? Kann ich das Haus bitte haben? Most kids would have just ditched me by this point. Why are you still here? You look like you... What? You look like you could use some help. You know what, Luca? You're not so bad. Let's get through this as simply as possible. Just eat, smile, and nod. Fun. Great. Whatever you do, don't bring up their work. I think I can handle Beck took that. a long breath, then gave a firm nod. Here goes nothing. Chapter 4. Dinner with the Moodwills. Ilona Moodwill was worried about change. A gardener at heart, she understood the necessity of change, relied on it even. But there was a difference between the controlled world of her plants and this cluttered cottage in a strange town. Almost done. Nellie was a blur of activity, digging through boxes. Sorry, love. Couldn't find the dishes. We'll have to make do with paper plates. Oh, ist ja nicht so schlimm zwischendurch Dinner mal. went by without much conversation. As she watched Beck and Luca finish up their pizza, Ilona let herself relax into the chair. The things she cared about were still here. Nellie finally had the job of her dreams. Beck was beginning to take root. Ilona's task was simply to tend to them. She could do that. Ich muss lachen, weil Ilona kennt den Namen kenne ich nur durch meinen Rhinoceros auf Animal Crossing auf meiner Insel. So, Luca, tell us a bit about yourself. Where do you live? Oh, I live with my grandma. Over on the other side of the river. Grandma? Where are your parents at? Back. Manners. It's alright. My dad passed away in an accident at the fertilizer plant 6 years back. Oh dear. And my mom's been missing for a few months now. Like, missing? Luca's eyes were fixed to his plate, pushing a chunk of pineapple around with his finger. Nellie was the one who eventually broke the silence. Luca, how did you like the pizza? Oh, it was good.
very good. Normally would have put more effort into dinner. Ilona nervously gestured toward the boxes. We aren't fully settled in. Aunt Beck had mentioned that it's your favorite. I'm sorry. Are we just skipping the part where he says his mom was missing? Heck. I'm sorry, Luca. This move has us all a little Luca tired. wiped his face with his sleeve. No, it's fine. So, Beck said that you moved here for Beck work? gave Luca a swift kick under the table. Oh. I mean, what brought you to Beacon Pines? Oh, you were right the first time. We're here for work. But he's so hübsch now. Oh, so hübsch. Nellie won't tell you this, but she's a brilliant chemist. I don't know about brilliant, but I do love it. She's brilliant. Perennial Harvest just made her the newest lead researcher of deep engineering. Ei, das ist jetzt nicht gut. Wir wissen auch, warum die Stelle frei ist, ne? She makes it sound more impressive than it is. I'm just happy that I got to make a difference in the world. Ja. Die hängt doch auch drin. Ja, wahrscheinlich ist sie vielleicht aber auch die nächste, die im Sack in der Mülltonne endet, ne? Perennial Harvest is at the forefront of evolving agriculture into something more useful than sprinkling water and excrement on the ground. Luca glanced over to Beck. She seemed to be holding her breath. What Nellie means, Luca, is that there are different ways to grow plants. Yes, some people turn to the plants and hope for the best. And some people happily leave their job to allow a loved one to pursue their dream. You swore you Beck didn't! slammed her fist into the table. Ja, ungünstig. So, als würde einer für die WAZ arbeiten und der andere für die Bild. Hat's auch knicken, die Ehe dann, ne? Perhaps harder than she intended. Hey, Luca. How about some dessert? I actually have to meet my friend Rollo Luca soon. glanced outside to gauge the time. The sky was darker than he expected, filled with ominous clouds. Looks like there's a storm brewing. I should get going. Oh, I didn't think there was any rain in the almanac. Yeah, almanacs aren't that useful around Luca here. wiped his mouth one last time with his napkin and started to get up. Thank you all for the pizza. It was really good. See you at the festival, Beck. Wait up. I'll walk you home. Surprised, Luca turned around. He knew Rollo could be prickly around new people. But Beck seemed cool. Rollo would warm up to her eventually. Probably. Hopefully. Luca began to respond, but the sky answered for him as the clouds above began to rumble or break. Was wollen wir nehmen? Soll es nur grummeln? Oder soll es regnen? Wahrscheinlich. Was ist wohl der nächste Pfad, der uns umbringt? I don't know. Habt ihr eine Präferenz? Ich beiß mal in meine Mandarine. Muss mal. Am liebsten möchte ich zwischendurch eine Gelo Revoice lutschen, aber das ist schwierig. Gucke ich das Ding irgendwann so aus Versehen so halb ins Mikro. Das muss ja auch nicht sein. Ist egal. Dann nehmen wir erstmal. Nehmen wir erstmal das, was nicht so schlimm ist, theoretisch. Hatte Rumble gemacht. Ja. Ist das eine Aufforderung, Noah? Bimmel, bimmel, bimmel. Soll ich dann auch Rumble nehmen oder möchtest du lieber das andere sehen? Kann ja auch mal sein. Weiß ja nicht, ob man wirklich alle Wege angucken muss. Haha, nee. Ja, was soll ich denn jetzt nehmen? Let's get ready to rumble. Hallo Marvin. Gut.
kenne beides. Okay, hau raus. Luca began to respond, but the sky answered for him as the clouds above began to rumble with ominous thunder. Ein bisschen Donnern reicht doch. Ja, für den Anfang. Hab alle Wege angesehen. Ja, muss man ja eigentlich auch, oder? You sure we can make it home before the storm kicks Luca off? surveyed the roiling clouds. I'd say the odds are good. Maybe you should stay here and I'll just make a break for it. At that moment, the heavens opened up, unleashing torrential rain. Yeah, well, about that. Care to recalculate those odds? Hurry and set Kichi before you catch cold. Habt ihr keine Regenschirme oder so? Luca, Nellie will keep trying to reach your gran on the phone. Cute. In the meantime, you two hold tight. Sorry, not much to do up here. Most of my stuff is still in the boxes. Ja, dann pack doch mal aus. Mind if I poke around? Be my guest. Luca squinted into the eye hole of the microscope. This looks wild. What is it? Gum. Gum? Luca adjusted the slide with his fingers to get a better look. I'm tracking the structural integrity of gum with increasing amounts of chewing. Chewed that one for 47 days. Luca wiped his hand off on his sweater and gave a nervous laugh. It's weird, I Beth know. looked down, timidly tapping the ladder with her feet. Entschuldigt bitte. Meistens, ich habe die Hände mit dem Controller unterm Tisch und wenn ich husten muss, bin ich nicht schnell genug, um mich zu muten. You think it's weird, don't you? A little. But weird can be cool. Das hoffe ich doch, weil sonst habe ich ja verloren im Leben. Oh wow. Rolo and I have a radio just like this at the treehouse. Probably not exactly like this one. My mom and I tore the whole thing down to the bolts. Fitted it with some state-of-the-art vacuum tubes. She seems pretty awesome. Yeah, she gets carried away sometimes. I think she feels guilty for working too much. So when she does have time for me, she showers me with high-tech overcompensation. Luca flicked at one of the toggles. I bet you can get all sorts of stations on this. Not out here in the boonies. You wouldn't believe the stuff I could pick up back in the city. But around here, it's all farm reports and static. Oh, shucks. Luca bent down to examine the bouquet of wilting flowers. Judging by the odor, they were well past their prime. Pungent. He flipped open the attached card. Happy trails from Coach Walker and all the Fairview Condors. Boy, you weren't kidding about poking around, huh? Oh, sorry. Was this from your old school? Yeah, the most recent one, yeah. Some schools gave me going away cards, some did flowers. And they're really trying to feel good about themselves, they did both. So you've moved a lot? Yeah, that's the thing with having a brilliant parent. There's always a better job somewhere else. Isn't there always? These flowers would last longer if you put them in some water. Yeah, that's the sort of thing I would do if I cared. Which I don't. Well, you cared enough to keep them is all. Look, can I ask you something? Of course. Dang, didn't that hurt? I'll be honest. That hurt more than I expected. Well, at least you look cool doing it. Beck took a moment to watch the rivulets of water running down the window. Ups, sorry. Ich finde es sehr schön, dass sie zwei Mütter hat. Total, ist mega nice. Do you ever feel alone? Like, even when people are around? Well, Raoul can be pretty absent-minded sometimes. I'm serious.
Does it ever feel like your family doesn't care what you want? It didn't used to feel that way. I know Gran loves me, but sometimes when she looks at me, it's like she's looking at A problem? Luca took a deep breath, exhaling slowly. I know the feeling. How do you deal with that? I guess I haven't yet. But one thing my dad told me when I was little, don't hold a grudge, especially against yourself. If you try to hold it all in, you're gonna pop. So then, what do you do when you don't know what to do? Dad never got to that part. Sometimes I figured out on my own, though. Gotta do something. Anything. Here. What are you doing? I don't know. Something. We're gonna register our complaints with the storm. Listen here, you miserable universe. Stop jerking me around. I just want things to go back to the way they were. Everyone tells me it's gonna be alright. But things are gonna change. Luca let out a feral scream that echoed into the night. Every time something changes, everything gets worse. Screw this town. Wow. Okay, let me try. Moving sucks. I hate it. I hate that I hate it. Why can't I just deal with it and be happy for my mom? Why can't we just stay somewhere? Her voice dropped to a trembling whisper. I just want to be a normal kid. Beck brushed off her shirt and straightened up. There. Well, I actually feel a little As better. abruptly as it began, the storm abated. Thanks, I needed that. Me too. I should head out before the rain starts up again. Sure, I'll walk you out. See you and Rolo at the festival? Sounds good. Luca, don't let the universe jerk you around. Beck gave Luca a light thump on the arm before heading in. Chapter 5. Friendly Feud. The air was heavy with the hard rain's residue. The smell of wet things. Despite his dreary surroundings, Luca felt at peace. He'd never shared those details about his dad with anyone. Not even Rolo. But it's not like this changed anything. Rolo was still his best friend. Adding Beck to the group would help balance things out. Everything's better in threes. This is what Luca told himself as he headed to the treehouse. 3 finde ich mal voll schwierig eigentlich, aber nun ja. Hello. Hey, Don. Tracking down a lead? Ed, I heard that she's a new rumor. Turns out when Sharper Valentine died, he left behind a peculiar last will and testament. Peculiar how? He didn't just give his kids an inheritance. There were conditions. Like what? The document stipulated that Eris had to take on a child as her ward. A kid our age who just showed up to town one night with a lawyer. Solomon. Bingo! So Eris was forced to take care of him? Yep, or she would have lost everything. Why would Sharper care so much about some random kid? Rumor has it, old Sharper sowed some wild oats. Ja, ich meine, Solomon sieht schon mehr aus wie Sharper als wie The Heiress. That explains the way Eris treats him. Poor Solomon. How did you find all this out? A good reporter never reveals her source, Luca. True. Noah, kannst du mir was sagen? I'd better not dilly-dilly.
Better get to the treehouse. Ich würde gerne abschätzen können, wo wir im Spiel sind. Sind wir so bei der Hälfte? Dann würde ich bald Feierabend machen. Oder geht der Schluss ratzfatz? Ganz zügig? Dann würde ich natürlich einen weiteren Stream draus machen. Du sitzt da immer noch? He met his old friend's eyes and was greeted with nothing but ice-cold anger. Finde schön, sie foreshadowt immer, was passiert. Heavens, this is no time for fractured friendships. Aber wir sind jetzt, wenn wir mal kurz in den Baum schauen, wir haben ja nicht wenig, aber da ist schon noch einiges wahrscheinlich, ne? Ich glaube auch, hier haben wir alle drei, hier haben wir, hier auch. Hier wird sich dann noch was tun. Genau, hier haben wir Rumble gemacht. Break gab's dann noch. Hier haben wir schon alles. Hier bisher auch. Aber da kommt ja definitiv noch was. Da sieht man ja, dass da noch ein 2 kommt. Und hier geht's auch noch weiter. Wird bestimmt noch dauern, oder? Ich kann das ganz schwer abschätzen. Excuse. Man braucht noch ein bisschen. Okay. Dann würde ich wahrscheinlich für meine Stimme leider bald Feierabend machen. Halt schade ist. Ich würde es auch gerne in einem Rutsch durchspielen, aber sonst kann ich die letzten 3 Stunden nicht mehr reden. Und ich streame morgen Abend schon wieder, deswegen. Excuse me, what are you doing exactly? Just looking up for the night, sir. Oh, wonderful. I can only assume this means all festival preparations have been completed ahead of schedule. Not exactly, sir. The storm set us back a bit, and it's getting late, so we all decided to... You all... decided? Yes, sir. I was unaware that your job involved deciding things. We're all here at Perennial Harvest because we believe in creating a better future, yes? Yes, sir. Very much, sir. Do you want to be the one to tell this town that we failed them? No. That we gave up because there was a little rainstorm and we all got sleepy? Of course not, sir. Good. Then it's decided. Yes, sir. We'll work till the task is done. See that you do. Oh, our harvest awaits. Also wird halt nicht unspannender. Ja, das stimmt. Ich würde jetzt noch zum Treehouse gehen. So. Was speichert das eigentlich? Muss ich eigentlich manuell speichern? Wir haben noch gar nicht gespeichert. Rolo, are you still up there? Rolo hat, glaube ich, richtig Pisslaune. I'm sorry, Rolo isn't accepting visitors at the moment. Come back. Never. Luca had only ever heard him speak in this stiff yet gentle tone a few times, and it always meant one thing. Das speichert von alleine, Gott sei Dank. You're upset? Oh, what makes you say that? Maybe because my best friend abandoned me for no reason. I didn't abandon you. I'm just a little late. Rolo scoffed. The rain helped me up. Liar. You weren't even home. What? The storm got bad and I got worried. So I went looking for you. Imagine my surprise when I made it to your house and you weren't there. I hadn't made it back yet. I'm not a fool, Luca. It doesn't take all day to deliver some jam. The storm rolled in out of nowhere, and I got stuck after dinner at Beck's. Luca stumbled on his words, knowing he'd said too much. Beck. Dinner? What the heck is a Beck? She's a new kid in town. She's actually kinda cool. You'd like her. She needed help convincing her parents that she'd made new friends. New friends. I spent all day waiting for you, and you were off making new friends.
It's not like that, Rolo. You know, while I was waiting, I made some upgrades to mission control. It was gonna be a surprise, but you took so long the storm knocked it all down. Just like you knocked down our friendship. What does it even mean? Luca became instinctively angry in response. Both boys were now shouting across the distance. It means you're a bad friend. You don't care about me. Of course I care, you ass. I knew you'd get in trouble waiting so late for you. But I kept my word. 'Cause that's what friends do. Oh, wow, what a noble sacrifice you made. Easy for you to say. Your grand doesn't even care. You can stay out as long as you want, and you wouldn't even get in trouble. Seriously? You're acting like I chose this? If that's what you think, then maybe you're the bad Rolo's friend. tone changed to a calm, yet more intense anger. Maybe Pa is right. Storms bring more than water. This one brought out the real Luca. Stop quoting your past nonsense like it means anything. Yeah, well, at least my Pa is still The around. words hung in the cold night air. Oof. Rolo's stomach dropped, knowing he'd crossed a line. But it was too late. Luca, Good night, Rolo. Dang it. Ja, ja. Schade, dass ich mit der, ich nenne sie Belle, weil sie da am Brunnen sitzt und liest, geredet habe und sie einem eigentlich spoilert, was passieren wird. Ja, nun. Luca dug through his old stuff, not even sure what he was looking for. Rolo? What a jerk. Ha! Call me a bad friend. Ooh, I'm Rolo. Look at me and my amazing family. Fucking scheiß Ball hier. Kann gar nicht kicken im Zimmer. Pah. Nee. Ich will das aus dem Zimmer rausschießen, geht das? Ich wundere mich wieder, warum ich 10 Stunden für so ein Spiel brauche, ne? Pah. Arsch. I guess I'm just never supposed to make new friends. Oh, weep. Oh. Gran cooed gently from the Luca? hallway. You slept straight through breakfast. Luca, are you alright? I'm fine. Just don't feel like getting up yet. Okay, I'll leave this oatmeal by the door. I've got to run out and take care of some things. Okay. I'll be back later to check in. Sure. Luca just wanted to be alone. He waited to hear the sound of the front door closing. Haben wir aber nichts, ne? Scheißball. I bet Rolo's still gonna go to the festival. Das ist hier eigentlich ein ganz guter Moment, um... ich weiß jetzt gar nicht, wann es natürlich gespeichert hat. Gucken wir mal. Kann auch wirklich nicht. Saved 23:51. Oder Minute. Nicht schlecht, ne? If Rolo thinks I'm still going to the festival with him, he can't shove it. Ja. Okay. Wir bleiben im Bett. Wir bleiben im Bett. Luca dozed off again. Luca, I see you didn't eat your oatmeal. I wasn't hungry. Well, just in case you get hungry, I'll leave a sandwich here too. Thanks. Rolo came by. What did he say? He wanted to talk to you. What did you say? I told him you weren't feeling well. Good. So, your plan is to just sit in your room all day? Pretty much. Well, I need to pop away again for a minute. If you decide to end your pity party and go outside, I think it'd do you some good.
Noted. Luca still couldn't bring himself to go out. Besides, if he ran into Rollo, he'd have to actually confront the situation. If Rollo thinks I'm still going to the festival, no. Pah! There's never anything interesting at the festival anyway. Ich hätte doch Sachen runterkicken. The Adventures of Hank Atomic. The complete first volume. Luca carefully opened the cover and began to read. Rollo had received it for his birthday. A special hardcover edition with behind-the-scenes commentary and bonus art. Rollo cherished it, but asked that Luca keep it at his house. Luca wasn't sure if it was because Rollo didn't trust himself with it, didn't trust his sister around it, or just wanted an excuse to come hang out at Luca's more often. Whatever the reason, Luca didn't mind, but it had stayed right there where Rollo had stashed it ever since. Now, at the foot of his bed, Luca lost himself in the pages. He'd read it all before, but at this moment, it somehow felt sentimental. He was well into issue number 5 when he heard soft footsteps from the hallway. Luca, another little friend came to see you. A girl named Beck Maudwell. You said you met yesterday. What did you say? Is she here? She was just dropping by. I told her you aren't taking visitors today. Oh, She seems nice. yeah. You had a fight with Rollo, didn't you? Can I come in? Maybe later. All right then. I'll leave dinner on the kitchen table, in case you want a bite before bedtime. Without realizing it, Luca had pouted away the entire afternoon. He once again felt the weight of it all and allowed his weary eyes to close. Luca stood in a vast black expanse. He looked up at his father standing beside him. Walt was working a straw at the bottom of a fountain glass, trying to collect the last bits of milkshake. Dad, where are we? Taking a final loud gurgling sip, his father peered up from the glass. He jangled the straw playfully with a warm smile, then lifted the empty glass as if to point into the darkness. The source? Luca's eyes followed his father's gesture. In an instant, he was sitting in front of a blazing campfire. Across from him sat a large figure in a yellow hazmat suit. The figure's voice was a scratchy echo. Well, if it isn't the man of the hour, make yourself comfortable. Luca held his shivering hands over the flame to warm himself. It doesn't work that way here. Their yellow-gloved hand pointed to the base of the flame. It's a cold flame. See? Luca peered at the base of the fire. It wasn't wood that was burning. It was Beacon Pines itself. Tiny buildings, freezing and crumbling as they were consumed by flame. Luca could see small shadows moving in the burning city. People. Luca leapt to his feet. We've got to help them! The figure gave a dismissive wave of their hand. Why waste energy helping people who can't even help themselves? The figure bent down to examine the panicked crowd as they desperately tried to stop the flames. They only care about what's right in front of them. Not like us. Luca's voice was a trembling whisper. Us? The figure slowly stood up, grabbing its helmet with both hands. With a jolt and a twist, the suit emitted a gasp. A cloud of torpid mist escaped, slowly revealing the face within. Luca's own face looked back at him. Older, worn, distant. The sensation was oddly familiar, as if he'd caught his own reflection by surprise in the mirror. The doppelganger smiled. I tried to help once. He gestured towards his face. And all it got me was this. Luca staggered back. You aren't me. Luca felt a hand catch his shoulder. His father was there again, beside him. Every choice sets us on a path. This is the end of one of your paths, son. Luca watched his older self shake its head ruefully, its face twisting into a cruel grin. Welp,
Dad. If you wanted him to see this, far be it from me to disappoint. Luca watched in shock as the figure took a confident step forward and plunged into the flames. In a flash of cold light, he was gone. What does all of this mean? Luca felt a reassuring squeeze on his shoulder. Just remember, why we choose matters just as much as what we choose. Luca woke up to see a hazy figure at the foot of his bed, silhouetted in the morning sun. Mom? No, dear. It's only Gran. Luca rubbed his eyes. The kind, concerned face of his gran came into focus. How are you feeling? Fine. Anything you want to talk about? I don't feel like talking. That's just as well. How about you sit there and listen a bit? Whatever you and Rolo fought about doesn't matter. Gran silenced Luca with a gentle pat on the leg. Fights between friends happen. What was said doesn't matter. The important thing is that it's not the last thing you'd ever say to each other. He said stuff about Dad. Well, do you think he meant it? No. He was just mad. And did you mean any of the things you said to him? No. Good. One must appreciate friends in their best moments and accept them in their worst. Nah. Now get your little butt out of bed. Hallo Max, hallihallo und vielen Dank für euren Raid. Leider mache ich selber nicht mehr so lange. Und eigentlich nach der Szene ausmachen. Oh, vielen, vielen lieben Dank. Was habt ihr Schönes gemacht? Frohes Neues erstmal. Hallihallo und vielen lieben Dank, einem Unicorn. Willkommen, willkommen. Vielleicht machst du gerade die 900 voll. Wupp, wupp. Man muss sich aber auch über die kleinen Dinge im Leben freuen, ne? So, Zahlen sind egal, aber Zahlen sind auch schön. Wie seid ihr reingerutscht ins neue Jahr? Was habt es gerade gegeben bei euch? Wie war der Stream? Wir machen mal eben kurz die Szene zu Ende. Ich bin aber bei euch. The festival's today. You don't want to miss that, do you? I guess not. Seems like a good opportunity to make amends with Rolo, Luca doesn't it? gave a reluctant nod. Hallo Aja, meine Liebe. Hallihallo, frohes Neues. War ein super Stream, aber auch langsam müde jetzt. Ja, same. Ich würde sogar noch weiterspielen, aber dann haben wir nicht mehr genug für den zweiten Stream. Ich möchte das so ungefähr halb, keine Ahnung, ne? Nur, meinst du, das macht was aus, wenn wir da noch eine Viertelstunde spielen? Oder, gute Nacht, Mad Master, gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Wenn dich das Spiel interessiert, ich spiele das nächsten Sonntag um die gleiche Uhrzeit weiter. Wahrscheinlich so ab 8 Uhr, ganz grob. Keine Ahnung, irgendwie so. Deine Story, ey, wie sahst du denn aus? Ich war wunderschön. Ocarina of Time Rando fertig. Wahrscheinlich hier Majora's Mask Rando und eben noch Mario 64 Run. Ey, der war ein voller Stream, würde ich mal sagen. Hat viel gemacht, ey, krass. Uff. Dann die Randos so eingestellt, dass du weniger machen musstest, weil sonst heftig. Nicht schlecht. Luca gave a reluctant nod. So buy him a corn dog and apologize. But he's the one that... What did I just say? I am a corn dog. Ich würde sagen, jetzt doch circa 3 Stunden. Ja, okay, gut. Dann würde ich wirklich gleich Feierabend machen. Also zumindest mit dem Spiel. Wir können ja noch labern, also das läuft ja nicht weg. Vielleicht finde ich auch noch was anderes Kurzes. Wir können ja dieses 79-Cent-Spiel spielen. That's a good boy. Everything's better with corn dogs. I need to get going now. Got some last-minute festival business to take care of. I'll come find you at the fountain a little after lunch. All right. I love you, Luca. Love you too. Luca took a deep breath. Okay. Boom. Ach, guck mal. Kapitelende. Chapter 6. Perfekt. Perfekt. Das ist immer. Through thick and thin. Despite Luca's bitterness, Lassen wir noch anfangen, damit das auch speichert. He Ich weiß needed nicht, to ob das hash things out speichert. with Rolo. A big fight changes the nature of a friendship.
Whether, in the end, it is for the better or for the worse, all comes down to understanding. If one is not careful, the same familiarity that builds the strongest of bonds can become the wrecking ball that shatters them. Auf jeden Fall. Du weißt immer, was deine Freunde am meisten wehtun würde. Luca emerged from seclusion, taking in the crisp festival air. But the events of the day weren't on his mind. He had to find Rollo. So. Ein guter Cut, wie ich finde. Ein guter Cut. Frisch gespeichert. Es war ein wundervolles Spiel. Also auch so anders, als ich dachte. Aber so unfassbar geil. Freue ich mich jetzt schon drauf, weil wir das nächste Woche weiterspielen. So, ich gehe erstmal rüber und suche Musik. Da ist Musik. So. Ah. Aber meine Stimme muss ich auch ein bisschen regenerieren. Gut, dass wir, wenn wir morgen drüben bei Dedelic sind, ne? Also falls für die, die natürlich nicht so oft hier sind oder ganz neu hier sind sogar, ich streame auch einmal die Woche drüben bei Dedelic Entertainment. Wie sehe ich überhaupt aus, ey? Die Wilde aus dem Wald ist wieder in den Stream gekrochen gekommen. Aber die Wilde aus dem Wald hat wenigstens einen geilen Pulli. Genau, einmal die Woche bin ich drüben bei der Dedelic Entertainment. Da spielen wir aktuell Broken Sword, beziehungsweise im deutschen Titel Baphomets Fluch Teil 1, den Director's Cut. Der ist ja Gott sei Dank auch komplett gevoiced. Das heißt, ich kann morgen meine Stimme, verglichen zu heute, wieder etwas ausruhen. Gleich gibt es erstmal eine Guido Revoice, um die Schäden von heute zu reparieren. Ich muss noch bis zum, lass mich nicht lügen, 11. Januar oder irgendwie so, muss ich nämlich noch Synchroaufnahmen machen. Und zwar für einen Charakter, der relativ hoch spricht. Könnte ich jetzt gerade aktuell wahrscheinlich sehr doll knicken. Deswegen, ja, ich hoffe, wie seid ihr denn alle so reingerutscht? Für die, die jetzt so alle mit rübergekommen sind, mit Shauna und mit Max. Max, ich weiß es gar nicht, ob er es Deutsch oder Englisch ausspricht. Das ist ja bei jedem immer anders. Ah, das Spiel... was? Dirt, was? Dirt? Ist ja auch im Easy Mode. Dort ist ja auch im Easy Mode. Welches Spiel? Meinst du Baphomets Fluch? Easy Mode, my ass, ey. Wenn wir da noch einen bitte auf Altportugiesisch aussprechen. Nee, ganz deutsch. Okay. Einfach nur der Max. Das ist auch okay. Ja, man weiß ja nie. Ich habe vorhin auch drüber geredet. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als dauerhaft einen Namen falsch auszusprechen. Zumindest gebe ich mir Mühe, es nicht abzufacken einfach. So, für jemanden, der Shigeako heißt, überall in Social Media, weiß, wie es ist, wenn man den Namen falsch ausgesprochen bekommt. Regelmäßig. Das Lustige ist, Leute sprechen ihn fast immer beim ersten Versuch richtig aus und dann zweifeln sie daran, dass das richtig war. Die Leute sind immer nur so, Shigeako oder es war bestimmt nicht richtig ausgesprochen. Shigeko. Shige. Und dann kommen sie alle ins Straucheln. Lustig, weil es eigentlich fast immer richtig ist. Da wurde beim Remaster vieles vereinfacht. Vereinfacht? Ich weiß nur, dass da jetzt auch so viele Sachen zugekommen sind. So tolle Schieberätsel, die niemand braucht oder so. Das ist echt vereinfacht. Letztendlich, es kamen ja auch viele Szenen überhaupt dazu im Director's Cut, oder? Also ich habe jetzt so Shige, oder meinst du jetzt auf Englisch so Shigeyako? Ja, genau. Das ist halt eigentlich, wie es da steht. Man muss es halt getrennt lesen, ne? Shige, deswegen nennen mich auch viele Shige. Ne? Das passt schon. Man kann mich jederzeit Shige nennen. Und das Ako kommt dann quasi hinten dran. Shige-Ako. Ihr mögt euch fragen, warum ich mir so einen dämlichen Namen ausgesucht habe. Das liegt aber daran, dass ich schon ich cosplaye seit 2007. Das ist schon ein bisschen her. Muss jetzt keiner nachzählen. Ist nicht so wichtig, ne? Und ich glaube, seit 2010 oder so heiße ich als Cosplayerin Shigeako. Ich merke schon, ich muss diese Schreibweise von Shigi auch noch mit auf die Blacklist nehmen. Normalerweise, wenn man boah, die Shige ist voll aggro. Gar nicht aggro, was ist denn los? Wenn man mich Shigi nennt, fliegt man aus diesem Chat. Deswegen eine kleine Warnung. Ich habe schon andere für sehr lange getimeoutet, nur weil sie es versucht haben.
Aber ich gebe diesmal eine Warnung raus. Ich bin ja nicht so. Im Original gab es das berühmt-berüchtigte Ziegenrätsel. Von dem habe ich schon gehört. Ist das jetzt nicht mehr drin? Ah, da muss ich mir das aber später nochmal angucken. Voll schade. Weil ich habe das Gefühl, wenn da so ein Rätsel drin ist, was dann alle hassen oder so, und man hat das dann quasi nicht im Director's Cut gehabt, dann werfen einem Leute schnell mal vor, dass man so, ach, ja, du hast ja auch nicht das Original gespielt. Du musstest ja nicht durch dieses Tormente-Rätsel mit der fucking Ziege oder so, ne? Alle geblacklistet. Imagine, du spielst Pokémon und die Leute wollen nur ein neues Teammitglied vorschlagen. Ja, aber allerdings wird hier grundsätzlich kein Pokémon gespielt, deswegen bin ich safe. Es wurde entschärft, immer noch schlimm, aber entschärft. Ah, okay, es gibt es also immerhin noch. Dann bin ich mal darauf gespannt, wenn wir da ankommen, wie ihr mir dann erzählt, also ich habe nichts gegen Pokémon, aber wir spielen es ja einfach nicht, weil es gibt so viele tolle Kanäle, die sich ganz toll mit Pokémon beschäftigen. Ich beschäftige mich lieber mit Spielen, die keine Sau kennt. Weil bei Pokémon weiß ich, was ich bekomme und das ist auch völlig in Ordnung. Das langweilt mich dadurch halt auch einfach ein bisschen. Ist so ein Ding so, ich habe Pokémon noch gespielt, aber endlich Telefonnummer drin, ich kann jetzt schreiben, oh, das tut mir leid, aber ich freue mich, dass du dich verifiziert hast. Ich wusste gar nicht, dass ich das noch drin habe. Gut zu wissen. Weil das hat oft damit zu tun, dass wenn hier irgendwelche Trollattacken kommen, die Leute dann wenigstens oft nicht schreiben können. Das ist halt schon sehr hilfreich. Ja, deswegen tut es mir leid, dass ich das noch drin habe, aber wir haben hier manchmal Probleme mit Arschlöchern. Und ne, man tut, was man kann, um das zu zügeln. Das Ziegenrätsel hat mich 1 Jahr meines Lebens gekostet. Glaube ich sofort. Problem war da, dass da eine Mechanik verwendet wurde, die vorher und nachher nie wieder verwendet wurde. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, wann das im Spiel kommt. Ich habe Baphomets Fluch ja nie gespielt, offensichtlich. Aber ja. Dann komme ich und spiele Mario Kart 8 und heiße auf der Switch Donkey. Ja. Ist das jetzt schlecht? Ist das gut? Ich finde das gerade schwierig einzuordnen. Donkey ist doch okay. Mein Gott. Ist ja letztendlich ein existierendes Wort. Solltest du mal rausmachen? Verifizierte E-Mail reicht doch auch, oder? Eigentlich schon. Mein Feuerzeug klemmt wieder. Kann ich jetzt auch gerade nicht so gut bei helfen. Das werden wir beim nächsten Stream wahrscheinlich schon erleben. Also morgen. Morgen gibt es einen neuen Dedelic-Stream drüben. Letzte Woche habe ich ausfallen lassen, weil damit, also diese Woche habe ich ausfallen lassen, weil das ist jetzt heute der 5. Stream diese Woche. Und zwischendrin brauchte ich noch meine Sanity und wollte einfach mal eine Abendruhe. Nein, ich wollte es einfach nur sagen. Das ist gut, das ist gut. Ich wollte auch eigentlich noch weiter erklären. Shigeako kommt nämlich daher, dass ich damals, wann geht's nochmal los? Eigentlich 18 Uhr. Dedelic geht relativ pünktlich um 18 Uhr los. Ich habe auch morgen keine Arbeit vorher. Also nur ein bisschen PC-Arbeit, aber das sollte keine festen Zeiten oder so, nur ein paar Sachen, die ich machen muss. Das heißt, 6, Viertel nach 6 oder so geht das Spiel auch schon los. Und dann so bis 9, halb 10, je nachdem, wann es mal passt mit dem Speichern und so. Shigeako habe ich mich damals genannt, weil ich habe eine Zeit lang J-Pop-Bands gecosplayt. Eine bestimmte, und zwar News. Und mein Lieblingsmember dort hieß Shige. Allerdings Shigeaki, weil das der japanische Vorname ist. Shigeaki Kato, so. Und ich habe halt dann auch wirklich viel Shige gecosplayt. Freunde haben mich dann auch teilweise so genannt. Und es gab einen, ihr kennt ja diese japanischen Game-Shows und diese Comedy-Shows und so. Und da war halt die Band. Und da haben sich dann Teile der Band als Geishas verkleidet. Und die Silbe Ko, also K-O, ist meistens bei Frauen vertreten. Deswegen, als Shige dann als Geisha da rumlief und sich alle totgelacht haben, nannte er sich nicht mehr Shigeaki, sondern Shigeako. Und das habe ich einfach genommen und für mich beansprucht. Denn entweder ihr findet genau dieses Video von Shige, von News aus Japan, oder alles andere, was Shigeako heißt, bin halt ich, weil es diesen Namen an sich per se nicht gibt. Diebstahl also.
Ja, Inspiration. Nennen wir es Inspiration. Der fände das 100% sehr lustig, wenn er das wüsste, dass er eine deutsche Cosplayerin und Streamerin mit diesem Joke dazu inspiriert hätte, dauerhaft quasi wie er zu heißen. Hast du mal die Frau aus Little Nightmares gecosplayt? Meinst du das Mädchen, die Kleine? Gecosplayt ist zu viel gesagt, aber ich habe in meinem Little Nightmares Stream in 2021 habe ich mir meinen gelben Regenmantel im Stream dafür angezogen mit Kapuze auf dem Kopf. Es war sehr warm, mir lief die Suppe den Rücken runter. Aber ja, in den Streams, warte, ich habe das bestimmt auch irgendwie, ich habe bestimmt irgendwo einen Clip oder so davon. Ja, alles gut, Nax. Ich mache auch nicht mehr lange, meine Stimme lässt gerade nach. Ich merke es halt langsam, tut weh. Gute Nacht und vielen lieben Dank nochmal. Ich weiß das sehr, sehr, sehr zu schätzen. Geh mal eben meine Clips rein. Mal gucken. Nein, die Frau, die du im Spiegel bekämpfst. Nee. Aber das ist auch eine Geisha, ne? Das stimmt. Also zumindest Geisha angehaucht. Nee, nur weil Shige damals eine Geisha gecosplayt hat, quasi muss ich es ja nicht auch tun. Ja, er ist ja auch Japaner und da ist das auch eher okay, finde ich. Ansonsten ist das schnell Cultural Appropriation. Wenn du so als Deutsche dann so eine Geisha cosplayst, muss man immer aufpassen mit, ne? Wir haben ja schon 0 Uhr. Ja, das hat bei mir jetzt mehr zu tun damit, dass ich einfach meine Stimme beansprucht habe. Ich habe tatsächlich morgen soweit frei, ich könnte länger machen, aber ich will ja auch nicht wieder meine Stimme verlieren, so wie Mitte Dezember schon, ne? Merkwürdige ist, mein Account ist nicht mit Telefonnummer verifiziert, ich kann dir aber trotzdem schreiben. Ja, ich bin mir auch sicher, dass ich eingestellt habe, dass man eins oder das andere haben muss. Ich öffne mir aber schon mal meinen Creator, um da gleich mal nachzugucken. Ich würde jetzt auch nachgucken, aber ich habe keine Ahnung, wo das ist jetzt auswendig. Einstellungen. Boah, ja. Stream. Da nicht, glaube ich. Ich gucke das wahrscheinlich nachher mal in Ruhe durch. Mindestalter des Kontos für Raids unter 30 Tage gesetzt. Ja, mein Gott, jetzt ist das Konto halt erst 2 Wochen alt. Mein Gott, das soll man nicht rumrollen hier. Müsste ja ein Sicherheitsding sein. Wahrscheinlich bei Moderation. Da. E-Mail-Bestätigung. Verifizierung. So, also folgendermaßen. Bezüglich der Telefonverifizierung ist Folgendes aktiviert. Ich habe es nicht aktiviert, dass alle Chatter eine verifizierte Handynummer brauchen. Das habe ich rausgenommen. Ich habe eingegeben, dass hier steht, bestimmte Chatter benötigen eine verifizierte Handynummer. Die Konten von Chattern ohne verifizierte Telefonnummer muss es schon mindestens so lange geben, einen Tag. Und Chatter ohne verifizierte Handynummer, wenn sie sich nicht verifizieren lassen wollen, müssen dem Kanal mindestens schon so lange folgen. 10 Minuten. Du hättest auch 10 Minuten warten können, da hättest du auch schreiben können. Aber das wusstest du nicht und ich wusste ja nicht, dass du da bist diesbezüglich. Ja, 10 Minuten warten, das wäre gut, wenn man das irgendwie, wenn einem das angezeigt würde bei euch. Schade, dass das nicht angezeigt wird. Das ist natürlich Mist, ne? Vielleicht nehme ich das dann auch raus und lasse das nur, dass es den Account schon länger gibt. Das ist vielleicht wichtig. Ne? Weißt du, was ich habe? Eine Serie, die ist mega geil. Welche denn? Oder es liegt am dezent alten Account. Quasi mit. Ich habe das übrigens bei der E-Mail genauso. Es muss den Account mindestens einen Tag geben und man muss mir 10 Minuten lang folgen, bevor man schreiben kann. Ja, aber ich verstehe, wenn man in den ersten 10 Minuten schreiben will, gerade bei Raids ist das immer, ja. Ich nehme das mal raus und setze das hoch, dass es den Account schon länger geben muss. Okay, ich setze das dann auf mehrere Tage hoch zumindest. In der Hoffnung, dass das reicht. Okay? Ich habe schon 10 Minuten gefolgt in der Zeit, als ich versucht habe, mich zu verifizieren, aber es nicht richtig ging. Komisch. Okay, ich habe es jetzt aber mal geändert. Ist ja immer spannend, wenn man dann Feedback kriegt, auf jeden Fall. Ja, glaube ich dir sofort. Ja, du folgst mir jetzt seit 18 Minuten. Und seit 5 Minuten oder so reden wir darüber. Ja, haut ungefähr hin. Kann sein. Vielleicht war es auch ganz knapp einfach so. Who knows?
Aber ich habe es mal rausgenommen. Ich habe jetzt die Zeit, die man mir folgen muss, erstmal rausgenommen und dafür die Tage, die es den Account geben muss, erhöht. Weil ich sehe das ein, dass das blöd ist für Raider, wenn die dann nicht schreiben können. Ja, ja, stimmt. Hast du recht. Hoffen wir mal, dass sich das jetzt nicht rächt bei mir. Aber wenn, dann ist es ja auch nicht eure Schuld, sondern die der Pappnasen, die da draußen rumlungern, ne? So, gut. Haben wir das auch geklärt. Und wie war euer Silvester so? Wir haben ja gestern einen, normalerweise streame ich ja samstags nicht. Ich bin eigentlich donnerstags und sonntags online und montags bei Dedelic und zwischendurch auch bei Chiara. Das wäre dann übrigens hier, seht ihr im Chat. Da haben wir jetzt am Mittwoch zum Beispiel Indiana Jones and the Fate of Atlantis durchgeballert. Da bin ich aber meistens als VTube-Model zu sehen, nur. Die Finger tun wegen Feuerzeug, also dem Rädchen so wie, oh, das ist mies, wenn das alles nur so abgeschraubt ist irgendwann, ne? Drückelbecher, wie geht's dir? Ist mir gestern nicht entgangen, dass auch dir ein Sub geschenkt worden ist. Glückwunsch und willkommen zu einer wundervollen Auswahl von Emotes. Und ja, sonst auch eigentlich nichts, ne? Nini braucht übrigens noch ein Follow für die 900 Hust. Immer noch? Boah, was seid ihr alles für Pappnasen? Kann ja nicht sein, dass das immer noch ist. Hier war es ruhig, das ist schön. Hier wurde nicht ganz so viel geballert, nur zwischendurch, immer wenn man schlafen wollte, nach dem Motto. So muss das, ne? Ist ja immer so. So, mal den Ton weg, das wollen wir nicht sehen. Jetzt lad doch die Seite mal, Kollege. Jo, stimmt. Folgenleute und Endfolgenleute, das muss verboten werden. Aber ja, mir fehlt ein Follower für die 900. Das kannst du sein. Ja, genau du. Das heißt, du folgst mir schon. Dann du nicht, dann rück mal zur Seite. Sondern der da hinter dir. Jetzt bist du der 899. Ja. Ja, leider. Manchmal frage ich mich übrigens, ob Leute einem wirklich entfolgen, wenn man live geht. Oder ob Twitch zwischendurch einfach irgendwie Leute rausschmeißt. Weil lustigerweise entfolgen mir nie Leute, wenn ich offline bin. Mir entfolgen immer nur Leute, wenn ich online bin. Weil dann, keine Ahnung, mir folgen 5 neue Leute und ich habe die gleiche Zahl wie vorher. Und ich denke mir nur so, sind die anderen 5 freiwillig gegangen oder wurden die gegangen, weil Twitch sich denkt, ne, gönne ich der Streamerin nicht. Ist schon manchmal sehr komisch. Oder ob das Bot-Accounts sind, die dann rausgefiltert werden oder so. Ganz komisch. Weil ich filtere auch natürlich Bot-Accounts raus, genau wie meine Moderatoren. Aber manchmal weiß man ja noch nicht, dass es ein Bot-Account ist. Das hat dann Twitch noch nicht gecheckt. Und vielleicht, wenn es das checkt, vielleicht... Ja, keine Ahnung. Ja, Kinders, wir haben hier 25 Leute. Alle 25 Leute hier Follower? Bist du Follower? Nein, also wenn es euch hier gefällt, ich bin in der Regel, wie gesagt, 2-mal die Woche online. Heute ist jetzt das 5. Mal diese Woche. Es ist halt eine besondere Woche, ne? Es gab 2 Weihnachtsstreams, es gab einen Silvesterstream, es gab Zwischenstreams. Wohl wahrscheinlich einfach nur halt... wer eben entfolgt und deswegen bin ich eigentlich der 900. Kann sein. Kann sein. Eigentlich ist es auch alles egal. Ist natürlich nicht wichtig, ne? Wir hatten leider Brandstifter, die aus Kunststoff-Sammelcontainer angezündet haben und überall Fuck Greta gesprayt haben. Boah, was für ein widerliches Pack da teilweise draußen unterwegs ist, ne? Ekelhaft. Also den gönne ich ja wirklich, dass denen ja die Hand weggeballert wird oder so von ihrem scheiß D-Böller. Sogar 20 Container haben gebrannt. Was für eine Scheiße. Da fragt man sich wirklich, wir haben 2023 und das ist das, was Silvester abgeht. So, ja, lasst ein Mädchen targeten, was versuchen will, auf den Klimawandel aufmerksam zu machen, indem wir 20 Kunststoffcontainer anzünden. Boah, so männlich, oder? So männlich. Ist schon geil. Boah, die möchte ich direkt. Ich hoffe, denen fallen die Eier ab, ey. Schlimm. Und den Frauen auch. Ich hoffe, denen fallen auch die Eier ab. Ich hatte vorgehabt, Serien, die in meiner Watchlist versauen, anzugucken. Und die Serie heißt The King Eternal Monarch. Das ist so eine japanische Serie mit Untertiteln. Eine Folge geht so 1 Stunde und 12. Okay, ist aber anscheinend gut. Und da gibt es halt so einen Mann, der altert überhaupt nicht. Und am besten guckt ihr es selber. Ich kann es sehr empfehlen. Schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Kommt natürlich auf die Liste. Die Liste ist lang, du kennst das, ne? Aber
Ist so, da stand meine ich aber vorhin 900. Kann ich, glaube ich dir sofort. Alles gut. Menschen sind dumm. TM. Eigenverantwortung, ja. Auch ein Unwort geworden, ne? Polizei hat die bei einem Großeinsatz erwischt. Jawollo. Alle wegsperren, ey. Alle wegsperren. Oder einfach irgendwo in der Wüste aussetzen oder so. Können ja da auch noch ein Feuer anzünden. Obwohl, vielleicht einfach lieber in der Arktis aussetzen, weil mit Feuer kennen sie sich ja aus, denn ist bestimmt da nicht kalt. Können ihr dann ja einen Kunststoffcontainer, einen brennenden mitgeben. Waren alles Leute über 60? Oh mein Gott, wie armselig. Ey, stell dir mal vor, Rüdiger und Günther und Dieter sind dann unterwegs mit ihren Fackeln und Mistgabeln gegen Greta. So 60, hast du da so, weiß nicht, 30 Rentner, die anfangen, Mülltonnen anzuzünden, ey. Wo sind wir denn? Echte Patrioten, ja. Wir haben es uns richtig gegeben. Hammer, das hat's gebracht, ne? Einfach Erwachsene, die Anstand haben, sollten fühlen sich durch ein Mädchen, angegriffen, die sich dafür einsetzt, dass wir nicht alle sterben. Ja, bekloppt, ne? Aber Hauptsache, man hat einen Sündenbock, auf den man alles dann packen kann. Scheiß Greta, deswegen darf ich nicht mehr meinen Diesel durch die Gegend bollern. Scheiß Greta. Ja, ist bestimmt Gretas Schuld. Bestimmt. Kann ich mal verstehen. Ich hatte mir halt vorgenommen, keine Serien, die ich schon kenne, zu gucken. Das mache ich sowieso nicht. Also erstmal eine Watchlist abzuarbeiten. Wenn es mir nicht gefällt, gucke ich was anderes. Ja, eben. Waren alles Corona-Leugner und Schwurbler. Oh, wer hätte es gedacht? Imagine my surprise. Oh. Alles hirnlose Leute. Kann ja auch sein, dass es nicht nur Typen sind, oder? Deswegen sage ich ja, ich hoffe, den Frauen fallen auch die Eier ab. Ich denke, wir alle wissen, dass es wahrscheinlich hauptsächlich Männer waren. Also unter Querdenkern, um Gottes Willen, da gibt es auch viele Frauen. Aber Frauen würden einfach statistisch gesehen, ja? Statistisch gesehen wahrscheinlich weniger Mülltonnen anzünden. Heißt nicht, dass da keine Frauen bei waren. Nur statistisch unwahrscheinlicher. Ne? Aber sie können vielleicht gesagt haben, Günther, jetzt zünd doch mal die Tonne an gegen die olle Greta. Jetzt mach doch mal. Aber ich glaube, weniger Frauen würden es selber machen. Aber, ne, ich war nicht dabei. Deswegen sollen einfach allen die Eier abfallen. Wir Frauen haben auch Eier, die sitzen nur woanders. Wo Diesel wahrscheinlich noch sehr lange benutzt wird. Ja, ja, klar, aber keine Ahnung, dann halt keine Ahnung, ich kann mit meiner Schrottplakette nicht mehr in die Innenstadt oder so. Weißt du, es gibt ja immer irgendwas, warum die Leute rumheulen. Ja, Günther, weil vielleicht dein Auto ungefähr schwarze Pestwolken ausstößt, wenn du Gas gibst. Vielleicht ist das, ne? Genaue Details hat man nicht erfahren und Medien haben nichts darüber berichtet. Ja, natürlich nicht. Waren ja wahrscheinlich auch alles weiße alte Männer. Oder weiße alte Leute, sagen wir so. Ja, ich will jetzt nicht gegen Männer haten oder so. Weiße alte Leute. Stell dir mal vor, das wären Leute mit ausländischem Aussehen gewesen. Du, das hättest du gewusst, ne? Da wäre dann genau auf die Hautfarbe wahrscheinlich eingegangen worden. So sind es ja nur die armen Weißen und die armen Rentner, ne? Die haben ja nichts mehr im Leben, ne? Dann wäre es natürlich in der Zeitung. Wahrscheinlich. Ja, stimmt nicht so. Bei meiner Schule haben viele Mädchen irgendwas angezündet. Haben und sich viel rauchen. Ja, okay. Ich würde aber schätzen, dass das bei Teenagern immer noch was anderes ist als bei Rentnern. Aber vielleicht liege ich auch falsch. Ist jetzt nur meine Einschätzung. Ich glaube, in so einem Teenage-Alter machen Mädchen bestimmt ähnlich viel Mist wie Männer. Oder wie Jungs, ne? Ich glaube aber, dass sich das dann ein bisschen verändert. Aber vielleicht liege ich auch falsch. Sollte auch heißen. Ja, dachte ich mir schon. Alles gut. So, wen überraschen wir denn jetzt mal? Zu wem gehen wir rüber? Ich kann dienen mit Retro bei Wiz. Twitch Clips Germany. Wenn ihr eher so lustige Sachen gucken wollt. Das sind so die beiden, die ich mir jetzt ausgucken würde. In meiner Liste. Wo man am besten auch joinen kann. Was spielt denn Wiz gerade?
Gespielt wissen. Oh, Banjo-Kazooie. Wollen wir zu Banjo-Kazooie rüber? Banjo-Kazooie geht immer. Vor allen Dingen ist es mega lustig, weil wir heute noch darüber geredet haben, dass die Charaktere bei PINES so ein bisschen reden wie die Charaktere bei Banjo-Kazooie. Das ist auch ein ganz lieb. Genau, Wizard. Ja, genau. Genau der Wiz. Ich habe Silvester mit meinem Cousin und Freunden gefeiert. Mein Cousin hat sich was geholt und ich habe auch was davon angezündet. Ich sagte mir halt so, spielt keine Rolle, ob ich es anzünde oder die anderen. Das stimmt. Letztendlich stimmt das. Aber ich fühlte es nicht so. Nächstes Jahr gucke ich mir was nur an. Letztes Jahr habe ich auch nur geguckt. Ich kaufe sowas auch nicht mehr. Nee. Ich habe jetzt dieses Jahr auch nicht geguckt, weil ich halt gespielt habe. Habe die 7O, sag ich mal, auch in meinem Jahr. Stimmt. Kommst du aus deiner Community? Hat das damit zu tun? Ist das ein Zufall? Dann kann ich das schon mal eingeben. Er ist ein ganz lieber, ne? War ich heute Nacht auch noch kurz drüben. 7O. Ja, ach cool. Nice. Ja, schön. Ja, der hat auch vor ein paar Tagen hier reingeguckt gehabt. Habe ich aber nur im Lurk gesehen und dann spreche ich Leute auch nicht an. Ist ja langweilig. Wenn Leute lurken wollen, sollen die lurken. Dann müssen ja nicht gecallt werden, ne? Das letzte Feuerwerk, das ich gekauft habe, habe ich in Schilling bezahlt. Das klingt danach, dass es schon ein bisschen länger her ist. Das war dann wahrscheinlich vor dem Euro. Ich kenne mich damit jetzt nicht so gut aus, aber ich gehe mal davon aus, als wir noch deutsche Mark hatten, hattet ihr noch Schilling und dann... Ne? Bereit mich schon mal vor, das Wort Raid zu schreiben. Hast du jetzt eigentlich schon gemacht, ne? Musst du nur noch rauskopieren. Oh mein Gott, ich hatte gestern ja die Waluigi-Mütze auf und die saß irgendwie so doof mit meiner... Ich hatte ja gestern so ganz viel Kram auf dem Kopf. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, auf Insta oder auf Twitter oder natürlich im Stream selber. Die sind übrigens meine Socials, da könnt ihr das nachgucken. Gestern haben wir einen ganz besonderen Stream gemacht, gegen Böller quasi. Und das soll jetzt nicht heißen, dass ihr nicht böllern sollt oder so, aber ich finde es halt schön, wenn weniger geböllert wird. Raketen sind nochmal eine andere Sache. Das heißt ja immer, mit Lärm soll man ja die bösen Geister fernhalten. Und wir haben das anders gemacht. Wir haben einfach stückchenweise den ganzen Abend durch mein Gesicht verunstaltet. Mit Bemalungen, mit Stickern, mit Clownsnase, mit Lametta-Haaren. Und zum Schluss hatte ich so viel auf meiner Kappe mit Krone und allem, dass das so gedrückt hat, dass ich tatsächlich eine Druckstelle an der Stirn habe. So ein bisschen da, wo ihr es jetzt nicht so seht, so hier so. Und das tut weh, wie so ein blauer Fleck, ne? Und das war meine Waluigi-Kappe, deswegen kam ich da gerade wieder drauf. Aber war ein sehr lustiger Abend dadurch. War sehr, sehr gut. Samara ist das aber egal, die kommt durch den Fernseher. Warum, Noah? Warum? Warum musst du mir das jetzt noch mitgeben? Apropos schöne Kappe. Dankeschön. Ist sehr nice, ne? Heute haben auch noch welche geböllert und auch schon 2 Tage vor Silvester. Das war schon immer so und das wird wahrscheinlich auch immer so sein. Leider. Vor allen Dingen heute hatte ich das Fenster offen und ich habe hier die Meerschweinchen stehen. Und halt, ich habe ja schon immer dann auch Angst, dass Leute einem was ins Fenster schmeißen. Das ist Gott sei Dank nicht passiert, aber halt so ein richtig fetter Böller in der Nähe, ne? Ich dachte mal auch nur so, wenn du jetzt eine Katze hast, die stirbt einfach an einem Herzinfarkt oder so, ne? So eine Scheiße. Clownsnase, hast du auch Taschentuch und Kanalöffner? Oh mein Gott, nein! Aber ich lasse die Clownsnase hier einfach mal für morgen liegen. Hier ist sie noch. Voll geil. Kanalöffner, den habe ich verlegt. Den habe ich leider verlegt. Die wartet sicher schon im Wohnzimmer. Danke, Noah. Leck mich. 2 Tage geht noch bei mir böllern, die eine Woche vorher schon. Das ist krass, weil normalerweise kriegst du die Sachen ja gar nicht. Ich glaube, du kriegst die, glaube ich, nur 2 bis 3 Tage vorher überhaupt zu kaufen. Das heißt, alles andere ist illegal durchs Ausland wahrscheinlich beschafft worden. Yay! Mir ist gerade eingefallen, dass ich irgendwann mal statt Silvester Karneval geschrieben habe, lol. Also zumindest gestern hat auch jemand Karneval geschrieben gehabt, deswegen. Wegen der Nase. Und letztendlich, ja, manche Leute benehmen sich so, als wäre Karneval, ne? So ist ja nicht. So. Es ist mir eine richtige Freude, dass ihr die ganze Zeit da wart. Ob ihr jetzt durch den Raid rübergekommen seid oder nicht. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Follow da. Macht meinen 100er noch voll. Das wäre ein schöner Einstieg ins neue Jahr. Und wenn nicht, ich werde es überleben. Und dann sehen wir uns morgen wieder drüben bei Dedalic. Wir sehen uns am Donnerstag wieder in alter Frische hier. Was haben wir da angefangen, das Spiel? Irgendwas spielen wir da auch? Ach ja, Beyond the Edge of Owlsguard spielen wir dann weiter. Ein ganz brandneues Point-and-Click-Adventure aus deutschem Hause, was es erst seit dem 23.12. gibt.
ganz tolles Spiel, was wir dann weiter und wahrscheinlich auch durchspielen werden. Ja, dankeschön. Danke, Moizera. Vielen lieben Dank für den vollen 900er. Seitdem ist jetzt gerade wieder einer abgesprungen. Ich werde dich finden. Ich finde raus, wo du wohnst. Ein Quatsch. Die Katze hatte das Feuerwerk komplett ignoriert und gepennt. Gott sei Dank, ne? Gott sei Dank. So, dann schicke ich euch jetzt zu Wiz rüber. Ich wünsche euch dort ganz viel Freude. Ich komme auch noch mit rüber und ich bin auch noch bestimmt noch ein paar Stunden wach. Nicht unbedingt geistig wach, aber ne, ich muss ja noch was essen. Und vielleicht spiele ich noch ein bisschen Witcher, ne, aber halt dann privat. Drüben im Wohnzimmer, auf der Couch. Ich muss das Spiel nicht mal durchspielen. Ich komme nicht dazu, ey, schlimm. So, ich leite den Raid rein. Nicht rein. Kann reden, fängt gut an. Und ja, lasst gerne ein bisschen Liebe da. Und ne, ihr könnt auch rauskopieren. Hier. So, warte, ich bin nur sehr langsam. So. Der freut sich hoffentlich. Und wir sehen uns morgen bei Dalek oder Donnerstag wieder hier. Wenn euch Beacon Pines weiter interessiert, das spielen wir genau in einer Woche weiter am Sonntag. Und bis dahin wünsche ich euch was. Kommt gut ins neue Jahr. Ne? Manche arbeiten noch nicht wieder, weil sie noch Urlaub haben. Andere arbeiten schon wieder. Lasst euch alle nicht ärgern. Und wie soll ich die Emotes schicken? Ja, das stimmt. Wenn man kein Sub ist, dann geht das natürlich nicht. Aber dann schreibst du einfach Herzchen. Warte, kriege ich das noch hin? Dann machen wir einfach den hier. Für die, die keinen... Ich kann nicht tippen. So. Die keinen Sub haben, machen wir das einfach in der Sub-Losen. Habe heute auch nichts vorbereitet. Ne? Das ist jetzt ganz spontan. Ich wünsche euch eine gute Nacht und habt einen guten Wochenstart. Bye, bye.